Ja. Schön, danke schön. Das war toll. Danke.
Hallo und herzlich willkommen hier auf der Campus Stage. Wir haben uns ja schon richtig gut hier eingestimmt. Die erste Session war eine Lach-Yoga-Session. Jetzt wird es ein bisschen ernster inhaltlich, aber ich habe vorher noch ein paar Hinweise organisatorischer Natur. Aktuell, finde ich, geht es voll mit der Geräuschkulisse. Falls es nachher noch mal lauter wird oder ihr dann auch unterwegs seid bei den anderen Bühnen, dann gibt es am Eingang so Kopfhörer. Hier läuft Channel 5 und genau, wenn ihr da irgendwie Support braucht, dann holt euch gerne die Kopfhörer. Und für alle, die sich die App noch nicht runtergeladen haben, kann ich nur die Future Festivals App sehr empfehlen. Da findet ihr eine sehr gute Programmübersicht, die sehr übersichtlich gemacht ist. Und vor allen Dingen könnt ihr da auch für den Future of Festivals Award abstimmen. Der wird nämlich hier drüben heute Abend verliehen und da findet dann auch die Aftershow-Party statt. Also es lohnt sich ruhig, den ganzen Tag hier zu bleiben und dann noch die Nacht und den Abend mit uns zu verbringen. Jetzt widmen wir uns einem sehr, sehr wichtigen Thema, denn es geht um Pinkwashing statt Pride. Wir widmen uns der Thematik, wie queere Symbolik als Imagefaktor auf Festivals verwendet wird. Sichtbarkeit von Pride-Motiven, ohne dass dahinter wirklich ein nachhaltiges Interesse, wie zum Beispiel Sichtbarkeit auch der Acts oder auch ein Empowerment der queeren MitarbeiterInnenschaft stattfindet. Und genau damit beschäftigen wir uns jetzt in der nächsten Stunde. Und dazu gibt es ein Deep Dive Interview, wo wir genau darum sprechen, warum das so weit verbreitet ist und vor allen Dingen, wie echte Solidarität mit der Community ausschauen kann. Viele, viele spannende Themen und Aspekte und dafür darf ich nun Mara, Lukas und Patrick Erhard zu mir auf die Bühne bitten und sehr gerne auch mit einem toten Applaus. Das kriegen wir hin. Okay, an der Stelle Mia, erstmal danke für die schöne Anmoderation. Ich bin ganz froh, heute hier sein zu dürfen und erstmal herzlich willkommen an euch alle hier bei der Future Festivals und auch genau für unser Interview heute. Mia hat ja eigentlich schon ganz eingehend erklärt, worum es heute geht, deswegen spare ich mir mein Intro an der Stelle und würde mich einfach direkt mal vorstellen. Ich bin Mara Lukas, ich habe an der Hochschule Hannover Eventmanagement im Bachelor studiert, arbeite jetzt als Bookerin im Indigo und Café Glocksee in Hannover, bin ehrenamtlich fürs Kiezkulturfestival auch Bookerin für die Aftershow-Partys und bin auch Teil des Projekts Girls Get Shit Done, was sich unter anderem sozusagen für eine diversere Musikbranche einsetzt und da in dem Bereich arbeitet. Genau. Das zu mir vielleicht ganz kurz und die wichtigere Person heute ist eigentlich Patrick und ich würde sagen, vielleicht stellst du dich jetzt einfach erstmal selber vor. Ja, danke auch dir für die Introduction. Mein Name ist Patrick Erhard. Ich war über 14 Jahre im Festivalbereich unterwegs, unter anderem für Marken wie Superbloom in München und das Lollapalooza in Berlin. Habe auch bei der Good Life sehr viele Jahre gearbeitet, im Brand Partnership für Made Festival, Splash Festival, Full Force Festival. Und noch so einige andere Projekte, die wir über die Jahre gemacht haben. Ich war auch 8 Jahre Vorstand vom Berliner CSD e.V., in den letzten beiden Jahren auch als Director, habe dort relativ viel in beiden Bereichen mit Marken zu tun gehabt und aktuell berate ich Marken, unter anderem auch in dem Kosmos. Okay, hört sich an, als wärst du auf jeden Fall ein Macher. Jetzt hast du schon viel geschafft und auch, glaube ich, gute Expertise, um heute meine Fragen zu beantworten. Vielleicht ein bisschen zum Ablauf, wie das heute hier aussehen wird. Es gibt gleich einen kurzen Einstieg in das Thema. Wir sprechen so ein bisschen über den Status quo. Dann gibt es aber auch einen Ausblick in die Zukunft und am Ende haben wir auch noch Zeit für Fragen. Also wenn irgendwie Fragen bei euch aufkommen, hebt euch die gerne auf bis zum Ende und dann können wir da nochmal drüber sprechen. Und ich mache es ein bisschen interaktiv. Für wen ist Pinkwashing eigentlich ein Begriff? Okay, alle, die hier sitzen, haben eigentlich ein bisschen eine Ahnung, worum es geht. Ich stelle es trotzdem noch mal kurz vor, wie ich es definieren würde. Mit Pinkwashing ist der Moment gemeint, in dem Gleichberechtigung, Diversität und zum Beispiel feministische Anliegen nicht ernsthaft gelebt werden, sondern als Marketinginstrument genutzt werden. Und ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich gesagt und nicht so im Detail. Patrick, hast du dazu gegebenenfalls noch was zu ergänzen oder wie würdest du Pinkwashing für dich definieren?
Ich glaube, Pinkwashing ist die Möglichkeit geworden für die externe Welt, die Besuchenden, Marken und Festivals oder Events, auf denen Marken stattfinden, in die Kritik zu nehmen. Ich habe ein sehr großes Problem, wie der Begriff Pinkwashing allgemein benutzt wird, weil ich ein Fan davon bin, positive Kritik zu äußern, an der man arbeiten kann und etwas verändern kann, als sich automatisch immer von Marke oder Festival oder Event damit totalitär abzugrenzen, was eine grundlegende gesellschaftliche Entwicklung ist. Es gibt dann nur noch Schwarz und Weiß wie auf einem Klavier, aber irgendwie nie eine Melodie zwischen den beiden. Und deswegen, ich verstehe, dass Menschen mit Pinkwashing schnell was anfangen können, hat aber automatisch auch immer einen sehr negativen Hall, der nicht zu überwinden ist. Okay, ja, stimme ich dir zu. Ich würde sagen, damit haben wir jetzt eine gute Basis für das weitere Interview und Gespräch geschaffen. Ich würde jetzt gerne so ein bisschen weiter gucken auf Alltagssituationen und auch Beispiele. Patrick, oder ich frage erst mal so, wo in der Praxis siehst du am häufigsten Formen von Pinkwashing? In der Social-Media-Werbung. In der Social-Media-Werbung von Marken, die heutzutage nur noch Content-CreatorInnen und InfluencerInnen nutzen, um sich queer aufzustellen, anstatt mit den wirklichen AktivistInnen, mit den wirklichen VorreiterInnen, Organisationen, Vereinen, Kollektiven in den Diskurs zu gehen und dort etwas zu tun. Ich glaube, jeder Mensch, der etwas von Pinkwashing schon mal gehört hat oder damit Probleme hat, auf Festivals genauso wie auf Markenseite allgemein, Produktmarketing meistens, ist damit in Berührung gekommen und klar, als Aktivist, ich bin seit 18 Jahren sehr aktiv in dem Bereich unterwegs, von Menschen, die ich in Ghana und sonst wo auf der Welt unterstützt habe, wovon Marken heutzutage gar nichts manchmal wissen wollen, hin zu dem Punkt zu kommen, dass man auf jedem beschissenen, das muss ich wirklich so sagen, Event von Marken eingeladen wird und dann sehe ich nur noch die gleichen Gesichter, die aus der queeren Bubble, weil sie hohe Reichweite haben, zu Themen sprechen, zu denen sie ganz oft aber wirklich nicht selber stehen. Und die werden dann immer in Verbindung gebracht mit natürlich guten Budgets, um dann ihr Produkt, was sie launchen wollen, an eine Zielgruppe zu bringen, die in meinen Augen manchmal gar nicht so das wirklich abbildet, was das Produkt eigentlich haben will. Das ist so die eine Bubble, Social Media. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, ich nenne es jetzt mal vice versa, das Problem, dass wir in den letzten Jahren, vor allem nach der Pandemie, viele Marken haben, die davon zurückgetreten sind, das auf einem Festival zu machen. Ich kann mich zumindest an meine Festivalzeit erinnern, da gab es Marken, für die war das interessant, mit KünstlerInnen Bookings zu machen, die automatisch auch auf ihre Stages zu bringen. Viele von den Marken sind aber leider in Holdings oder internationalen oder US-Firmen aktiv oder eingebunden finanziell. Mit der Politik, die sich natürlich vor allem transatlantisch da gerade entwickelt, ziehen sehr viele Marken zurück. Ich habe das persönlich beim CSD in Berlin gemerkt. Ich berate auch andere Prides in Europa und sehe dort eine große Problematik in der eigentlichen Finanzierungsmöglichkeit. Festivals haben durch ihre Ticketstruktur nochmal eine ganz andere Möglichkeit, wirklich zu überleben. Prides nicht wirklich. Wenn der Partner abspringt, das sind meistens kostenfreie Events, außer du bist dann irgendwo in London oder in Sydney oder New York, wo dann alles irgendwie kostet. Die Problematik entwickelt sich sehr stark, dass Marken durch politische und institutionelle Entwicklungen Druck bekommen. Da entwickelt sich auch etwas sehr schlecht in die Richtung von Pinkwashing. Es wird nur noch versucht, alle mitzunehmen und nicht kritisch, nicht progressiv oder wie manche es nennen würden, provokant zu handeln. Und das sehe ich als schlechte Beispiele durch fast die komplette Bankreihe weg. Da gibt es sehr wenige Marken, das muss ich auch sagen, die es nicht machen, auch im deutschen Markt, vor allem im Getränkebereich. Aber der Großteil macht es leider falsch, in meinen Augen. Okay, das heißt also so zusammengefasst, Social Media ist so ein Bereich, wo Pinkwashing sehr häufig vorkommt oder wo du das am ehesten erlebst und halt eben auf Events. Und da, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sagst du gerade, dass die Politik, wie sich das gerade entwickelt in Deutschland, eher dazu führt, dass die Marken auch dann doch weniger Pinkwashing betreiben sozusagen, weil sie sich damit dann doch nicht mehr so sehr vermarkten wollen wie vorher. Ja,
Natürlich der finanzielle Druck, der politische Druck. Es ist immer sehr schwierig, über aktive Markengespräche etwas zu sagen. Ich kann das sagen, dass es im Festival-Kontext habe ich sicherlich in meiner Brand-Partnership-Zeit mit einigen Marken zu tun gehabt, wo man das mal versucht hat reinzudrücken. Es gibt ja leider nicht sehr viele in unserer Festival- und Musikindustrie, die dann auch die Möglichkeit haben, durch ihre, ich nenne es jetzt mal Arbeitsmacht, so ein Thema zu setzen. Oftmals arbeiten leider in Agenturen auf Markenseite, Marketing- und Eventseite sowie auch auf der Festivalleitungsseite nicht unbedingt Menschen aus meiner Community. Das heißt, das Thema ist einfach bei den meisten Leuten nicht unbedingt auf der Agenda. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nehme von einem großen Kreditkarteninstitut, was sehr, sehr viele Jahre eine bestimmte Karte rausgebracht hatte, womit sich Transmenschen oder non-binäre Menschen mit ihrem gewählten Namen auf der Karte etablieren konnten und mit dieser Aktion in den letzten Jahren wieder zurückschrecken und gar nichts mehr auf Prides zum Beispiel tun, dann finde ich das sehr, sehr erschreckend, wie sehr politische, monetäre Macht Einfluss haben kann in die Entscheidung von Marken, was tun wir und was tun wir nicht. Und ich glaube auch, dass es da viel mehr Kritik, wenn ich es jetzt mal diplomatisch sage, viel mehr Kritik von Festivals geben muss. Auch mal wirklich den Arsch in der Hose zu haben, zu sagen, okay, wir gehen dann einfach generell nicht mit euch, auch für die nächsten Jahre, weil wenn ihr an den Stellen nicht unterstützt, dann tun wir, aber das tun die Festivals leider in Großzahlen nicht, vor allem auf dem deutschen Markt, muss man einfach sagen. Ja, macht total Sinn. Wenn du jetzt so drüber nachdenkst, was glaubst du, warum Pinkwashing für VeranstalterInnen und PromoterInnen eigentlich überhaupt so interessant ist? Interessant. Also warum wird es gelebt? Also warum gibt es Pinkwashing sozusagen auch in der Branche? Es ist einfach. Das ist aber ein strukturelles Problem. Festivals, egal ob ganz klein bis ganz groß, und da muss man sagen, die ganz Kleinen machen im Verhältnis zu den Mitarbeitenden, die sie haben und BesucherInnenanzahl, machen sie in Deutschland vor allem viel mehr als die ganz Großen. Das ist ganz klar. Weil sie aber auch höchstwahrscheinlich weniger Backlash oder Schwierigkeiten zu erfahren haben, dass jetzt der äußere Druck irgendwie sagt, ich kaufe mir ein Ticket jetzt nicht, weil ihr setzt euch jetzt für Menschen aus einer Community ein. Ich finde es eigentlich ehrlicherweise eine spannende Formulierung, wenn du sagst, was macht es so interessant? Die Arbeitszeit ist nicht da. Es gibt einfach nicht genügend Ressource in den meisten Unternehmen, in den meisten Festivals, vor allem in den großen, das Thema mal wirklich anzugehen. Wie kann ich das intern strukturieren? Wie kann ich intern meine Mitarbeitenden anders aufsetzen? Wie kann ich sie sensibilisieren für das Thema? Wie kann ich im Brand Partnership das Thema angehen? Wir hatten in unserem Vorgespräch gerade das Thema, wenn man jetzt nur den monetären Teil dahinter sieht und nicht den aktivistischen. Statistisch gesehen in Europa ist es die zweitstärkste Zielgruppe vom Wealthiness. Ja, also die Einkommensstruktur von Menschen aus der queeren Community ist enorm hoch. Jetzt muss man immer sagen, dass es ein statistisches Mittel ist. Es gibt natürlich auch viele in der Community, die haben sehr, sehr wenige Möglichkeiten, genau dadurch, dass sie eine Minority in einer Minority sind. Aber nichtsdestotrotz sollte es eigentlich für den Festivalmarkt, für die Zielgruppe, das Queere, das Anderslebende, das New Normal, wie es mal ein sehr gutes Festival in Spanien genannt hat, ist etwas, was sehr spannend für Marken ist, genauso aber auch eigentlich für Festivals. Deswegen verstehe ich das ehrlicherweise als Mensch aus der Community nicht, warum man da nicht weiter ansetzt. Aber die Arbeitszeit ist nicht da. Es ist die Ressource an Mensch nicht da. Wir geben irgendwelche beschissenen Stellenausschreibungen raus in Deutschland, wo dann das X hinten steht, aber wir machen nichts wirklich dafür. Wir machen, okay, ich habe jetzt hier was getan, da steht jetzt das X, aber hole ich mir jetzt wirklich diversifizierte Menschen in mein Unternehmen, in meine Marke rein? Oder schreibe ich einfach nur, es wäre schön, wenn ihr euch bewerbt bei uns. Also es hat ganz viel strukturelle Problematik und das hättelt natürlich eine Marke, die jetzt irgendwie machen will, okay, ich bringe jetzt eine neue Make-up-Foundation raus, die dann irgendwie Palette 1 bis 9 ist und dann ist Nude alles nur helle Hautfarbe. Ich mir dann so denke, wow, Kosmos überhaupt gar nicht verstanden 2025. Aber Pinkwashing ist interessant, weil es einfach ist. Ich muss nicht tiefgründig nachdenken und eine breite Masse, die ja nicht Teil der Community ist, kauft.
Ich finde, du hast damit schon mal einen guten Einblick auch geliefert, so ein bisschen in die Richtung, wie man sich Handlungsoptionen ableiten könnte, um das vielleicht am Ende zu umgehen, dass Pinkwashing so gelebt wird. Aber bevor wir darauf eingehen und das weiter besprechen, würde ich von dir auch gerne erstmal hören, wenn du jetzt über Pinkwashing nachdenkst und dass es halt gelebt wird und dass es existiert, was sind für dich denn so die negativen Konsequenzen, die daraus entstehen? Zum Beispiel auch für die queere Community. Also was ist eigentlich, warum ist es so fatal, dass es Pinkwashing gibt? Ist vielleicht ein bisschen eine banale Frage, aber ich würde sie trotzdem gerne eine Antwort dazu hören. Tatsächlich gar nicht so banal, da muss ich erst mal nachdenken. Die Konsequenzen aus Pinkwashing sind... Und das jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich komme zum Teil noch aus einer schwulen Kultur, wo unsere Vorbilder Olivia Jones und Rudolf Mooshammer waren. Die hat man irgendwie im Fernsehen gesehen. Zu meinen Anfangszeiten gab es kein Instagram, TikTok oder sonstiges. Da hat man diese ganzen Menschen nicht so wahrgenommen und die Lebweise. Und demzufolge hat man es auch zum Teil auf Festivals und auf Events damals noch nicht so wirklich. Da waren wir immer. So, wir waren nur nicht vielleicht so... Ich glaube, die Negativfolge, die so ein bisschen daraus entsteht, ist, dass ein großer Teil meiner Community das ganz, ganz toll findet, wenn Marken etwas machen und wenn sie für Diversifizierung einstehen und Diversity. Nur die Problematik ist, wir suchen, oder nicht wir, die Marken und zum Teil dadurch auch die Festivals suchen gewisse Extreme. Also es ist dann die quietschigste Person, die es gibt in der Community, weil sie dann auch wieder die höchste Reichweite hat, die wird dafür eingesetzt und das kommt oftmals dazu, oder es ergibt sich daraus, dass ein Großteil der Gesellschaft dann meint, der ganze Teil unserer Community ist dann so. Ich liebe jeden Menschen, der in meiner Community total quietschig und pink und was nicht alles ist. Ja, ich finde das sehr mutig, so aufzutreten. Ich lebe sehr heteronormativ, mache aber immer meinen Mund auf, wenn irgendwo ich von Ungerechtigkeit erfahre oder wenn das irgendwo zu sehen ist, weil man das als Aktivist zu machen hat, genauso wie als normal Bürgerin. Die Problematik ist aber, dass Extreme sich dadurch entwickeln und dass alle Leute eben denken, jeder ist dann irgendwie mit Make-up, jeder ist dann mit einer Wig, jeder ist dann total bunt angezogen und das Normal wird weiterhin dann außerhalb unserer Community gehalten. Ja? Also wir sind auch normal. So, das ist nicht nur abseits unserer Community. Es wird ja leider immer so stark beschrieben, so, ja, na, das ist halt so ein normaler Mensch oder so ein normaler Besuchender und nicht so ein bunter Vogel. Das war ja auch sehr oft, zumindest zu meinen Anfangszeiten. Das ist ein Problem, was ich sehe. Das Extrem als für uns, das stellt die ganze Community dar. Und dass man so in eine Schublade dann einfach gesteckt wird und irgendwie so ein Bild für euch alle, so für die ganze Community vermittelt wird sozusagen. Richtig. Nicht jeder aus meiner Community möchte seine Sexualität offen auslegen. Mir geht es ja nur darum, zeig einfach, dass du als Festival oder als Marke das okay findest und das als ganz alltäglich empfindest, dass bei dir auf dem Festival zwei Frauen Hand in Hand rumlaufen, wobei man natürlich sagen muss, dass zwei Frauen immer noch ein Stück weit einfacher ist, weil sie leider durch viele Männer aus der heteronormativen Szene sexualisiert werden. Deswegen finden sie das auch okay, anstelle das machen zwei Männer. Das ist ja ein Doppelproblem, was da vorherrscht. Aber darum geht es. Ich habe viele, viele Jahre Festivals, auch die Festivals, für die ich gearbeitet habe, gesagt, lass uns doch mal, also jedes Festival hat irgendwo Fahnen. Lass uns doch mal so eine Fahne aufhängen. Du musst ja gar nicht den riesen Slogan oder eine Kampagne drumherum bauen, aber ein Mensch, der aus der Community auf einem Gelände ankommt und einen Teil unserer Fahne mal sieht, ob es die Regenbogenfahne ist, die progressive Fahne oder sonstige Fahnen, wir fühlen uns erstmal anders auf diesem Gelände. Jetzt kann ich das aber nicht 15 Jahre lang nur machen. Ja, das ist auch ein Problem, das habe ich auch intern kritisiert bei ehemaligen Arbeitgebenden, wo ich war, dass wir das irgendwie seit 12, 13, 14, 15 Jahren machen. Aber was machen wir denn jetzt aber noch darüber hinaus? Man wird auch müde, das ist auch eine Folge davon. Man denkt, man tut ja jetzt etwas und dann ist man jetzt Teil des Ganzen und man kann jetzt nicht angegriffen werden von außen. Die Problematik, die sich als dritter Punkt für mich daraus entwickelt, ist, äußerst du Kritik intern, egal ob du ein Teammember bist, dass ein Bühnenbooking nicht zu divers ist, dass ein Team nicht divers genug ist, dass wir die Community, die Besuchenden aus der Community nicht wirklich willkommen heißen, entsteht ganz oft leider nicht der Diskurs,
okay, danke für die Kritik, lass uns zusammensetzen mit unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Themenbereichen. Und das fängt in der Buchhaltung an und das hört auf der Bühne auf. Nicht nur alles immer nach außen. Dass dann ganz oft in den meisten Fällen, die ich leider auch immer wieder erlebt habe, ist dann so eine Abwehrhaltung, oh Gott, wir werden jetzt gerade angegriffen, lasst uns lieber das Thema ganz sein, als dass wir jetzt irgendwie was Falsches machen. Oh, ich bin so müde. Ich bin so müde von diesem Thema. Es gibt wirklich Marken, es sind nicht alle Marken so, es sind nicht alle Festivals so, um Gottes Willen, aber es wird zu wenig dafür getan. Es wird auch ganz oft ins Lächerliche gezogen. Ja? Also ich habe das hier auf der Future of Festivals auch erlebt. Vor, glaube ich, 5 Jahren habe ich ein Panel gehabt mit sehr vielen Flinter-Personen, weil wenn ich Panels mache und zusammenstelle, dann möchte ich immer versuchen, dass nicht cis-männliche auf der Bühne sitzen, weil das wenig abgebildet wird. Und dann merkst du, wie gelacht wird darüber, dass es Festivals gibt, die nur für Frauen/Flinter-Personen gemacht werden. Wo ich mir so denke, wo ist jetzt das Problem? Können wir das nicht einfach begrüßen? Anscheinend muss es ja gemacht werden. Es ist dann, der dritte Punkt ist eine Abwehrhaltung, die daraus entsteht als Konsequenz vom Pinkwashing. Ich musste gerade so kichern, weil ich ganz ehrlich gestern Abend erst dieses Gespräch hatte in einer Bar, wo es dann auch hieß, ja, nee, man kann kein diverses Line-Up buchen, weil es gibt nicht genug Flinter-DJs. Oder gute Flinter-DJs, musste ich ganz doll lachen. Ja, gut, danke für den Einblick. Jetzt würde ich gerne einen Übergang schaffen. Und zwar würde ich sagen, dass der Begriff Pinkwashing ist ja sozusagen jetzt ganz gut greifbar geworden für alle und welche Mechanismen damit zusammenhängen. Und ich stelle mir jetzt die Frage, wie diese Muster vielleicht durchbrochen werden könnten und im Hinblick irgendwie auf auch Events und Festivals, wer trägt da eigentlich die Verantwortung, um Pinkwashing entgegenzuwirken? 3 Menschen oder 3 Abteilungen. Das Management und die Festivalleitung, das Personalbüro der Firma, die dahinter steht, oder des Kollektivs oder des Unternehmens, wie auch immer die Struktur ist, und tatsächlich die Booking-Abteilung. Wenn nicht sogar Punkt 4, die Menschen, aber das sind dann leider alle Abteilungen, die bei Dienstleistenden vielleicht ein bisschen danach schauen, gibt es irgendwie ein anderes Angebot. Ich weiß, dass das sehr schwierig ist auf dem Markt. Ich kann natürlich jetzt nicht, wenn ich eine Security-Firma buche, sagen, wie viele deiner 3500 Menschen sind denn jetzt anteilig. Ich meine, mache ich eine Zählung und Zählung von Homosexuellen, die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Aber dem Ganzen so ein bisschen zuvorzuwirken. Wenn es aber nie in der Festivalleitung und in dem Management ankommt, werden alle anderen Abteilungen nicht nachziehen. Da muss verstanden werden, dass ein gewisser Teil von Budget, ob es im Booking ist, ja, da muss man sagen, okay, wir verschreiben uns. Ich muss dafür keine Key Plane Change oder sonstiges unterschreiben. Ja, mach's einfach. Mach nicht den Marketing- und den PR-Schritt zuerst, bevor du intern überlegst, wie kann ich denn was tun, weil dann musst du auch gar nichts unterschreiben, dass du dich als Marke dem... Aber wenn Festivalleitungen weiterhin denken, eine Fahne auf irgendein Dach zu setzen, reicht aus, um einer gewissen Minderheit oder Menschen, die strukturell vernachlässigt sind, willkommen zu heißen, dann wird das Ganze nicht gut enden in den nächsten Jahren. Und das ist auch der Grund, warum sich zum großen Teil ein Teil meiner Community eigene Räume geschaffen hat. Ja? Beste Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Leute das hier kennen, das Whole Festival, was sich in Gräfenhainich in Ferropolis entwickelt hat. Das ist eine Entwicklung daraus gewesen, dass auf den alternativen, diversifizierten, meist ohne Grenzen Festivals nicht mehr geschafft haben, das abzubilden, was sich über die Jahre entwickelt haben. Und das Bedauern, gibt so ein Festival, was es auch leider nicht mehr gibt, was genau dadurch auch nicht mehr da ist, meiner Meinung nach, weil man diese Community nicht mehr mitgenommen hat. Und diese Räume entwickeln sich natürlich dann dadurch innerhalb unserer Community. Aber wenn das Geld nicht da ist, im Booking etwas aus der Community zu buchen, die interne Struktur aus Personal, meinetwegen auch Betriebsräten oder sonstiges, wo auch immer es das gibt, bis hin zu Festivals, die aus einer kompletten Volunteer-Struktur entstehen. Wenn da nicht geschaut wird, okay, können wir ein Team, eine Arbeitsgruppe bilden, die sich um das Thema kümmert. Man wird nicht in einem Jahr alles schaffen. Fang doch an einem Thema einmal an. Ja? Fang doch einmal an zu schauen, okay, können wir es schaffen, eine NGO oder einen Verein aus der Stadt, wo wir sind oder in der Umgebung, wo wir sind, einzuladen. Auf unserem Festival, dass sie da sind. Das wäre schon mal ein erster Schritt. Das kann jeder machen, es kostet sogar nicht so viel Geld.
Okay, das heißt also eigentlich, wenn man jetzt Pinkwashing entgegenwirken wollte, müsste man sozusagen intern in den eigenen Strukturen erstmal anfangen, dort irgendwie selber zu arbeiten und dann kann man vielleicht irgendwie dann weitergehen und nächste Steps einleiten. Wenn man jetzt so ein bisschen darauf guckt, wenn es jetzt nicht die Leute sind, die zum Beispiel das Festival mitorganisieren oder dort booken oder die Buchhaltung machen oder was auch immer, welche Rolle spielen denn für dich dann zum Beispiel die KünstlerInnen, die letztendlich auf der Bühne stehen, um da vielleicht eine Veränderung zu bewirken? Weil die haben ja gegebenenfalls auch eine andere Reichweite oder ein anderes, einen anderen Weg, um da was umzusetzen. Also da muss ich ehrlich sagen, da ist sehr viel passiert in den letzten Jahren. Das ist aber auch tatsächlich der einzige Bereich, glücklicherweise der offensichtlichste Bereich. Da finde ich schon, egal auf welchem Festival man in Deutschland gerade auf die Line-Ups schaut und was zum Teil KünstlerInnen dahinter machen, finde ich schon, dass da sehr, sehr, sehr viel passiert, weil der öffentliche Social-Media-Druck aus meiner Community ganz schnell auch unangenehm für KünstlerInnen werden kann, wenn sie sich gegen unsere Community proaktiv aussprechen. Du musst jetzt nicht bei jeder Bühnenshow irgendwie eine Pride-Fahne da auf die Bühne hängen. Das ist dann, wenn du nicht dahinter stehst, dann ist es am Ende auch nur Pinkwashing, nur damit du dann den Applaus bei deiner Show bekommen hast. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, bei KünstlerInnen finde ich, hat sich sehr, sehr viel entwickelt. Sehr, sehr viel. Die haben verstanden, dass das eine große Community ist, die man mitnehmen kann, die man begeistern kann dafür, wenn man auch etwas tut für sie. Ich meine, nicht unbedingt jetzt von den international größten Namen zu sprechen. Ich glaube, weiß jeder, dass da viele von diesen sehr bekannten Namen sehr, sehr großen Einfluss haben. Aber es gibt sehr viele KünstlerInnen, die leider nicht so im Fokus der Medien stehen, die sehr viele Jahre schon etwas dafür machen, aber weil sie nicht die Reichweite oder diesen popkulturellen Moment hatten in ihrer Karriere mit großen Songs, fällt es dann nicht so auf. Aber auf der Bühne finde ich, bei den meisten Fels, die ich so besuchen darf oder an denen ich mitwirken durfte, da finde ich schon das extrem krass. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Bookings, wo man sich so denkt, wie kannst du dieser Person so eine Bühne geben, nachdem sie sich irgendwie mit einem homofeindlichen Rapper irgendwie in einem Video gezeigt hat? Ist für mich auch wieder falsch. Ja, ich finde, das ist auch immer ein ganz schmaler Grat zwischen dem, wie man sich dann beispielsweise auf der Bühne präsentiert und dann mit den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest oder was auch immer. Ja, und vor allem auch witzig, also interessant, dass halt auch KünstlerInnen dann schnell dazu abrutschen können, halt selber Pinkwashing zu betreiben und vielleicht dann auch so ein bisschen unbewusst. Jetzt haben wir sozusagen die Gruppen abgehandelt, was VeranstaltungsmanagerInnen, OrganisatorInnen betrifft und halt auch die KünstlerInnen. Was für eine Rolle in dem ganzen Kontext spielen denn die Gästinnen, die vielleicht die Festivals besuchen? Was glaubst du, was haben die für einen Einfluss, um vielleicht irgendwie eine Veränderung zu bewirken auf den Festivals, die sie besuchen, dass es da zum Beispiel mehr gibt als nur die Regenbogenflagge, die gehisst wird und dass dann vielleicht nächstes Jahr dann doch ein diverseres Line-Up gebucht wird oder was auch immer? Also da kann ich jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung, weil ich bin jetzt nicht die Person, die, wenn er auf Festivals geht, jetzt im Nachgang, wenn ich da gar keinen Kontakt hin habe, irgendwie die Kommentarspalte voll haut. Aus meiner Erfahrung mit den Festivals, mit denen ich arbeiten durfte und auch mit den Marketingteams oder mit den Brand- und Strategieteams, fand ich das immer sehr spannend zu sehen, was für einen Einfluss Mails, Umfragen und auch die Kommentarspalten am Ende auf die Bookings haben können. Ja? Also wenn die Leute halt sagen, uns hat der Künstler gefehlt oder das fanden wir mega toll, dann wird schon vermehrt dadurch etwas ausgelöst in den arbeitenden Teams, um etwas Diversifizierung zu schaffen. Ob das jetzt beim großen Punkt, und das ist keine Minderheit, ob das jetzt um weibliche Themen geht, aber trotzdem strukturell eben auf der Bühne, also sehr weit entfernt von dem, wo wir sein müssten, hin zu BIPOC oder POC-Themen, LGBTIQ-Themen, glaube ich schon, dass eine Zielgruppe, wenn sie merkt, dass sie dort willkommen ist, das auch sehr ausstrahlt. Ich meine, dass meine Community dann doch eine sehr
eine sehr meinungsstarke Community ist und dass auch, wenn sie sich wohlgefühlt haben auf einem Festival und das Festival geil fanden und das Booking geil fanden, dann tragen sie das auch vierfach, fünffach in die Welt hinaus. Und das ist die beste Propaganda, die du als Marke haben kannst. Das ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Du musst kein Geld investieren auf irgendeiner Meta-Ebene, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube oder sonstiges. Wenn die Leute das weitertragen, dass du geil warst, dann glaube ich auch fest daran, und das zeigen auch einige Festivals, dass du gar nicht immer so riesige Millionenbudgets für krasse Headliner ausgeben musst, wenn das Erlebnis ist. Das, was ich fand, was vor 10 Jahren mal noch ein bisschen anders auf einem Festival war, als es heutzutage ist, das merkt man auch bei großen Tages- oder Stadtfestivals, die so ab 10 Uhr morgens sind oder ein ganzes Wochenende. Die Leute gehen ja wirklich erst aufs Festivalgelände, wenn dann der erste Act spielt. Und die ganze Zeit vorher sind sie eigentlich gefühlt gar nicht an den Marken dran. Sie sind gar nicht an den nicht musikalischen Inhalten dran. Sie sind im gastronomischen Bereich nicht mehr wirklich viel aktiv. Und was dann natürlich wieder darauf zurückschlägt, dass die Marken dann auch nicht unbedingt viele Touchpoints haben. Was manchmal auch dann ganz schön ist, weil dann merken sie, dass sie halt nicht das Richtige angeboten haben. Aber der Besuchende oder die Besuchenden allgemein sind die größte Macht, die es für Festivals gibt. Wenn ich das Ticket nicht kaufe, ist es nicht interessant für die Marke und dann kann das Festival aus dem Grund auch nicht stattfinden. Das ist scheißegal, welchen Künstler du dorthin stellst. Wenn die Menschen nicht sagen, dass das geil ist für mich, jetzt muss man natürlich sagen, Festival gut, auch wenn wir uns alle mal so sehr die Tasche voll lügen, das muss für jeden zugänglich sein, das wäre schön. Ein Festivalprodukt ist heutzutage ein Luxusprodukt. Ja? Also wenn ich nicht unbedingt in Berlin lebe und jetzt auf einem Berliner Festival gehen kann, dann habe ich Reisekosten, dann habe ich Unterhaltungskosten, dann will ich natürlich irgendwas trinken. Das kommt mit sehr viel Geld zusammen. Aber die Macht, die Besuchenden am Ende trotzdem haben, ist ein bisschen zu leiten, in welche Richtung geht der Markt, in welche Richtung geht der Musikmarkt, in welche Richtung muss sich das Festival entwickeln, weil sie sonst nicht mehr kommen. Festivals haben ja heutzutage durch ihre ganze Ticketstruktur eine sehr gute Metabasis dahinter. Sie haben viele Daten, anders als vielleicht vor vielen Jahren das ist und es wird Jahr und Jahr besser. Aber ich glaube, die größte Macht ist auf jeden Fall Social Media und die Kommentarspalte. Okay, das heißt also, die Verantwortungsbereiche, um sozusagen Pinkwashing vielleicht entgegenzuwirken, liegen eigentlich bei vielen verschiedenen AkteurInnen. Also es sind die GästInnen, es sind die Leute, die hinter den Kulissen arbeiten und es sind natürlich auch die Menschen auf der Bühne. Oh, ein Punkt nicht vergessen, Agenturen. Agenturen, die dazwischen geschalten sind. Das ist ja häufig sogar eine Problematik, finde ich, dass Marke, Etat oder Budget einer Agentur gibt und die Agentur soll dann ein inhaltliches Konzept irgendwie ausarbeiten und das richtige Festival in den richtigen Festival-Fit finden. Glaube ich heutzutage, da sitzen auch relativ häufig Menschen, die eben nicht Teil dieser Community sind und wenn sie dann etwas in der Community machen sollen, landet es dann immer wieder nur bei den Millionen reichweitenstarken Content-Creatoren und InfluencerInnen und nicht wirklich bei der Gesamtzielgruppe. Aber Agenturen haben auch einen sehr großen Einfluss, was Marke abbilden kann und dadurch aufs Festival passt. Okay, dann würde ich sagen, sind die Verantwortungsbereiche jetzt erstmal eigentlich geklärt. Ich stelle mir jetzt die Frage, was wären denn jetzt Stellschrauben, an denen man drehen kann, um sozusagen beispielsweise jetzt als VeranstalterIn wirklich aktiv was zu ändern. Kannst du mir irgendwie ein Beispiel nennen, wie zum Beispiel Festivals das Thema Gleichberechtigung wirklich glaubwürdig rüberbringen und auch aktiv leben? Also, wenn man das Thema angehen will, habe ich eben den ersten Punkt schon gesagt, eine Fahne reicht nicht aus, aber es ist trotzdem schön, wenn du es machst, weil man fühlt sich wohl als Mensch, wenn man dorthin kommt. Genauso wie ich mich wohlfühle, wenn ich in eine Bar gehe und da ist ein kleiner Aufkleber an der Tür. Das ist so in unserer Community. Wir sehen das meistens dann als, okay, irgendwie, ich bin hier nicht willkommen. Dann finde ich, dass viele Menschen, die in der Community oder aus der Community sind und im Festival, Agenturbereich, Markenbereich, wo auch immer, in welchem Kosmos aus dem ganzen Musik- und Festivalindustriebereich aktiv sind, dass sie ein bisschen mehr den Druck erhöhen und das Thema mal einfordern. Ich glaube manchmal, dass, so habe ich das zumindest in meiner Laufbahn gemacht, ich glaube manchmal, dass die Menschen, die über dir sitzen, jetzt mal bildlich gesprochen, aus Management-Etagen,
oftmals eben mit dem Thema nichts zu tun haben und ganz oft auch Angst haben, das Thema anzufassen, weil man denkt, man macht etwas verkehrt, weil man aber auch weiß, dass auf Social Media von heute auf morgen der Shitstorm kommen kann und deswegen lassen wir die Hände davon. Wenn du aber Menschen in deinem Team hast, die aus dieser Community sind oder die sich mit diesem Thema sehr aktiv beschäftigen, mit jedem Minderheitenthema beschäftigen, es geht nicht nur um Pride- und Pink-Themen, dann glaube ich, dass man mit diesem Nachfragen, gehen wir weg von dem Wort Druck, mit diesem Nachfragen über einen gewissen Zeitraum ein Interesse schaffen kann, hey komm, lass uns doch mal zusammensetzen. Wir haben das, oder bei den Festivals, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder für die ich gearbeitet habe, haben wir angefangen, nicht lass uns einen großen Aktivierungsstand mit Marke XY machen und dann für Community XYZ was tun, sondern wir haben uns die Vereine in der Stadt angeschaut, die in dem Bereich Diskriminierungsarbeiten machen, diskriminierungsfreie Arbeiten machen, die in dem Bereich von CSDs arbeiten, was brauchen die für einen Support. Ja? Habe ich die Möglichkeit finanziell zu sagen, hey, in meiner Stadt Halle gebe ich als Unternehmen jetzt irgendwie 5.000 € für den CSD in Halle aus, weil damit können sie die Bühne bauen, auf der natürlich dann wieder eine Kundgebung stattfinden kann. Dann habe ich es vielleicht nicht direkt erstmal auf meinem Gelände getan, aber der CSD, mit dem du dann zusammenarbeitest, wird das definitiv dich als Marke erwähnen, weil sie es dankend annehmen und damit bringe ich einen cleveren und in meinen Augen auch wirklich unterstützenden Ansatz, wie kann ich das Thema der Community wirklich richtig leben? Also wie kann ich helfen? Wie kann ich dieser Community helfen? Natürlich wäre das perfekte, in Anführungsstrichen perfekte Beispiel, dass man sich ganz klar öffentlich bei Statements gegen gewisse Parteien richtet, gegen gewisse Richtungen strebt, gewisse Aussagen und Statements von sich gibt. Das Problem ist aber, dass wir in Deutschland das zum Großteil, und da muss ich wieder sagen, da schließt sich der Kreis von meiner fast ersten Aussage, das machen sehr viele kleine Festivals. Die haben sehr viel Arsch in der Hose, in Deutschland zu sagen, wofür sie stehen, was sie tun und haben nicht die Angst davor, das könnte mich gerade Zielgruppe kosten. Das haben meiner persönlichen Meinung nach die großen Festivals zu sehr. Das sehe ich. Ich arbeite auch im europäischen Ausland bei Marken oder für Festivals oder Corporate-Marken. Da sehe ich das nicht so extrem wie in Deutschland. In Deutschland hat man sehr viel Angst, mal ein Statement zu setzen. Ob das jetzt ein Statement on the ground ist, ob das ein Statement ist auf Social Media, ob das ein Statement mit einer Marke zusammen ist, das ist in Deutschland echt, muss ich sagen, da habe ich manchmal das Gefühl, ich bin noch in den 90ern, wie wir dann so, nee, okay, lass uns mal lieber nicht tun, bevor wir da irgendwie einen Backlash haben und dann brechen uns Ticketzahlen ein. Also das ist so ein Punkt, mit Vereinen zusammenarbeiten. Viele Festivals heutzutage haben so Non-Music Areas. Bildet einen Bereich, wenn ihr den noch nicht habt, wo ihr NGOs genau mit diesen Themen einladet, wo Menschen, die aus eurer Zielgruppe sind, sowieso auf dem Festival sind, vielleicht die Möglichkeit haben, mit einem oder zwei dieser Vereine, Organisationen oder Kollektive in Kontakt zu kommen. Macht vielleicht eine Benefizaktion, dass 10 Cent eures Tickets oder jedes Tickets geht an einen bestimmten Verein und baut über viele Jahre mit einem Verein oder einer Organisation, einem Projekt zusammen etwas auf. Das geht bei einer Aktion von Organspende-Tattoos los und das hört bei hey, lasst uns irgendwie eine Stage neu machen, wo wir sagen, wir bringen dort nur queere Inhalte oder nur Flinter-Inhalte oder nur Trans-Inhalte oder ich will immer nicht die anderen Minderheiten in unserer Gesellschaft auslassen, aber es geht hier um Pinkwashing. Deswegen das einmal dazu gesagt. Da kann das aufhören. Aber tut etwas, was abseits von PR und Produkt- und Marketing-Ebene wirklich einen Mehrwert bietet. Und das dauert wirklich nicht viel Zeit und das kostet nicht viel Geld. Ja? Also selbst bei einem Ticket, wenn ich sage, das sind 10 Cent, die meisten Festivals, mit denen ich gearbeitet habe, die haben die 10 Cent dann natürlich oben drauf geschlagen zu ihrem Normalpreis. Die haben nicht gesagt, okay, die nehmen die 10 Cent von unserem eigentlich gedachten Preis runter. Die 10 Cent sind jetzt eine Beispielzahl. Aber ist egal, dann zahlt es am Ende der Gast, der dann aufs Festival kommt. Trotzdem kann ich im Nachgang mit diesem Geld dann eventuell etwas tun. Und dadurch löse ich natürlich in der Gesellschaft, in dem Umfeld des Festivals, aber vielleicht auch pluraler darüber hinaus aus, okay, die Organisation gibt's. Okay, das machen die. Vielleicht unterstütze ich die dann auch mal mit einer Spende. So kann ich das in die Welt hinaustragen. Das dauert alles seine Zeit. Ich bin ein großer Feind davon, wenn ein Teil aus meiner Community immer alles mit der Brechstange und dem Baseballschläger durchsetzen will. Wir werden die Leute so nicht gewinnen. Das haben wir in den letzten 10 Jahren gesehen. Es entfernen sich immer mehr und mehr und mehr Leute von diesen Themen,
Wir waren mal viel weiter, vor allem in Berlin hier, aber auch in Deutschland, bei der Akzeptanz von Minderheiten. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ein Teil meiner Community, das muss ich selbstkritisch sagen, einfach so ultra und rebellisch geworden ist, alles sofort anzugreifen und nicht mehr die Melodie zwischen der weißen und schwarzen Taste am Klavier zu finden. Ich sag mal so, ich mache das natürlich auch für Marken, weil ich auch Marken berate. Gerade das Thema mit der Mastercard. Ich habe diese Two-Name-Card mitentwickeln dürfen. Das ist für mich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal in Meetings gesessen mit Mastercard und mir sind die Tränen gekommen, weil ich das so schön fand, dass ich Menschen, die aus meiner Community sind, die nicht binär trans sind, endlich ihren Dead Name, den sie einfach nicht mehr benutzen wollen, nicht auf ihrer beschissenen Kreditkarte mehr drauf haben. Das war für mich ein absolutes Herzensprojekt, das über Jahre mit zu begleiten. 5 Jahre hat das gedauert. 5 Jahre, bis da mal die erste Pressemitteilung rausging. Aber das war so ein geiles Gefühl, das zu tun. Von heute auf morgen wird es nicht funktionieren. Aber von heute auf morgen kann ich mal eine E-Mail an den CSD-Verein senden in meiner Stadt, wo mein Festival-Event stattfindet und denen sagen, hey, sag mal, wie kann ich denn euch eigentlich unterstützen? Ja? Kann ich euch vielleicht aus meinem Kosmos von KünstlerInnen, ganz viele Festivals haben ja, ganz viele große Festivals, haben ja Unternehmen, Holdings dahinter, die ja wieder auch im Artist-Bereich unterwegs sein. Hey, kann ich mal mit meiner einen Artist, die vielleicht irgendwie gerade so mittelgroß ist, sprechen, ey, hast du nicht mal Bock, da auf einer Bühne aufzutreten? Damit kann ich doch diese Community unterstützen, weil die macht wieder medialen Aufwand, womit dann wieder vielleicht die Forderungen aus der Community, aus dieser Stadt entstehen. Ja, so habe ich das in Berlin beim CSD gemacht. Ich meine, ich habe 5 Jahre lang daran gearbeitet, dass ich Herbert Grönemeyer auf dieser Bühne habe. Was haben die Leute danach zu mir gesagt? Das ist kein queerer Mensch. Da habe ich gesagt, aber der war in jedem Medium und mit jedem Interview, was ich darüber gegeben habe, habe ich gesagt, wir drucken das nur ab, wenn 2 meiner politischen Forderungen damit reinkommen. Ansonsten kriegst du kein Interview mit Herbert oder mit mir. Wir haben danach 440 Interviews gehabt, wo der Otto-Normalverbraucher in Deutschland in der Zeitung oder online lesen konnte, was fordern die dann eigentlich aus dieser Community. So musst du meiner Meinung nach auch mit Festivals rangehen und nicht nur mit den CSDs. Wie kann ich wirklich etwas bewirken, auf kleinstem Weg, auf mittlerem Weg oder aber am Ende vielleicht auch mit einem monetären Support. Manchmal musst du ja gar nicht Geld geben, weil du dann denkst, okay, was machen die mit dem Geld? Frag doch die einfach in dem Verein, braucht ihr gerade vielleicht neue Scheiben oder eine neue Tür oder habt ihr irgendeine Rechnung, die wir übernehmen können? Schreibt die Rechnung um auf unsere Firma und wir übernehmen das für euch. Damit kannst du unterstützen. Und das kannst du über Marketing dann auch sehr wohl und gut über PR und Pressemitteilung auch tun, nutzen und nach außen kommunizieren. Weil das ist ein Sprachrohr, womit du ein Statement abgibst als Marke. Okay, also halten wir einfach mal fest. Es heißt sozusagen, um Pinkwashing entgegenzuwirken, es ist ein Prozess. Du kannst nicht einfach sagen, so und jetzt ist mein Festival gleichberechtigt und divers und dann ist das alles gemacht. Also geht es so ein bisschen darum, dass man theoretisch oder auch in der Praxis dann eher gesagt, intern anfängt, vielleicht dort die ersten Strukturen verändert, eventuell queere Personen aus der Bubble mit dazu holt, vielleicht, was sagst du so, würde es Sinn machen, Workshops zu geben, die vielleicht dein internes Team erstmal ein bisschen mehr aufklären, falls die Aufklärung noch nicht vorhanden ist? Workshops geben ja, aber nur unter der Prämisse, dass man nicht versucht, intern das Rad neu zu erfinden. Es gibt sehr, sehr viele Vereine, es gibt sehr, sehr viele sehr kluge Menschen, die für genderspezifische Sprache, inklusive Sprache, diskriminierungsfreie Themen, wie kommuniziere ich in einer Pressemitteilung, wie kommuniziere ich auf Social Media, die Ahnung davon haben. Hol dir die Leute rein, explizit, denk dir, wenn du Mensch bist, okay, ich bin eine Marketingleitung oder ich bin eine Bookerin oder was auch immer es ist, überleg dir, okay, ich habe Budget XY, davon nehme ich vielleicht 5%, was kann ich denn mit diesen 5% jetzt vielleicht intern einmal anfangen? Das wäre für mich das erste Jahr. So habe ich das gemacht. So habe ich das auch im Brand und Strategie bei der Firma, mit denen ich in den letzten Jahren sehr lange gearbeitet habe, habe ich gesagt, ey, wollen wir nicht mal mit dem Thema etwas machen? Dann haben wir eine komplette Arbeitsgruppe daraus entstehen lassen, wo sich freiwillig bestimmte Menschen im Team daran beteiligt haben. Wir haben erstmal einen Guide aufgesetzt, wie diskriminierungsfreie Sprache sein kann. Ja, wir lachen manchmal in Deutschland darüber, das merke ich immer wieder in Teams-Call, in Zoom-Call oder sonstiges, wenn die Leute dann sagen, da steht jetzt Thomas und dahinter steht dann he, him. Ja, dass das jetzt vielleicht für den deutschen Otto-Normalverbraucher Thomas, dass da he, him normal ist, aber wenn dann irgendwie ein asiatischer Name da steht, dann ist das nicht unbedingt ein Diversifizierungsthema, sondern ich weiß einfach mal, spreche ich dich mit er, sie oder einem anderen Pronomen an.
Da geht es gar nicht darum, dass ich es automatisch für mich empfinde. Warum steht denn da jetzt He dahinter? Da steht doch Thomas, so offensichtlich. So, das ist halt nicht in allen Namen so. Ansonsten glaube ich, dass vieles in den großen Firmen, muss man dann wieder sagen, über die Personalbüros gehen muss. Es muss von außen dort, glaube ich, erstmal bei diesen Departments Workshops begangen werden, bevor sie verstehen, wie wichtig ist es denn für andere Abteilungen. Weil wenn die nicht verstehen, was das als Struktur bringen kann, ich meine, sorry, es gibt wirklich, ich glaube mittlerweile 4 oder 5 Studien aus dem letzten Jahr, die belegen, dass diversifizierte Teams Wealth und Growth bedeuten. Das ist egal, von welcher Industrie man da ausgeht. Und mit welchem Argument kann ich die Geschäftsleitung oder die Menschen, die das Budget nicht am meisten überzeugen, wenn ich sage, das kann Wachstum, Ticketverkäufe und Sonstiges bedeuten. Oder dann auf Markenseite Produktkäufer. Aber das Problem ist, dass die Menschen, die das entscheiden können, sich leider zu wenig mit dem Thema beschäftigen. Okay, das heißt also, es bedarf auf jeden Fall auch generell einfach noch Aufklärung und sozusagen, dass ja, dieses ganze Thema irgendwie einfach weiter behandelt wird und auch besprochen wird. Genau, ich muss mir nicht 18 unterschiedliche Vereine, NGOs oder Workshops reinholen. Vielleicht holt man sich auch manchmal nur einzelne Personen rein, die man in seinem Umfeld oder in seinem Unternehmen hat, um da mal nachzufragen, hey, was wäre denn aus deiner Meinung nach, mal abseits deiner Rolle, die du jetzt hast, was könnten wir denn tun? Das Rad muss nicht neu erfunden werden. Ja? Also wir sind keine Aliens. Es hört sich eigentlich so an, als könnte man das so theoretisch ganz niedrigschwellig umsetzen. Aber es ist ja, wie du es jetzt auch schon mehrfach irgendwie auch angesprochen hast, schon so, dass es teilweise personelle und auch finanzielle Hürden dafür gibt, um wirklich aktiv richtig divers zu werden mit der eigenen Veranstaltung. Wie könnte man vielleicht diese Hürden abbauen? Hast du da irgendwie Ideen? Ich denke da jetzt zum Beispiel dran, macht es irgendwie Sinn, speziell Förderungen zu beantragen? Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn du bei der Initiative Musik eine Beförderung beantragen willst, wie zum Beispiel Live 500, dann haben die ja sozusagen auch, also die Anforderung, dass du die Diversitätsquote erfüllen musst. Glaubst du, es macht Sinn, dass man gezielt sozusagen als Festival beispielsweise versucht, bei den richtigen Stellen anzufragen nach Fördermitteln, um dann beispielsweise diverser booken zu können? Jein. Also erstmal, ich finde das wirklich toll, was die Initiative Musik tut. Ich mag sehr, wie dort über unterschiedliche Förderprogramme vom BKM Gelder geschaffen werden. Wir haben einen anderen Twist bei diesem Förderthema. Ich bin großer Freund davon, wenn Fördertöpfe da sind, mach es. Das Problem liegt doch aber in anderer Natur. Ich bin auch in mehreren Vereinen aktiv, von Vorstand über normal ehrenamtliches Mitglied. Und man stößt ja immer dann doch im Verein oder in einem kleinen Festivalkosmos, zumindest mit vielen, mit denen ich mal sprechen durfte. Nicht unbedingt viele, mit denen ich bisher gearbeitet habe. Ressource Zeit, Ressource Personal, diese ganzen Sachen durchzulesen, diese ganzen Anträge zu schreiben, das Ganze dann durchzuführen, das Ganze auszuführen, das Ganze nachzubereiten und das Ganze dann wieder finanziell und monetär, buchhalterisch abzumoderieren. Dafür kannst du ja manchmal schon eine Person einstellen für das Geld, was du eigentlich dann über das Förderprogramm bekommst. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist Bürokratie, Wüste, ich weiß gar nicht, ob ich es Wüste nennen will, das ist schon fast Mars, Deutschland. Wir könnten so viel mehr, wenn wir gewissen Pilotprojekten oder Organisationen die Gelder zur Verfügung stellen würden und die intern das anders entscheiden können. Wir juryieren uns manchmal zu Tode, habe ich das Gefühl. Und ich habe häufig in Vereinen gesessen oder an Projekten gearbeitet und ich würde sagen, in 70% der Fälle habe ich mich im Nachgang dazu entschieden, keine Förderung zu beantragen, weil das wirklich so viel Aufwand und Arbeit ist für den Diskurs, dass du ja doch dann 4 Monate lang, 5 Monate, 6 Monate zum Teil manchmal an einer Sache arbeitest, von der du gar nicht weißt, am Ende wirst du genommen, bekommst du das Geld und dann musst du Menschen 6 Monate dazu begeistern,
ehrenamtlich für etwas zu arbeiten, was am Ende vielleicht nicht mal eine Geburt wird. Und daraus entwickelt sich so ein Problem, was auch viele Vereine oder kleine Festivals haben, dass dann das Volunteer Management oder die Menschen, die Volunteer-Arbeit machen wollen, nicht mehr so attraktiv ist und wird. Mag andere Beispiele geben, es ist nur jetzt aus meiner persönlichen Betrachtung so, dass das leider auch zurückgeht. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir in Förderprogrammen oftmals zum Teil auch in Entscheidergremien Menschen sitzen haben, die dann doch aus einem gewissen Lobbybereich kommen und dann doch auch immer so häufig die gleichen ausgewählt werden oder 80% die gleichen, weil kennen wir ja, da haben wir jetzt nicht unbedingt was zu befürchten, was das BKM am Ende dann irgendwie sagt, oh, da haben wir jetzt ein Problem mit, weil da ist ein Inhalt, der ist uns zu politisch nicht zu nah an unserer Partei, die das Ministerium gerade führt. Das Problem gibt's. Und das gab es schon immer und das wird es auch in Zukunft geben. Und das hängt nicht damit zusammen mit der Partei, die es aktuell führt, sondern mit jeder, die es bisher geführt hat. Jeder hat dann eine Problematik, wenn es abseits ihrer politischen Richtung geht. Aber das wäre jetzt zu weit ins Institutionelle. Aber ich glaube, dass Förderungen können etwas verhindern, können etwas verändern, nicht verhindern. Sie können auch was verhindern, freudscher Versprecher. Sie können auf jeden Fall etwas erreichen, vor allem, wenn Sie Regeln aufsetzen, dass gewisse Struktur in einem Booking-Programm sein muss, was ja dann meistens der erste Ansatz ist, oder dass ein Festivalgelände einen gewissen institutionellen Vereinsinhalt haben muss, der nicht musikalischen Inhalten hat. Ich glaube aber, dass es mehr bringen würde, wenn wir die Gelder oder die Struktur, wie die Gelder vergeben werden, entbürokratisieren. Aber ich glaube da leider nicht mehr dran in Deutschland. Das tut mir leid. Ich finde, das war schon mal ein ganz interessanter Einblick eigentlich. Wenn du dir jetzt vorstellst, sozusagen, nehmen wir mal das Beispiel des Kiezkulturfestival, wo ich ja auch Teil von bin. Ich würde sagen, wir haben schon ein recht diverses Line-Up und ein diverses Booking und wir gucken irgendwie auch, dass wir beispielsweise beim Kulturprogramm irgendwie auch queere Personengruppen mit repräsentieren, was auch immer. Was glaubst du, könnten wir machen, um sozusagen die richtigen Werte noch mehr an unser Publikum weiterzutragen? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute das Line-Up vielleicht gar nicht dann tatsächlich so wahrnehmen, als wäre es wirklich divers oder dass es gar nicht, also dass es nicht als was Besonderes empfunden wird. Und wie könnte man so ein bisschen vielleicht die Zielgruppe oder die Besuchenden noch tiefer erreichen? Fühle ich das Problem. Wenn du dann sehr viel Inhalt hast, dann scheitert es häufig daran, oh Gott, jetzt haben wir so viel Inhalt, den wir auch noch kommunizieren müssen nach außen. So, wie kommunizieren wir das jetzt alles, dass die Leute sich nicht denken, boah, ich lese jetzt gerade ein Magazin, anstatt mir kurz irgendwie über 3 Sekunden eine Information zu hören, weil das ist nun mal auch leider ein Thema, die Lesezeit oder die Aufmerksamkeitsspanne wird von Jahr zu Jahr geringer. Also mittlerweile musst du ja schon irgendwie im ersten Sekundenjob nur noch über Videos, keine statischen Bilder oder sonstiges mehr haben. Musst du alles kommuniziert haben, was du eigentlich sagen wolltest. Wird ja nicht zu lang, aber wenn du ganz kurz bist, dann, ey, wir wissen gar nichts über dich. Boah, wie kann man Werte transportieren? Ich glaube, Werte kann man nur transportieren, wenn man sie über einen längeren Zeitraum lebt. Das wird nicht passieren, wenn ich heute anfange, also ich würde sagen, wo ich das erste Mal für mich ein Gefühl hatte, in einem Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, oder eine Marke oder ein Festival, was ich beraten durfte oder im Operativen beauftragt war, glaube ich, war das Kürzeste, wo ich wirklich ein Gefühl hatte von, boah, krass, ja, hier haben wir jetzt gerade irgendwie was, oder hier hast du gerade was angestoßen und das hat so eine Welle genommen. Boah, das hat so 3 Jahre gedauert, als ich das erste Mal als Gefühl hatte. Und das war aber zu einer Zeit, 2005 bis 2010, wo das in der Gesellschaft ganz anders angenommen wurde. Ja? Also wo es okay war, in der Berliner U-Bahn, selbst in der U8 irgendwie Hand in Hand zu sitzen, was heute ein Problem ist. Das muss man einfach so sagen. Und ich glaube, dass wenn man das auf Festivals macht, das sage ich nochmal, ich glaube, je kleiner das Festival ist, umso mehr machen sie, wenn man es nur ins Verhältnis oder also ins Verhältnis setzt zu den großen Festivals, nur weil die dann mehr Reichweite haben und mehr Leute erreichen, heißt ja nicht automatisch, dass sie dadurch auch mehr getan haben. Ja? Also
kleine Festivals, mittlere Festivals, Festivals, die viel auf Volunteerstruktur arbeiten. Ich glaube, man muss leben. Man muss Kultur und Werte kannst du nur leben, um sie wirklich umzusetzen. Und da sage ich nochmal, und das auch selbstkritisch an meine Community, es wird nicht klappen, wenn ich alle 10 Punkte im ersten Jahr erreichen will. Das funktioniert nicht. Dann machst du alle Sachen nur zu 20%. Okay. Finde ich ganz wichtig, was du gerade auch alles gesagt hast. Ich dachte mir auch, was mir gerade so in den Sinn gekommen ist, irgendwie, wie man vielleicht auch niedrigschwellig das Publikum auch gut erreichen kann. Und so machen wir das beispielsweise auch, wenn du einfach die Plakate an die Wand hängst, wo deine Awareness-Regeln oder also dein Code of Conduct irgendwie sozusagen draufstehen und du damit den GästInnen auch vermittelst, was die Werte vom Festival sind. Oder findest du, das ist dann jetzt vielleicht schon ein bisschen zu niedrigschwellig oder zu wenig Effort? Grenzt es dann auch schon wieder an Pinkwashing? Boah, Awareness. Ich habe letztes Jahr hier so ein Panel gehabt und bei der Eurosonics vor 2 Jahren. Ich habe damit ein ganz starkes Problem, weil für mich das Thema Awareness ein Vermarktungsthema geworden ist, statt ein Thema, was man umsetzen muss. Es ist schön und es ist wichtig, wenn man seine Awareness-Regeln vorab in den FAQs kommuniziert, vorab in einem Newsletter kommuniziert, auf dem Festivalgelände kommuniziert. Nur die große Problematik, die ich wirklich ankreiden muss, ist, dass Awareness-Arbeit im Vergleich zur Security-Arbeit in Deutschland nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das verstehe ich nicht. Warum gibt es Vorgaben für Sicherheitsfirmen mit irgendwelchen Scheinen, mit einem 35er und so weiter Schein, aber es gibt sie nicht für Awareness? Und das leitet wieder oder das resultiert wieder zu diesem Punkt, dass dann bei den Festivals das nicht als notwendiges Element wahrgenommen wird, weil Awareness ist auch Sicherheit. Nicht nur die Security-Sicherheit, die irgendwo an der Tür, am Einlass oder sonstiges passiert. Ich finde, da muss viel mehr Lobbyarbeit betrieben werden, dass das ein elementarer Bestandteil von Festivals, von allgemeinen Veranstaltungen werden muss. Aber jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich ein großes Problem damit habe. Die meisten wickeln Awareness-Arbeit über Volunteers ab. Und ich habe es häufig schon erlebt, in Club-Kontexten, in Festival-Kontexten, selbst bei Preisverleihungen, da sitzen dann irgendwie die 19-jährigen Menschen, die dann meinen, und das ist schön, dass sie das machen wollen, aus einer Volunteersarbeit. Aber wenn ich dann mit einem wirklichen, ich habe vor 4 Wochen bei einem Event tatsächlich einen sexuellen Übergriff gehabt, der bei der Tat erwischt wurde. Und ich kann mir dann einfach nicht vorstellen, dass da ein Volunteer, der nicht bezahlt wird für seine Arbeit, das finde ich das andere Problem dabei, dann mit einer möglichen Vergewaltigung oder einem sexuellen Übergriff zu handeln hat. Ich finde das ganz arg schlimm, dass wir solche Themen so seitwärts abwälzen, ja, wir packen das mal in unsere FAQs oder im Newsletter einen Tag vom Festival dann an Stelle 36, was leider die meisten Großen machen, das muss man einfach sagen. Und dann sind die Menschen, die dort vor Ort sind, oftmals nicht bezahlt oder es sind einfach nicht genügend Menschen da für wirklich die Anzahl an Besuchenden, die da sind. Deswegen ich bin großer Fan davon, das zu tun, aber ich finde, wir machen es bei den meisten Festivals oder bei den meisten Eventstrukturen einfach nicht richtig. Und ich würde mir wünschen, dass das endlich ankommt, dass das eine verpflichtende Sicherheitsthematik wird, dass wo ein Event eine Sicherheitsstruktur über eine Sicherheitsfirma haben muss, auch eine Organisation, eine Firma aus dem Awareness-Bereich sein muss. Ich finde, da hast du wieder eigentlich einen sehr wichtigen Punkt aufgegriffen, aber das bringt ja uns auch wieder zu dem, was du eigentlich schon die ganze Zeit sagst, dass die finanziellen Hürden da irgendwie so ein bisschen im Weg stehen, um das wirklich... Das wird zuerst gecuttet, das Budget. Das wird zuerst gecuttet, das Budget, Awareness-Budget. Ja. Alles erlebt. Ja, ich kenne es leider aus der Praxis auch, deswegen muss ich so grinsen gerade schon wieder, weil ich die Praxisnähe da auf jeden Fall kenne. Wir haben jetzt tatsächlich nur noch 2 Minuten. Und ich würde das Interview gerne positiv abschließen. Und ich finde, wir haben das eigentlich schon ganz gut hinbekommen, jetzt zum Ende ein bisschen die Kurve zu kriegen zu Handlungsoptionen, die du hast als Veranstaltende. Wenn ein Festival morgen anfangen möchte, etwas zu verändern und diverser zu werden, was wäre deiner Meinung nach der wirkungsvollste erste Schritt? Da gibt es keinen ersten Schritt. Das muss ich leider so sagen.
schreib deine Werte einmal auf. Sprich mit den Menschen, die das Festivalkonzept geschrieben haben, mit denen, die es nach außen kommunizieren müssen und mit denen, die es inhaltlich buchen. Mal abseits davon, dass die Dienstleister beauftragen, aber diese Personen setzen sich einmal zusammen und was wollen wir uns als ein Kernthema rausnehmen, um es zu diversifizieren. Und das kann auch das Thema sein, dass ich nicht mit Marken zusammengehe, die sich nur zum Pride Month in eine Flagge hauchen. Okay, danke. Das könnt ihr euch jetzt alle mitnehmen, also, falls euer Festival noch diverser sein sollte oder werden möchte. Fangt klein an. Wir haben ja eigentlich jetzt auch viele Handlungsoptionen irgendwie mitgenommen aus dem Interview, hoffe ich. Wir haben nicht mehr wirklich Zeit für ein Q&A, aber ich würde trotzdem mal fragen, hat noch jemand hier aus dem Publikum Fragen an Patrick? Okay, Feierabend. Scheinen alle inhaltlich glücklich zu sein. Ihr habt es gut gemacht. Hey, vielen, vielen Dank. Ja, danke. Das war gerade mega bereichernd. Ja. Danke. Danke auch dir. Ja, danke auch dir. Seid ihr noch ein bisschen da, falls sich das doch noch jemand anders überlegt mit den Fragen? Ja, okay, perfekt. Also wir wissen ja, Netzwerken steht im Vordergrund. Die beiden sind noch da. Vielen, vielen Dank, Mara. Vielen, vielen Dank, Patrick. Das war schön. Wir machen gleich weiter und werfen einen Blick in das Youth Program von Europe. Das lohnt sich sehr. In einer Viertelstunde geht es hier direkt weiter. Also bis gleich. Vielen Dank.
Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserer Campus Stage. Mein Name ist Mia und ich heiße auch alle Menschen im Stream sehr, sehr herzlich willkommen. Wir bleiben dem Thema der Festivaljugend und der nachfolgenden Festivalgestaltungsgenerationen treu und schauen einen Blick auf Europe. Europe ist ja der Verband für Popmusikfestivals in Europa mit Mitgliedern in 31 Ländern. Ich bin mir sicher, ihr werdet gleich noch mehr zu Europe erfahren. Und Europe hat ein ganz, ganz tolles Austauschprogramm. Da dürfen nämlich Menschen, die bei Festivals arbeiten, bei anderen Festivals sozusagen reinschauen, bei dem Programm teilnehmen, wichtige Erfahrungen teilen und vor allen Dingen eben auch in die jeweiligen Gegebenheiten der unterschiedlichen Länder tief eintauchen. Ja, und genau von diesen Erfahrungen dürft ihr jetzt profitieren, denn dafür haben wir 2 Teilnehmende aus dem Programm, aus dem 3F Youth Exchange Program. Und dann haben wir auch noch Alexandra van Samson. Sie ist die Moderatorin der nun folgenden Runde. Und ich darf dich, liebe Alexandra, gemeinsam mit Paul und Monika zu mir auf die Bühne bitten für unseren nächsten Gesprächspunkt und euch um einen herzlichen Applaus für die 3 bitten. Vielen Dank. Schön, dass ihr alle da seid. Wir hatten ein bisschen eine Sprachverwirrung tatsächlich. Deswegen würde ich einmal zu Beginn kurz in die Runde fragen, ist für euch Deutsch die angenehme Sprache für alle oder ist es für irgendjemanden auf Englisch besser? Weil ich glaube, English for you. Is everyone fine if we speak English in this panel? Is anyone not okay with us speaking English in this panel? No, because we said we make it very open and then we swap to English. I know that Monica is a little bit more comfy when we speak English. And if you guys don't mind, and we have one person who prefers English, it's totally fine to have it in English. And I hope no one in the live stream is like, I thought it would be in German. So, welcome to the panel about the fabulous Youth Exchange Program, and all the 3 of us are really happy we have the chance to talk about it. Unfortunately, we just have 45 minutes, and I know everyone could blow this. I would like to start to introduce the wonderful 2 young professionals who went on the exchange this year. Before I say a little bit about my person and especially about Europe, who invented this whole program. So, Monica, it would be great if you might say some words about yourself. Yes, first of all, thank you for the chance to be here today. I'm Monica. I'm currently at the end of my studies in music and creative industries in the Pop Academy in Mannheim, Baden-Württemberg. And I'm also working for Sofia Live Festival, at the time mainly online, but when the festival takes place, I'm on site, of course. And I also work for SOA Live Music Conference. This is like the biggest showcase music festival in Bulgaria. And yes, additionally to that, I'm also part of one initiative called Bridging Balkan Borders, which aims to connect music business professionals in the Balkans region. And we also organize music songwriting camps for emerging artists. Thank you very much. How about you, Paul? Hi, I'm Paul. Also, thank you for having the opportunity to be here. I'm a freelancer. I work on music festivals. Most importantly, I work for Lollapalooza Berlin and for Superbloom Festival in Munich. And what I'm doing there is I'm doing event operations. So I'm part of the festival management team, and I'm doing all kinds of stuff to connect all different departments so that in the end we have a festival that is cohesive and is working well. And yes, I'm based in Berlin, and for the youth exchange I had the chance to go to Paris, but we're coming to that later. We definitely will. My name is Alex, and I'm very proud to be able to be the host today. I work for different event organizers in all different kind of events, like stadium shows, festival, small events, theaters, exhibitions, everything.
but I am part of Europe as well, and especially in the Yes Group. I'm not going to bore every one of you when I'm talking about 1.5 hours about the Yes Group. We are the Europe Event Safety Group, and we usually deal with event safety, health and safety, but safety and security by all means. But I would like to introduce a little bit of the Europe organization to you guys. I will make it very briefly. So Europe is the European Festival Association with a lot of festivals internationally from all around Europe being combined in there. So they are like, I can't see. It was founded in 98, and right now it's 138 festivals and associate members coming out of 31 European countries. So it's really a broad variety. And once a year we have a festival conference, which took place last year in Portugal. So whoever is working for a festival which is part of Europe, get involved, because the idea is to exchange knowledge, thoughts, create a community to vote for all of our goals together and have a stronger voice with, getting in an association. So under Europe, we have the Yes Group. I just said some words about it. It's Take a Stand, some EU projects, the 3F, which is Future Fits Festivals, and the Youth Exchange Program is part of that. We have the Festival Awards. Go Group is about greener festivals. Wire, it's a very new one, actually, we are having. So there are quite some activities under the roof of Europe. Future Fits Festival. This is actually the working group or the part where the Youth Exchange Program falls underneath it. So we are already in the 2.0 part. We started quite some time ago. So it's a 4-year project with different kind of projects we have underneath it. So, and it's all about resilience, responsibility, relevance, and resistance to create festivals that can survive, let's put it like that, make them future fit. This is why the word was chosen, and it's co-funded by the European Union. So this is why we make programs, we write reports afterwards, we ask the exchangers how it was, they write a report about it, etc. Challenges of the futures. One of the challenges we definitely have is that we are lacking young people who would like to work in the industry and would like to get a broad variety of different fields to work in. And so we were really thinking about, this is how it came up to create the Youth Exchange Program, because this was one of the biggest challenges we are having. The 3F project, very briefly, is of course not just about how to get young people into the industry. It's about responsibility of festivals. It's all the challenges. How can we match what's going to happen in the future? We all know that our audience numbers are going backwards, unfortunately. So we have to do something to make all of our events, and it's not just festivals, but big events, future fit. And what can we do that festivals are still playing a relevant role? Because festivals are known for having fun, building a community. You are on site for 1, 2, 3, 4 days together, having a good time all together, being part of a community which are celebrating life, music, arts, depending on the festival. Resistance, of course, as well. This is where the Yes Group usually fits into it. So the focus topics are safety and reliability, Yes Group, climate exchange, diversity, equity, inclusion, and digital transformation, of course, because this is a very, very important part. There are quite some activities through 3F. Whoever is interested in that, please go on the europe.org webpage and you can have a look
what activities are falling under the 3F project. And I don't want to steal our time by telling you more things about not being the youth exchange program. So the youth exchange program was founded, I think it was 3 years ago, by the YES Group, because we realized, in health and safety, safety and security, we are really lacking young people. We need young people. What can we do to get them interested in our field? And that's a fun part to work in safety and security. I see a lot of faces like, yeah, right. Well, I love it, so to say. So this is how we founded it, but we realized it should be more open, and this is when the mothership Europe hopped in, and this year actually was then our first real year where we had festivals and exchanges. So we had participating festivals, meaning festivals taking a young professional from one of the other partner festivals and showing them around, show them how their festival works and different structures. So we had as participating festivals Electric Castle, Eurosonic, Das Fest, Nature One, Provinci, Rock on Seine, where Paul was, Das Fest, Monika were at Das Fest, Roskilde, Sofia Live, Super Bloom, Taxirad, and Gypsy Rock. I would like to tell you a little bit more before I come to the selection criteria, why or what the idea for the youngsters, I call them youngsters, I'm very sorry. I know both of you and all of the others are not youngsters in a so way, but you're young professionals. And the benefit for the young professionals, it's pretty much on hand. You know, they get to see other festivals, they get to see other countries, they get to see other organizations, etc. But how about the festivals? And this was one of the points where we were really working on. What's the benefit for the festival taking someone from outside? Because it is work. You have to have someone who is showing them around, who is getting them into the organization. But in the end, it really worked out for all the festivals as well. It gives them a new spirit as well. They get new input into their organization as well. When someone with a totally different approach gets in and it's like, oh yeah, you are in Bulgaria, but I'm coming from Germany, and you know, we are doing it A, B, C, D, E, and now I see you are doing it D, E, F. Oh, that's interesting. Let's see what we can mutually implement into our organization. So it really turned out that both parties have a huge effect out of it. Of course, we had to find some criteria how we can select people, because we got really quite some applications, and we were so sad we couldn't give everyone who applied a place, because for every participant we need a festival as well. So whoever is sitting here from a Europe festival, spread the word. It's fantastic as a hosting festival to have a young professional on site as well. And it was not just fun for you, it was fun for the festivals as well. And they really, really had the benefit out of that as well. Of course, we had to put some criteria to select. So age was one of it. I'm not saying what it is, because this might change this year. The geographical spread, you know, we didn't want to have like one, we just do it in the northern countries or in the eastern, western, southern, but we wanted to have a kind of evenly spread around Europe. Of course, the gender balance, which worked out pretty well as well. Only one applicant per sending festivals, because we know this was quite a problem as well. There were festivals where 3 people wanted to apply, and we're like, yeah, but we all want to go, and we all want to spread all over Europe. We were always trying to send the applicant to their preferred festival, so they could put in where they would like to go, and we asked them to hand in 3 options, so it's A, B, C, and really try to make it as the choice as good as we could. Then the availabilities and the job. It's like, for example, when someone is working on production, we would not send them to a festival to work in production there as well, because that would be kind of like a little bit boring. It was more the idea of,
If you're in production, go to marketing, go to booking, go to security, go to safety, go to awareness, go to, you know, to widen your mind and to broaden your perspective. And we asked the applicants to put in what would be your number one interest, two interest, third interest, so we can spread as well, you know, to try it, to get it as good as we could. And each applicant had to write a motivational letter, so we could make sure it's not like, yeah, I just want to go somewhere else and party. We really wanted to know what's driving you, that you would like to go to another country. And the exchangers had to write a report afterwards. So they were asked to make pictures, to write about their experience, to make sure everyone is really in there with full heart and full motivation. This is just an overview about all the nice young professionals we had this year. We see Monica as the second one at the bottom, and Paul as the first one at the bottom, and we see the others which were part of that as well. But now, I would like to come to the core of this panel, which are Monica and Paul, and I would like to start with Monica. Monica, what was driving you to apply for the Youth Exchange Project, and what are you doing on your festival at Sophia Live Conference and Festival, and what was your main goal in the others? Yeah, thank you for this introduction. Well, it's just a great opportunity overall to go and experience something different. And my motivation was mainly to step out of the marketing role in which I'm used to be and go a bit out of the monitor of the computer and just experience the production of a festival. Still as a child and as a teenager, I've been thinking about, well, maybe event management would be my thing. Then somehow my path guided me towards marketing and communications, still in the music field. But this was a chance for me to experience exactly this different kind of work, the communication with the people on site, and just to experience different dynamics. So, yeah, I can maybe share you just by the pictures about my experience at Das Fest. As I mentioned, I'm currently studying in Mannheim, and therefore Das Fest in Karlsruhe was a very good option to just be easy approachable for me and to also experience a much higher scale festival than my home festival, Sophia Live Fest. The concept of Das Fest is also pretty different than Sophia Live Fest. Sophia Live Fest takes place in the capital in the country. It's rather an alternative festival, so the audience as well is pretty different and specific, audience that listens to more niche music. And Das Fest on the other side is rather like family-oriented festival, which turned out to be like the holiday of like Karlsruhe, I would say. It was just inspiring to experience the people from the region actually going and celebrating music. And my main activity was as part of the hospitality team. On the picture in the corner, you can see me and two of my colleagues at the time. It was great to have this look at logistics, at artist care, how the artist village was built, and how artists were welcomed, supported throughout their time in the backstage area, and to the moments they step on stage. And Holger was, who is the General Secretary of Europe, was my mentor on site, and he was using every possibility to take me also out of this role and just bring me to different kinds of meetings so that I can experience as much as possible from all different areas outside of my usual one. So I also spent a day basically shadowing the production manager of this festival,
So with her, I was behind the scenes and following the timings, arrivals, departures of artists, etc. And it was nice to just see this different perspective, comparing like hospitality team's work and then the production manager's work, which is still so close to one another, but having their specific approach towards the work. I was also part of the Take a Stand initiative. There was a booth on site at this festival, and I helped with finalizing the exhibition banners, setting the whole booth, then preparing the guidance material for the volunteers who took part and guided the visitors to this booth. So this was kind of maybe the only activity that was closer to my usual activities. So I felt pretty comfortable with it, and it was also nice and beautiful to take care of the stand. And on the upper side, you see two pictures from the awareness team. I spent a whole day with them. It was maybe one of the most, like on a personal level, one of the most inspiring experiences throughout my time at Das Fest, as I was like immediately immersed into a completely different surrounding. So being with the visitors themselves, something that I haven't experienced. Previously, I've been defining target groups and positioning festivals, but to actually be in contact with them and to support them to have a more inclusive and, at the end of the day, calm experience and to just enjoy their time there was definitely empowering. And as I have more. Yeah. Yeah. Well, actually, I would like to finish about the awareness team. It was exactly as I started working with that team on their awareness point, where the visitors go for help. It was like a deep dive from the very first moment, because there is this rule that whenever a visitor comes to you, you should be the person who should stay in contact with them and support them with whatever they need. A person with anxiety attack came to me directly, and I supported them, and this was just, as I said, just on personal level, so satisfying to just find the way to support the visitor and ensure that they continue enjoying their day there. So yeah, here you can see two more pictures from behind the scenes with the hospitality team, how we took care of the containers where the artists were staying and getting ready for their performances, and also some urgent wishes from the artists related to food that we just quickly had to take care of. Yeah, and as I mentioned, Holger was the person who was responsible for this whole experience. With him, I went also to meetings with artist managers, security briefings, and I also took a look below the stage on how the shots on the sides of the stage are edited in real time. I also quickly took a glance at the marketing team so that I also can still make a comparison there. So yeah, overall, inspiring. You already took all my questions away, while Really? which is totally okay, of course. So as you can see, in Monica's case, Holger was her host, guiding her around. How many days have you spent at Das Fest? Overall, I spent, I think, 6 days. I arrived one day before the start. And yeah, then I was 3 days with the hospitality team, 1 day with awareness, 1 day with the production manager. Yeah, that's it. Thank you very much. Before we go into more questions to you, I would like to give Paul the chance to do the same. We prepared some pictures. Oh, wait. Here we go. Paul went to Rock on Sen. Yeah, so to pick up on the question that you asked her, what the motivation was. So I, like in the role that I'm doing on my festivals, I'm doing a little bit of everything. I have quite a broad field of responsibilities, and I'm like doing a little bit of everything. So I knew that wherever I wanted to go, I would also want to do a little bit of everything to also see how other festivals are doing it.
So for me, it was quite clear that I wouldn't go into a festival organization that is too small, because the festivals I'm working on currently, they're like between 50 and 60,000 people. So I knew, okay, it had to be of a certain size. So I was applying for a couple of European festivals. But Rock en Seine was my first choice in my list, because we had to submit a list of which festivals we wanted to go. And because I grew up in France, I could speak French fluently. So I was like, okay, yeah, let's go to France so to see how things are going there. So this is how I ended at Rock en Seine. I was at Rock en Seine as a visitor over 10 years ago. So I kind of wanted to look backstage and see how that festival works. And yes, so on the top of that screen, you see me and Manon. Manon is also a participant in a youth exchange program, and she's about to go to Eurosonic in January. And yeah, that's the coincidence. She was also kind of my contact person at Rock en Seine. So it was her that I was basically shadowing. She's a project manager also to the festival management, so we kind of had an overlap there. And yeah, what I was doing is I was basically having a full accreditation, but I was like an intern. I kept on saying I'm the Erasmus student. So I was just asking questions to anyone, and everyone was super friendly and super open in Paris. And so yeah, we did a little tour of everything. I was asking different departments how they were doing things, and I went to the brand partnerships team. I was like, hey, how are you doing? What are you doing? What are the challenges that you're facing? And I was basically asking this kind of question to anyone, just to make comparisons between not only our organization but also like national differences, because also France is a different country, so also like regulations are different, and also some of the problems are different, some of the problems are the same, and just, I don't know, to make comparisons between these two organizations. Yeah. Should I switch on? We have some more. Yeah, you can. I mean, these are quite obvious. This is on the stage and in front of the stage. It's too quick. It doesn't. It doesn't allow the one in No, between. it doesn't work with me. No, it does. Yeah, there you go. So yeah, because at the festivals, I'm not only doing operations, the ones that I'm working at, but I'm also in Berlin for Lolla. I'm also doing arts and installations on site, and in Munich, I'm also doing VIP hospitality. So I was also, of course, basically like, okay, looking how they're doing things, what kind of installations are they having, what kind of regulations are they facing on those installations, and how are they treating their VIPs. So I was also kind of on the lookout for that, and that's where that photo of that tree comes from. And in the top left, you see basically the containers, which is the production offices, which is also different to our festivals because we have a full constructed infrastructure there because we're using stadiums. And yeah, in the bottom, you see a photo of me actually working for Superbloom because I went to Paris just a week before Superbloom. So there was still a couple of emails to be replied to. Thank you. Let me ask you, because what we just heard, Monica is usually working in marketing and communication. What was your first wish in which department you wanted to go when you are attending das Fest? I just said that I want to go into production, and this is where I went to in the end. I think in the end they threw you into, well, production can be everything and nothing. So in the end, they gave you like the full range of everything. Paul is working in production, meaning nearly like everything. What was your first choice, first or second choice for your visiting festival? So my first choice was also project management, production, just like basically doing what I'm doing at my home festivals. But then I also said, look, if second wish was like VIP, premium hospitality, that kind of stuff, just because to see also, like to just make the comparison and see how different festivals are facing it. And sustainability also always an interesting topic. And I got all of it because I was really like, I could just go to anyone and be like, hey, can I shadow you for like half a day? Can I see what you're doing? And then they would be like, yeah, of course. And then I could just join them. So I was like, on the side, I could also just decide where I wanted to go and which team I wanted to join, just because everyone was super open and super friendly. Yeah. How many days have you spent in Paris? I think it was 3 full days plus half a day arriving. So yeah, the festival is Wednesday to Sunday, so it's a super long festival. But I was there full time 3 days. Yeah.
What was your biggest outcome of the youth exchange program? Sorry, I'm starting with Monica. What was like the outcome and what was the moment for you? If there was the moment. Well, as I already mentioned, actually, it was about this broadening just my perspective on what it actually inquires that the festival is running smoothly. And the outcome for my future work in the marketing would be to, I was just considering that I can absolutely expand the content that we are creating to just include more of these perspectives. And another thing is, which I realized, is that like production itself in the sense of logistics and or hospitality probably won't be my thing, as I definitely in part of this work missed the creativity that marketing is giving me. And the thing was the theme. So every person was so open and so just friendly and welcoming to immediately take me on with them and introduce me to their work and give their time, even when they work under pressure behind the scenes. So this was just incredible to be in this positive surrounding. That's very cool. Same question to you. I couldn't say that there is that one thing that I took away from it, but just in general, seeing how infrastructure is built in France, how regulations are in France when it comes to contracts, when it comes to how people are employed at festivals, because most of them are not freelancers, they are doing a thing that is allowing them to work in summer and like be off in winter, and it's like kind of funded by the government. So just hearing how government regulations are happening in France as well, that was super interesting. And I don't know, like there's not that one thing that I take away from it, but just like seeing different things and yeah, I don't know. I couldn't tell what the one thing is, but that is definitely something that I take away from it. Yeah. Has anyone of you thought of changing your field of work after you had the possibility? I mean, both of you are, of course, having a lot of insights in your own festivals in all the other departments, but one of the reasons why we invented the Youth Exchange Program was that, you know, get out of your own box, because we all know how it is when we are very deeply into our own work. Yes, of course, we acknowledge that there are people working around us in other departments, but there is always the but. So, and the idea, one of the ideas behind it was to open the mind, to open your perspective. So, question to both of you: did it change anything in your work? You mentioned it already. And did you had a glimpse of a thought saying like, oh, maybe I should go in health and safety, or in, you know, something totally different? For me, I can say that it didn't really change that. You wanted to go in health and safety. I know that part. No, I'm joking. He doesn't. But what is super interesting is also to see how the team structures in different festivals are, because most of the festivals have like grown historically, so they have not always been the size that they are. And some positions are completely different positions that are at other festivals. That was something that to me was super interesting, because, for example, at Rock en Seine, the brand partnerships team is also doing inclusion and everything that comes to sustainability, just because for them they think all of that together. And I have not seen that at our festivals or at other festivals, because most of the time it's quite different. And just to see how the festivals are organized and how the tasks are split, it's just that is something that I thought is quite interesting, because the structures can be completely different from one festival to another. So the answer to my question would be no from your side. You Correct. Didn't think about changing your field of work. Yes, that's the short answer, yes. Monica. Well, for me, it was the feeling that I've experienced was rather absolute appreciation for every field in the festival structure. Changing the field completely, as I mentioned, I wouldn't do that. I like the creativity in marketing. But I also got intrigued into booking. See, there are thoughts. So, do you
Do you think that you just said it, and I think it's a very great point, because this is what I said before. It's appreciation to the other fields you have inside the festival work, and we sometimes, I think for everyone it counts, we sometimes tend to forget that not just my field is the most important one, of course it is, but that other fields are equally important, because a festival or a big event just can take place with the whole team working together and all the different departments working together. So I really think this is something very, very important you said. It's like the appreciation for the other fields you are having, and opening the mind, and always keeping a little bit more when you're in your own tunnel. Wait, there are people left and right with different needs, of course, because other departments have different needs as well. I'm not always very good at that myself. I know that, and I always need like a little poke on, like, it's not just you in your department. Has there been, or have there been moments you found challenging in, kind of like in whatever situation you were, where you said like, oh, that was a hard moment, or that made me think about what I'm doing in general? And with challenging, I don't mean necessarily just you've been in a situation that was challenging, but maybe finding from what you experienced challenges into your work. There was not that moment where I was facing a big challenge, but I was on site when the festival was facing big challenges, and that was interesting to me. So I was in Paris when the whole niqab thing blew up, like with a band that was controversial and politics were getting involved. So basically, when I was in Paris on the festival ground, and the Parisian government said, you need to cancel the band, otherwise we cancel the festival. So then the festival made the decision not to cancel the band, so that the city of Paris actually held back all the funds that they were giving to the festival in the first place. So that's like a six-figure sum, and then so the festival was somewhere between creative freedom and financial liabilities. So that like just to join that and to be on the side while these kind of things are happening, because next thing was, okay, yeah, so we're not only not giving you money, but we're also not going to fund and like to support you on everything that is waste and everything that is security, like all the non-monetary help that is coming from government side. So they were like taking all of that away from the festival, and then they were like, yeah, we might even not give you the permit. So they were like, okay, so what's happening? So I was like, shadowing those crisis meetings, and that was something I haven't had in that form. So that was definitely a learning and a challenge that I was not facing myself, but like seeing to be challenged. If you were able to observe the crisis meeting, was there something you could exactly draw out of for yourself in your daily work, not just crisis, or how strategies to adapt differently to crisis situations, for example? Well, whatever a crisis means. Absolutely, there's all kinds of crises, but like to have the focus on creative freedom, that was a bold decision that I very much respected and that I applauded in my head. I was like, yeah. It's a little bit something like Exit Festival experienced as well this year. So the inner applause for that, to take your stand, actually, stand your ground. Monica, similar situation about, did you have had challenges, even if they're outside, inside, that kind of like was impressing you at that moment? In general, the feedback from the team behind the scenes was that this year this fest was running pretty smoothly. Oh, boring. Marcus! So, I mean, there were quite a few situations which were more dynamic, especially when I was shadowing the production manager, and just we had to like run on time and just see that everything works efficiently and quickly. There was a little bit of rain. This was a small challenge, and it's also specific about this fest with the hill that it gets when there is rain. It's actually
difficult and challenging for the audience standing there, and they shouldn't, like, for example, jump too much or like run around too much so that the safety is kept. So this was something that needed to be communicated, of course, and that I found like it's just impressive that details like this have to be thought of course, for the security of the audience. On a personal level, otherwise, this was my kind of first working experience in German language. So it was empowering for me to see that I'm actually capable to do this in a dynamic setting and to react completely adequately towards the situation, and to be supported by the team and encouraged for this. So this was like a rather personal battle, but also one with a positive outcome in the end. But in the end, it is a point, definitely, I wanted to approach. Anyways, it's like the language. I think you speak French quite well, don't you? So I speak French, but the French I spoke is it's like school French. It's like not like the French that I needed 15 years ago is a different one that I need on-site production. But it was good, like just to speak French again from morning to evening without being interrupted by another language, and just to like think in French again. So that, to me, it was incredibly enriching, yeah. were there times where you guys swapped into English with the people you worked with to make things easier? Never. No. In France, it doesn't really help. That's what you said. Would you suggest other young professionals to go into the pro? It's a mean question, I know, because I know the answer, but what would you say, what are the biggest outcomes if you attend the program? 3 points each, biggest. Okay, 3 big points would be, first, if you want to experience just real contact to a different team dynamics, it's absolutely enriching. Also, go look out of your field of what you've been doing until this moment, because this will provoke, most probably, in you exactly this appreciation for the whole structure of a festival. And another thing is just the insights you gain as knowledge what you can then apply for your work afterwards. Thank you. Paul? Point 1 is people. Getting to know other people who are in the industry in another country, and just to grow your network. It was incredibly it was a great experience, because I think a month later I went to a French music convention and I wouldn't have known anyone, but then I knew people because I worked with them on Ad Hoc en Scène. So point 1 is people. Point 2 is differences. See what is different to your home festival. What is happening? How are people like doing stuff differently? And point 3 is probably seeing what similarities. So like quite the opposite of differences, but seeing what are they facing the same problems? Are they doing things the same way? So there must be a reason they're doing it the same way. So yeah, that's also just something that you can take away from it. And yes, I would do it again. I would love to do that every year. I would love to go to another country next year. Yeah, I know, but it's a sorry no, because we hope we will have a lot of new applicants for the upcoming year. I see you don't have 5 minutes anymore, although we have 4 minutes now, so although we are quite over it. And I would like to give the floor a little bit to you guys out there, if you have any questions, if there are any questions. If not, I have 4 minutes, he just said. Hello, thank you. I was wondering, you mentioned some criteria for the applicants, but are there also criteria for the festivals? So is this an exchange that is fit for all kind of festivals, like small, independent, or public ones? At the moment, since it is part of Europe and the 3F program, which is part of Europe, your festival has to be a Europe festival, because it's within Europe. Otherwise, there are no limitations for the hosting festivals. I think in this cases, you're both from quite big festivals. So for, I think you wanted to go to bigger festivals as well, but it's not a must-have.
Me, for example, if I would be in the age range, I would go to a very small festival actually to, experience how a very small one could work as well with limited resources, because that would be a very interesting part. How do you make things work when you have very limited resources, mainly out of budget? But thank you. No, there are no limitations. Every festival is welcome to be a host. They just have to be in the Europe. Anything else? Anyone else who would like to ask questions? No. Do you would like to say something in the closing, encouraging, like, yes, do it, absolutely? I think you said that already, because Paul said he absolutely would love to do that every year. Yeah, I can just add on to that. Yeah, I would absolutely do it again. I would encourage everyone to do it. It just gives you a lot of input that you can then use on your own festivals as well. Monica? Yeah, I would say it's absolutely no-brainer if you have this opportunity. So yeah, just go ahead and apply. Thank you very much for the two of you. That was really interesting to have the insights, because I didn't really talk to them before that. So I was very curious to listen all about it, what it really means to have that project on the road in the end. So everyone who is from a Europe festival, apply, apply, apply. Every festival, apply, apply, apply. Thank you very much, and I think we are ready for the lunch break. Yes, exactly. Thank you so much. This is your applause. Thank you, Alexandra, Paul, and Monica. Yeah, as Alexandra already said, we're heading over to the lunch break, but after that, in 1 hour, we're staying true to the topic, because we are having a keynote by Misha, who is already here, and she will tell us more about volunteering across borders, how young professionals can co-create Europe's festivals. So we're staying true to the topic. I wish you all a wonderful lunch break. I won't be here after the lunch, but Misha is, and that's the most important. So see you soon. Thank you. One last thing, Roskilde was the first hosting festival. Unfortunately, Maybrit couldn't be here. She was the first host last year, and she went to health and safety. I just wanted to say that. Yeah. And she had a mind-blowing time as well, because Roskilde just showed her through every region of the festival. So if she could have been here, she could have said the same things. Do it, guys. So let's do it.
Okay. Hello. Hello, everyone. My name is Michaela Rigrova, and I will be having the next talk here on volunteering. Mia, who normally is the host of this stage and is introducing everyone, is now hosting another panel, so it is all on me. So we will spend the next 45 minutes together, and of course it will be in English because my German is non-existent, so bear with me. And let's start this talk, which has like fancy title I gave it, from behind the fence, behind the stage, from a wristband to the world, volunteering across borders, because that's what I would like to bring you, show you on example what happened to me thanks to volunteering and what can happen to you and how you can look at it. When we talk, I will sit because I'm a little nervous, so I'll just, let's just talk to each other like this. So when we're talking about volunteering, especially when you Google what volunteering is and you look at the pictures, sometimes it can look kind of course, important, but like boring, you know, tasks, positions, picking up trash, planting up trees, giving out food, holding hands. These are all the pictures we know from the internet. But did you know, on a side note, that birds see themselves differently than we see them? They can see UV spectrum, so they see different colors and patterns. And I hope that this talk will be something like that for volunteering for you, that I will bring a little bit more colors and patterns to what volunteering and participation can be, and especially at festivals and around the world. So volunteering can look differently. It can look like this. This is a temple which was built several years at Burning Man ago at Burning Man in a desert. It was built by hundreds of volunteers. It was many months before for preparations and then on site in the desert. And for the week of the Burning Man, it was the fourth biggest contemporary, like a short-term standing wooden structure in the world, done by volunteers, for volunteers. This is Live Thunderdome. And this is also something made by volunteers, a group of people who come together, have the infrastructure, make the show, take care of the safety and health of all the participants. And so you are actually looking at volunteering. Kind of wild, right? Another example is lamplighters, volunteers who come and every evening take the lanterns and have a procession through the Burning Man event, through the Black Rock City, and with kind of like a ceremony almost, put it around the city on the main roads to lit the way and make it beautiful, and anyone can join. This is also volunteering at Burning Man. This is a little bit different. All these people are actually attending burn of some statue or the man. And these people actually volunteer to enjoy the burn by not watching at the fire. They are all the time back at the fire, watching the people, taking care that nothing will happen, that they can see if somebody is standing up, because everybody needs to sit down, everything needs to be safe. And these people volunteer for the others to enjoy and maintain safety and security. It's quite a job. And also, like, it's the volunteering where you help others to enjoy something else. And this is me. By the way, I'm dressed all in black, with a short sleeve, so if you think I have a white sleeve, that is just like a layer of dust from my shift when I was helping at the gate, helping people to get into the Burning Man, into the Black Rock City, and covered completely. So volunteering, and I know this is not colorful, it's very like
white kind of, but this is like the different colors of volunteering, which can be like you've seen all these pictures. I took like examples from Burning Man from Black Rock City, which is this kind of like a mystical city which is raised for a week in the dust in Nevada desert. This is how it looks. And where absolutely crazy and insane things and beautiful things and out of this world things happen for a week. And after the week, it again vanishes into the dust. And this event is largely supported by volunteering. And also it is based on a little different principles than we maybe normally know, because everyone is participating. So the border between volunteer and participant is kind of like, how to say, like not shady in a bad way, but like everyone kind of volunteers to make Burning Man happen. Yeah, like I would like to say that I came to Burning Man for the party and stayed for the people. This is how cool I thought I will look and how I looked at the end. Like you can go there from a hot chick to 80-year-old in like 5 minutes just standing in the dust. But it's totally worth it. However, even from the beginning when I learned about Burning Man, I knew that it is special because it is based on 10 principles and stands for 10 principles, and one of them is participation, which is also very tied to the thing of volunteering. And I will quote it now because I think it is important to understand it and maybe get the broader sense on volunteering as well. Participation. So our community is committed to a radically participatory ethic. We believe that transformative change, whether in the individual or in society, can occur only through the medium of deeply personal participation. We achieve being through doing. Everyone is invited to work. Everyone is invited to play. And we make the world real through actions that open the heart. And I think that especially the end part, we achieve being through doing. Everyone is invited to work and everyone is invited to play, and we make the world real through actions that open the heart is really important in understanding the participation and volunteering and how beautiful and rich it can be. Because volunteering is, or can be, really much more than like what you think. It can really open up the world to you. It did definitely for me. This picture, even though it might seem is not AI generated, this is real picture with real people. And this is all volunteering and participation. Here is orchestra of people coming to Burning Man from all around the world, people who just go to the event, to the festival, and they practice at home, and then they meet for first time there in the desert, and they play a concert together, several of them, because that's their way of volunteering and participating. All these people here are the participants, the people who work there, the people who make beautiful art, who bring the beautiful art cars, and who just like make it fun. So this is all volunteering. This is how it can look like. And it is not only about like being together, belonging. It is the volunteering in this sense brings a lot of like really vast opportunities for someone. And you know, to me, besides the fact that I've seen a flaming octopus or flying sharks, seen crazy art cars and bikes and art, I also, thanks to volunteering, traveled the world. When I was thinking about it, these are all the countries where I went just because I volunteered. So it really can open huge possibilities. I would not be able to do this on my own, but because I was active and got into this community, got into what I did and do at Burning Man, I was able to do all of this.
and not only like visit and help, but really work in a meaningful way, build communities, start new communities in the different spots, work on art, made my own big art. I made a 5-meter beer stein with a foam from a 500 white balloons, for example. Before, I've never thought anything like that is possible for me because I was never considering myself artist. I was originally production manager or studying production manager at theater faculty of Academy of Performing Arts in Prague. So I was tied to the events and festivals, but I also did so many more things. So not only like traveling around the world and like recognizing new ways of life and like new people, I also tried new things which I never thought I will. That, like, for example, playing with night goggle vision, working with the radar at night and driving a car, chasing some boogie in the night, and then after like 15-minute wild chase, when like the operator of radar was like, "You're on top of it, you're on top of it." We were like in a car and we were like, "We are not, like we don't see anything." And then a can flew from under our car, so we were chasing a can and not some intruder into the festival. But security, working with the radio, like different kind of trainings, safety and security, health, negotiations, and all of that was something I could try as a volunteer. I actually got some really interesting trainings, and it helped me personally, of course, and also professionally. And I have to say that volunteering also kind of changed the trajectory of my career. So you never know what possibilities it can change for you, and like how your life can be changed by this. Oops. Yeah. Oh, sorry. That's my bad. That happens. What is like really important, and I think that would be great for you to take out of this, is that, yeah, like volunteering is, of course, helping the cause, helping others, being helpful, available. There is not, which is interesting thing, like one definition, not even professionals from the volunteering sector has one, because volunteering is very broad. It can be under some organization, it can be your own, it can be for a program, it can be for your friends. What is important is that it, of course, should be fun, could be fun, but what to look at it, and I think is really great, is how it can help you, what it does for you. But when you volunteer, it's great if you want to help. It's also great to see like how it can improve you. Is it education? Is it experience? Is it gaining new skills? Might be networking. It can help you to give access to festivals, to events, to organizations you want to work in. It can be kind of like the foot in a door. Once I started volunteering with Burning Man, it was really hard for them to get rid of me, and they never did, because it's just like, you know, it was not meant to be. We were working. And it all started just by me being active and involved. There is no like magic, it is maybe magic, but you know, there is no set of things you should do to achieve this, but being active. For me, it actually started when I was writing a paper for school, for my university, and the paper was too short, and I needed to make it longer, because at the time there was not GPT which would make it longer. And because I was out of my depth with the words, I was like, I need some pictures. I need to put pictures in it so it looks that it has 5 pages. And I Googled, it was a paper on sustainability and arts advocacy, so just like Googled.
And it came like different various pictures, and there was this one, like beautiful statue of a woman from chains. I don't know if you can see it, but like from all chains, like praising to sky, and I was like, wow, this is great. And then I noticed that it is on something like kind of a sand, like maybe desert, and I was like, what the hell? Like, who the hell like builds statues in desert? What it is? And in code of the picture, there were some numbers or whatever, but there were 2 words, Burning Man. And that's how it started to me. I immediately searched what it is. I spent 3 days straight on internet just reading about it, more pictures, more videos, learning about the culture, about the principles, and I was like, these are my people. This is what I want to do. This is what I was missing from my life. I want to be involved in this. And it took me a year and a half because I didn't know anyone. I didn't really know. I haven't been to US for any event like this. I didn't know how to do it, and I was just like inside persuaded. I just have to do it. And then I found the way. I knew that I can get involved as a volunteer, but also on the other hand, I was scared because I've never been to desert before. I'm a person who sunburns in Prague while waiting on a tram. So I was like, do I really go to a desert where there is no shade, like there is a lot of sun? I don't like hot weather. I would cancel everything above 25 degrees because it's just unnecessary. And suddenly I was looking at the event like 30 degrees during the day. And so it was not easy. And I was like, do I volunteer there? What if it's too much? What if I cannot do what I promised to do? Like how bad would it be? And then decided that I will go, that I have to try. And that because there are different ways of being involved and volunteering, I decided to start small. Found a camp, found people to go with. I also didn't know them, so I was like, maybe it will be hell because I don't know these people and I will be 10 days in a desert. But on the other hand, I knew there is like 60,000 people at that time, and I was like, there must be at least one person who I will like and they will like me, so I'm going. And I went, and I also actually made my school pay for the flight ticket because I made it to be study trip for the sustainability and arts of advocacy. So just be active and find ways and look at the things what it can done. I was like, yeah, I'm going to biggest party in the world, like coolest in the desert, but as well like there will be some learning opportunities to me. So I went to my school, to my university, and I was like, this is what I want to explore there. This is what I want to get for myself as a production manager, what I want to bring back. It's a study trip. Pay the flight ticket, and they did. So it is not just like I'm going to help somewhere. No, it is I'm going to study, gain new skills, and so on. And that would open up the doors. And during all my years, because the first time I went was in 2010, and then I kept going, and then I kept like kind of accumulating what I do. I became the regional contact for Czech Republic, where I'm from, and also for Eastern Europe, because there was nobody being ambassador or something. And when we were talking that I would become regional contact in Czech Republic, like an ambassador, helping people to get to know Burning Man, its culture, helping them to get information, how they can go, what they can do, how they can survive, and not die in the desert. They were like, well, so how many burners do you have in Czech Republic? So I was like, I don't know anyone, it's just me. And they were like, okay, well, if we establish you as a regional contact for Czech Republic, what about Eastern Europe? I was like, I can do it. Like, I can be ambassador. I will help. I will find new people who like it, and I will get them in. And that is what then I was also doing. People reaching out to me. We were like creating a new network, new hubs in different countries. That's why I had to go to Hungary. That's why I had to go to
Moscow to Russia to Israel to actually speak with the people there who were kind of amazed by Burning Man, and they wanted to be ambassadors. So I became, in a volunteering position, the one like making interviews, looking at their abilities, their how passionate they are, how great leaders they could be. So I was learning all these skills and by performing them, and I was thinking, and this is great because I would never able be possible to have such vast experience, and I now can put it on my resume, of course, but like I can put it in a practice. So looking at the volunteering, it can be also like from the shifts to the skills. Like you can look at it like how it translates. Like, do I wanna be in engineering? Do I want to be in security? Do I want to be a leader? Do I want to be a CEO? Do I want to work this and this? And the different skills, like you can find in the different positions, and just like you can get the experience, and you don't have to wait for your first job. You can actually apply for some jobs thanks to the experiences you get as a volunteer. And especially in the international exchange, it helps also improve the language, the sensitivity to other cultures, and how to communicate with different people, how to just like do the stuff. And I put just like some examples of like, yeah, if you volunteer, have few shifts in the office or accreditation team, it develops data entry, admin systems, attention to detail, confidentiality, customer service, and you're ready to go to HR, data man, like not ready. Like we know how it is, but it is something which can help you with different stuff like information booth, like being steward at festivals to improve your communication skills, negotiations, conflict resolutions even, and so on. So I would say like look at it not just like filling some shift or doing some tasks, but look beyond. Look at the reasons why you want to do it, and also what it can bring you. Oops. I'm sure you will ask also like how to do it, and for example. Next year, 2026, by the United Nations, is proclaimed to be International Volunteer Year. So there will be many opportunities, many programs. They have official website where there is now just like few countries involved, but trust me, it will grow. So you can search these official platforms like United Nations Volunteers. You can look at the European Solidarity Corps, and even if it doesn't seem like Erasmus plus youth mobility and exchanges, and of course, because we are at Future of Festivals, you can look at the map of festivals. This is, for example, just a map which only shows festivals with more than 10,000 attendees per day, and look how full the Europe is. So this is just like small percent of what there actually is, and it is music, art, film, documentary, whatever you pick. But the important thing is that you will actually pick. I've been to several talks during these 2 days, and for example, Roskilde Festival in Denmark was mentioned every time, maybe because it's very community driven and it is actually done by volunteers. It's a huge festival, beautiful. But even other festivals like Boom, Siget, Pohoda in Slovakia, but Berlin Circus here, which is performance and new circus, and then Glastonbury, Great Escape, Rock for People. Like you have so many opportunities. The panel before us was talking about the 3 youth exchange program by Europe. It is for young professionals, but when looking at volunteering, you can just like broaden a little bit, like the view angle as you look at it, and go to where your heart like calls you. There are, especially in UK, some and Australia even, some organizations which actually organize volunteers for festivals, like Oxfam or Festaf, or volunteering. There is also Youth Portal
for different opportunities. So you can just search, but if you really ask how, it is be active. Choose your reason. Like, it really helps if you know what you want to do, what you want to gain from it. Is it because you want to travel? Is it because you want to gain some special skill? Because you want to study something or you want to work in something? It really helps, like, to then kind of guide you where to look for the opportunities, and pick the why. Knowing the why helps to pick the right opportunity for you. As me, like, be curious, not just helpful. Ask questions, observe how it works, and design it for yourself. Like some festivals, maybe you find some festival you would like to go there and you don't really see that they would have volunteering program. Ask anyway. Sometimes they don't have it, or they have it hidden, or they don't think that somebody would be interested. Just ask. Create it for yourself if you want to do something specific, or you have idea for a specific project you would like to do there. Just ask. Because that's, for example, how I got fellowship with Burning Man. I was volunteering so much that it was not sustainable for my life, especially financially and career-wise. And because I had so many ideas what I could do with the global network, and I said, like, hey, I'm helping so much, it's not sustainable anymore. What can we do about that? And it couldn't be employment for various reasons, but we were also thinking how to design something what could be applicable not only to me, but for other people who are in the same position in the future, and we came up with fellowship. So I was the first fellow for Burning Man, and I was really in the like an ambassador. I designed mentorship program for the different events of Burning Man around the world. So the leaders, usually like 99% of them volunteers, who are organizing the events in Spain, Sweden, Germany, Austria, Israel, or wherever, of different sizes, from like few hundreds to thousands people in desert, in forests, on the lake, in the snow. So what can we do for them? And so I designed mentorship programs. So they applied, and we picked some people from the leaders, from the different events around the world, and made the opportunity for them to come to Black Rock City and shadow their desired position, or the position they are in Black Rock City. And the staff there, so they could learn how it's done at Burning Man, and then they could bring home. And the one beautiful thing which happened is that through that, the staff, some of paid, some volunteers at the Burning Man, like realized, oh, we don't know everything. We actually would like to go to the regional events and learn from there, because, for example, at Nowhere, which is held in Spain, there is a whole department of interpreters, because there is over 30 languages spoken at Nowhere within the people who come there and participate. And not everyone speaks English. So there are participants who volunteer and translate, and sometimes it is English, Spanish, sometimes it's French, German. Like, there are different combinations. What people know, they just give back, and like the translation was really important. It's such an international community to have, because of safety and other reasons. So we designed that. So I created the opportunity for me, and that's why I was invited to events, to travel, and so on. What I didn't do, and I would like highly recommend for you, is to keep a track of what you're doing, and like not only as a task, but like actually what you're learning, what experience you have, and what you gain from it, because then you can take it, put it on your resume, or like work with it. Like sometimes for me, because I didn't really keep a track, and then when I was like
kind of looking back at what I do, I realized I worked with over 10 departments at Burning Man. I did everything from logistics to security, communication with like police, helping participants in distress, some mentoring and so on. And I was like, oh, I've never thought I actually did so many things. So keep track. It's really great and helpful, because also in that you can see like what you like to do or what you want to improve, and it like moves you forward. And also because if you've ever looked at job descriptions and advertisements these days, every junior seems to have like almost 20 years of experience in the description. And when you're 20, it's hard to get. But if you actually translate all your experience from these kind of things, that's a good clue how to get there, how to get close. And the one really important thing in volunteering, and especially when traveling abroad or working at festivals, especially when you love them, is to take care of yourself. Good volunteers eat, sleep, and rest, because hero syndrome doesn't help anyone. There were, like, I think 2 years when I actually didn't manage to go to Burning Man, even though I was at the event, because I was working that much. I didn't manage to go to the central place, like the playa where all the art and party are. I haven't even, like 1 year, seen the men burn, the biggest party, where it's the 70,000 people, all the art cars. It's a mayhem, it's beautiful. And I didn't manage to go there because I was so overworked, so tired that I've seen double. And I just didn't know which way to go, and I had to go to my tent and go to sleep. And I would not recommend, absolutely not. Because then you become not burden only to yourself, but to others as well. So taking care of yourself is a huge part of volunteering, because you're responsible to yourself first. And you're responsible for the event, the festival, whatever you do, to others. And you cannot do it if you just like see double because you're too tired. Well, we can flip it here as well. Like on the side of the organizer, I don't know how many organizers of festivals are here, but organizers like should that volunteering as not like just the cheap labor, because volunteering is definitely not for free and cheap. And they should more look at the onboarding for the purpose, not just filling some positions, but like knowing or trying to know why the volunteers come there and why their work matters, not just like what to do, because then they can like better work with them. It gives the meaning to it. It's also great to create learning moments, and you can do that at whatever task. And so 5-minute reflection at the end of the shift can turn into like a job, into life lesson. And of course, the recognition and recommendation, and the thing that like it is volunteering, but we are open to write you a letter of recommendation. We thank you. We really appreciate what you do for us. Creating some certificate can make it like really huge difference. So this is like kind of what to do for the organizers, but on the other hand, as a volunteer, demand this. Talk about it with the organizers. Ask for clarity, feedback, and learning, because that's what adding the value. Because you're not just like lucky to be there, you're helping make it happen, and that's important. And like what needs to be reminded is volunteering, even though you are giving like your time, your energy, so it is like kind of on your term, you choose to do it. It comes with like commitment and I cannot pronounce that word now, reliability.
it's like when you say you will do something, don't flake on them. Show up. If you're really sick, of course, like shit can happen. But like first, like you are making a commitment, and the thing that you are doing it for free for them is another thing. Like you commit. It is like what you promised to do. So commitment, reliability, flexibility, understanding that things can change, that not everything will be as you wish, trying to be effective and initiative, and also confidential are like really huge advantages if you have that in mind and bring to the work, to the volunteering and to the participation. Also, like some festivals, like kind of are more and more asking what to do for volunteers, and they don't know like really how, like not really that they don't know how to work with them, but they would like to know more like what would make it happen like better, what would make it better for the volunteers. So if you want, and you can scan the QR code and help me and festivals like by filling out like short form we created with the Festival Association in Czech, and we are just asking people about their experience or what they would like to do, what they would like to ask from like what conditions, how long should be the shifts, so we understand more like with the new ways how volunteer can help and how they want to help. So I'm just like saying you can participate right now and make this whole ecosystem of volunteering at festivals like by filling this out, and I will write like a follow-up. I'm doing the research in other parts and with students and young people as well. So then I will write up something from it, and also I will take it to festivals as a kind of a lesson for them that like this is what the young ones want. But volunteering is also not just for the young ones. I want to emphasize that volunteering is for everyone. So don't take it that I'm just saying young ones should do it. And as a closing, I would say, find your reason, try to find what you want to gain from it, be active, do it because nobody is doing it for yourself. Don't wait for opportunities and create them, and be volunteer. I cannot stress enough how amazing it is and what it can open to you. I've been to, like, we've seen it, like 20-something countries just because I actually helped. I gained absolutely amazing experiences. So now I am actually consultant in volunteering. I've been in South Korea talking about volunteering and new technologies. And it all started by me going to some festival and helping. So open up the opportunities and the doors for yourself. And if you don't want to volunteer, it's fine. Not everyone is adventurous or want to do it. It's fine. But if you see volunteer, thank them. So if you see volunteers around here, they have the T-shirts, thank them because they're doing a great job. They're helping make this happen. So either be volunteer or thank volunteer. And I thank you. And I think we have like 5 minutes now if you have questions, and I'm open to it. So I think, the mic is there. So if anyone has a question, ask. Yeah, like we have it here in the front row. Right. So when you apply to be a volunteer somewhere, often there's like a lot of people applying. Do you have any tips what you can write or what you can say to make you stand out from others so that you get the job? Yeah, so applying. The thing is that there are places where you apply and they choose. So then, and there I would say be honest. Don't make ChatGPT write it for you, but write it yourself because they need to understand who you are, what you want to gain, and what you bring. So just make this clear and be honest.
also, like many places, actually don't really have that many applications, and they would welcome. So just ask. I don't have like a magic words to use, but your motivation, what drives you, what kind of person you are, how you deal in certain situation, is a good start because it can show them how you can fit. And you can even emphasize like how you can fit in their culture, that it is your culture, or that you actually want to learn because you've never experienced anything like that. And then it is about the openness of the organizers. I don't know if this was really helpful, but like this is what I think and how I approach it. Yeah. Hello. I was just wondering because before you were mentioning one or two organizations in the UK that are like organizing volunteering work and probably also connecting volunteers to festival. Maybe. Yes. Is there something similar in this part of Europe? I actually haven't really found a similar organization here. So I think that's something we could work with. We are now trying to see some possibilities in Czech Republic if we can work with different festivals, like maybe connect several of them together to kind of join forces to work with volunteers, also for the volunteers to go maybe to more festivals and join. But no, in Europe, it's not really a thing yet, I would say. But looking at as volunteering develops, I think this is something which will happen in the next coming years. Okay. No more questions. Well, thank you. I'm really glad I was able to be here, and I hope that it brought you some colors into volunteering. And I will be around if you have other questions and you don't want to just like talk with me when I'm on the stage. So thank you. Bye.
Los schon, ne? Geht los? Ja, hallo und willkommen zu unserem nächsten Panel hier. Ich mache hier mal kurz die Zwischenmoderation, weil die Stage-Host-Person gerade selber auf einem Panel sitzt. Wir sprechen jetzt heute über das Thema Berufe der Festivalbranche Traum und Wirklichkeit. Voll schön, dass so viele Menschen da sind. Voll schön, dass ihr da seid, meine lieben PanelistInnen. Ihr dürft euch gleich selber ein bisschen vorstellen. Ganz kurz, was besprechen wir heute hier? Wir wollen gerne einen ganz, ganz realen, nicht gefakten, nicht Instagrammable Blick auf Tätigkeiten in der Festivalbranche werfen. Ich freue mich, wenn ihr auch Fragen einbringt, weil wir machen das hier ja vor allem auch, um euch Einblicke zu geben. Vielleicht sind ein paar Leute dabei, die interessiert sind, in der Festival- oder Veranstaltungsbranche zu arbeiten. Und entsprechend werde ich immer mal wieder fragend den Blick an euch richten und ihr dürft euch sehr, sehr gerne einbringen und eure Fragen platzieren. Kurz zu mir. Mein Name ist Julia, Pronomen sie, ihr. Ich veranstalte auch selbst Festivals seit fast 10 Jahren. Ich wollte gerade sagen, über 10 Jahren, ganz so schlimm ist noch nicht. Und arbeite seit 3 Jahren bei HÖM. HÖM ist eine Ticketing-Plattform, aber auch ein Netzwerk für Festivals. Wir haben unter anderem den Festival Playground veranstaltet. Das ist eine Veranstaltung, wo es um die Themen Diversität, Nachhaltigkeit, aber auch so klassische Produktionsthemen in der Festivalbranche geht, wo sich Festivalschaffende vernetzen können, voneinander lernen können. Und das Format haben wir 4 Jahre lang umgesetzt und setzen es nächstes Jahr fort. Ich würde starten mit der Vorstellungsrunde meiner lieben Panelistinnen. Mit mir auf dem Panel sind Louis vom Shifted Festival, Camilla von We Go Part with Art und Tanz auf dem Vulkan und Fabienne vom Viel. Und würde einfach mal das Wort an euch übergeben. Louis, magst du einfach starten? Erzähl doch mal, wer bist du? Was machst du? Seit wann bist du in der Branche? Kurz und knackig, damit wir danach Folgefragen stellen können. Ja, sehr, sehr gerne. Hi, ich bin Louis. Ich bin vom Shifted Festival, wie Julia gerade schon gesagt hat. Und ich bin seit etwa 6, 7 Jahren in der Veranstaltungsbranche aktiv und tätig. Zuerst in Berlin mit dem Finest-Kollektiv und seit 2023 mit dem Shifted Festival, das ich gemeinsam mit einer Gruppe von Freunden gegründet habe. Und das ist mein aktuelles mein aktuelles Herzensprojekt. Hi, ich bin Camilla. Ich mache seit 2023 das Booking fürs We Go Part with Art Festival. Das ist ein ehrenamtlich organisiertes Festival aus Sachsen. Und seit 2024 organisiere ich als Projektleitung und Booking die Eventreihe Tanz auf dem Vulkan. Das ist eine Konzertreihe in Berlin, wo wir Pop, Indie und Hip-Hop mit Chormusik vereinen und gleichzeitig für verschiedene Veranstaltungen Geld sammeln. Hallo, ich bin Fabienne, Pronomen sie, ihr. Ich arbeite in der Produktion fürs Feel Festival seit 2022. Das war auch tatsächlich mein Berufseinstieg, also direkt nach der Pandemie. Und ich habe Eventmanagement und Technik in Gießen studiert. Und seitdem bin ich beim Feel Festival. Bleiben wir doch einfach mal bei dir, Fabienne. Du hast schon kurz angeteasert, wie dein Werdegang war. Magst du da noch mal ein bisschen weiter ausführen? Mit welchen Aufgaben hast du angefangen? Wie sieht dein Alltag heute aus? Welche Stationen hast du durchlaufen beim Feel Festival? Also ich habe 2019 dann im Rahmen von meinem Studium ein berufspraktisches Semester machen müssen. Das habe ich beim Feel Festival gemacht. Damals über Facebook draufgekommen noch. Und genau, in der Produktion. Und ich habe da so Themen Strom, infrastrukturelle Themen und Licht- und Tontechnik übernommen. Und das war eigentlich dann entsprechend meinem Studiengang genau so die Aufgaben, die Module vertiefend. Also perfekt für mich und auch genau das, was ich eigentlich machen wollte. Und genau, dann kam die Pandemie. Ich wäre theoretisch auch eingestiegen, aber konnte nicht angestellt werden.
genau, ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Ich bin da in Vollzeitanstellung, arbeite ich ganzjährig für das Festival. Die Pandemie war da, man konnte nicht in den Beruf einsteigen. Ab 2022 ging es dann wieder. Und seitdem habe ich quasi jedes Jahr irgendwie eine Aufgabe mehr übernommen, gefühlt. Ja. Magst du weitermachen, Camilla? Erzähl auch nochmal von deinem Einstieg. Also bei mir war es nicht so ein ganz klassischer Werdegang mit Ausbildung. Ich habe zuerst Bauingenieurwesen studiert und war total unglücklich mit dem Studium, wahrscheinlich auch wegen der Pandemie. Und habe dann abgebrochen und lange irgendwie überlegt, wie es weitergeht. Und war aber immer schon sehr fasziniert von diesen Veranstaltungen kuratieren und irgendwie selber zusammenstellen. Habe mich dann ohne irgendeine Erfahrung oder Praktikum in dem Bereich bei einer Booking-Agentur beworben, nicht wissend irgendwie, was alles da dahinter steckt. Habe gar keine Antwort bekommen, auch keine Absage. Und habe dann ein neues Studium angefangen im Bereich Nachhaltigkeit und Klimapolitik. Und bin dadurch dann zufällig halt eben auf den We Go Part with Art e.V. gestoßen und habe da dann sehr schnell eben sehr viel Verantwortung im Booking-Bereich übernommen, weil das eben in so ehrenamtlichen Strukturen sehr schnell geht, ohne dass man eben die Erfahrung hat. Und habe dann über die sehr schnell mehr Überschneidungspunkte zu anderen Veranstaltungen, anderen Festivals und so bekommen, immer da mehr mitgemacht und dann jetzt eben dann auch am Ende bei Tanz auf dem Vulkan das dann als Projektleitung selber dann organisiert und auf die Beine gestellt. Und arbeite jetzt seit 2-3 Monaten auch das erste Mal richtig bezahlt in der Musikbranche bei einem Musikmanagement. Kurze Rückfrage noch dazu. Wenn du sagst, du bist auf den We Go Apart with Art e.V. gestoßen, dann hast du die einfach angeschrieben oder bist da einfach aufgetaucht oder wie war dann eigentlich der konkrete Schritt wirklich von, hey, das sieht irgendwie spannend aus, zu, du bist Teil des Teams? Ich hatte da leider ein bisschen Glück, ohne aktiv irgendwas zu machen. Also ich wusste, dass ich das machen will und hatte mir vorgenommen, irgendein Festival zu finden, hatte aber gar keinen Plan damals über die Strukturen und wen man da anschreibt und was es da gibt. Und es war einfach durch Zufall in meinem Studium jemand, der da im Vorstand war. Und ich habe ihr das erzählt, ohne zu wissen, dass sie da drin tätig ist. Und sie hat mich dann einfach mitgenommen. Aber ich denke mal, wir werden später auch noch drüber reden, über die verschiedenen Wege, wie man da vielleicht ein bisschen besser ohne den Zufall drankommt. Louis, wie bist du gestartet? Ja, in den Anfängen eigentlich schon relativ früh. Also ich bin schon mit der Musikbranche und Events mit 17 in Kontakt gekommen, als DJ damals eigentlich, in Hessen, in einer Kleinstadt. Hatte ich meine erste Residency und wurde relativ schnell eingebunden in die Planung und anfangs halt auch erstmal so ein paar kleine Hilfsaufgaben mit zu übernehmen. Als ich dann aber nach meinem Abitur nach Berlin gezogen bin zum Studium, bin ich, wie ich das vorhin schon angedeutet hatte, beim Finest-Kollektiv relativ schnell mit eingestiegen und habe die vergangenen 5-6 Jahre Club-Events in Berlin gemacht, in allen verschiedenen oder möglichen Locations, über sehr, sehr viele verschiedene Formate hinweg und bin so mehr oder weniger dann beim Shifted gelandet, wo ich jetzt Projekt, Geschäftsleitung und in der Produktion primär den Gesamtbereich temporäre Infrastruktur mitverantworte. Du hast eingangs gesagt, es ist ein Herzensprojekt. Kriegst du dafür auch gerade Geld? Nein, das ist die kurze und knappe Antwort. Dadurch, dass das Unternehmen uns gehört, also da sage ich jetzt den Leuten, die das gegründet haben, das Festival, ist es natürlich eine Entscheidung und auch immer ein Abwiegen, würde ich jetzt sagen. Und ich würde jetzt aus unserer Perspektive sagen, es würde aktuell keinen Sinn für uns ergeben und wäre auch nicht klug, zumindest wirtschaftlich, Gehälter an uns auszuzahlen. Und wir alle haben auch nebenbei Jobs, die uns mit genügend Flexibilität im Homeoffice hier und da erlauben, auch an dem Festival zu arbeiten. Ich hoffe, die Chefin oder der Chef hat das nicht gehört. Flexibilität im Homeoffice hilft sehr im Ehrenamt tatsächlich.
Das heißt, wie kann ich mir so deinen Alltag vorstellen? Wie viele Stunden in der Woche verbringst du dann tatsächlich am Shifted oder mit dem Shifted? Wie variiert das auch übers Jahr? Und wie läuft das dann zum Beispiel in der Produktionsphase? Also dann machst du wahrscheinlich kein Homeoffice mehr, oder? Nee, also generell bin ich schon die meiste Zeit unter der Woche im Büro für meinen normalen Job. Also ich habe leider nicht so viel Homeoffice, aber das sieht meistens für mich so aus, dass ich halt meinen normalen Job mache, 4 Tage die Woche zum Glück. Also einen Tag in der Woche habe ich wirklich komplett geblockt, nur fürs Festival, morgens bis abends. Aber in den anderen Tagen, an denen ich meinem normalen Job nachgehe, sieht es für mich dann so aus, dass ich häufig abends, nachdem ich nach Hause gekommen bin, halt einfach mal 1 oder 2 oder wenn es gerade vor allen Dingen unternehmensrelevante Themen sind, wie jeder, der in dem Bereich irgendwie selbst vielleicht gegründet hat, wird es wissen, die Steuer oder alles in dem Bereich. Das sind halt so Themen, die können nicht aufgeschoben werden, die muss man machen und dann spielt es auch irgendwie keine Rolle, ob man dann den ganzen Tag gearbeitet hat oder nicht, muss dann halt gemacht werden und deshalb komme ich nach Hause und arbeite dann häufig einfach weiter. Camilla, du bist ja auch ehrenamtlich beim We Go Apart with Art. Wie ist es bei euch? Wie seid ihr so strukturiert? Wie viel Zeit investierst du? Du bist ja im Bereich Booking auch. Wie sieht dein Alltag aus? Also dadurch, dass wir regional auch relativ verstreut sind und nicht alle in einer Stadt wohnen und wie vorhin schon erwähnt, alles ehrenamtlich ist über das Jahr verstreut eigentlich sehr viele Zoom-Calls, die meistens abends irgendwie bis spät in die Nacht meistens noch reinreichen, weil alle irgendwie noch Studium, Arbeit und so nebenbei haben. Gleichzeitig aber auch immer sehr schön, wo man sich dann auch verquatscht, weil man sich ja mit den Menschen auch sehr gut versteht. Gerade beim Booking haben wir meistens zum Glück nach dem Festival eine kurze Verschnaufpause und fangen dann zum neuen Jahr an, dass wir regelmäßig einmal in der Woche Meetings haben, dann aber unter der Woche halt auch sehr viel E-Mail schreiben müssen, wo wir viel verhandeln und halt auch die Verträge schreiben und so. Also ich würde sagen, im Winter hält sich das noch im Maßen, weil wir ein relativ großes Team sind, aber dann Richtung Sommer wird es dann dafür, dass man es neben Job und Studium macht, kratzt es dann schon Richtung 20, 30 Stunden und dann halt in der Veranstaltungswoche nochmal mehr dann. Ganz doof gefragt, was heißt denn Booking? Was mache ich da? Also beim Booking suchen wir quasi die Artists aus, die bei uns spielen und verhandeln mit denen halt die Gagen und die Konditionen, zu denen die kommen, machen dann aber auch die ganze Vorproduktion, also die Orga, was für Technik brauchen die, wie kommen die bei uns an, wer braucht ein Hotel, wer muss abgeholt werden. Und dadurch, dass wir halt ein sehr kernorganisiertes Team sind, machen wir dann auch die ganze Betreuung vor Ort, also das ganze Artist Care und die ganze Backstage-Organisation und so. Fabienne, du bist bezahlt beim Feel Festival. Das heißt, yay, du hast es geschafft. Juhu, herzlichen Glückwunsch. Was würdest du sagen, was war da so dein größtes Highlight bisher auch in dieser Karriere, die du bisher hingelegt hast? Große Frage. Naja, also das Highlight ist natürlich das Festival jedes Jahr, ganz klar. Und ich glaube, ohne den Reward würde man sich solche Arbeitsbedingungen, vor allem bei euch, also allergrößten Respekt, dass ihr das noch neben eurer Lohnarbeit macht. Ja, ohne diesen Reward in Form von dem Festival, von den Menschen, die man da zusammenbringt, würde sich wahrscheinlich niemand von uns so wirklich antun. Deshalb ja, ganz klar die Festivals jedes Jahr. Aber auch eigentlich am Ende die Arbeit im Team und also wir haben immer eine relativ lange Produktionszeit vor Ort, also 2 Monate, manchmal ein bisschen länger, weniger und leben dann auch dort. Also wir sind dann quasi eine riesen WG und das schweißt auf jeden Fall auch nochmal anders zusammen, denke ich. Ja. Und gibt es auch Lowlights? Ja, auch, auf jeden Fall. Ja. Naja, also wäre ja natürlich zu einfach, wenn immer alles rundlaufen würde. Also ich glaube, das hat sicherlich auch jeder von uns erlebt, dass irgendwie, weiß ich nicht, Verträge kurzfristig platzen oder jemand ausfällt, krankheitsbedingt auch. Ich meine,
gerade nach Covid, es war ja nicht auch einfach vorbei vom einen auf den anderen Tag. Das kam ja schon auch vor. Aber ich glaube, ja, wo wir uns auch auf jeden Fall einigen können, ist Thema Budgets und Finanzierung von dem Ganzen, was wir da tun. Und das bringt einen dann doch schon gepaart mit diversen Überstunden manchmal an seine Grenzen. Ja. Wie viele Leute seid ihr angestellt im Team? Ich glaube in Festanstellung, Vollzeit 5 Leute und dann halt ja nochmal erweitert durch Werkstudis, Praktis, FreelancerInnen und so, die dann natürlich auch dazukommen. Ja. Louis, hast du auch noch mal ein bisschen Lust von eurer Produktionsphase zu erzählen? Fabian hat schon gesagt, es ist eine riesige WG, die da zusammenkommt. Man hängt irgendwie aufeinander. Was passiert dann in diesen 4 Wochen, 2 Monaten bei euch? Ich glaube, bei euch ist es ein bisschen kürzer. Bei uns ist es tatsächlich sehr kurz. Wir sind jetzt dieses Jahr erstmalig auf dem Secret Forest Gelände gewesen mit dem Festival. Wir haben letztes Jahr in Tuto veranstaltet, aber wir sind happy, dass wir jetzt das Gelände wechseln konnten, weil wir da einfach sehr gute Voraussetzungen haben für das, was wir tun wollen. Allerdings sind da auch die Gegebenheiten so, dass unsere Produktionsdauer für den Aufbau 2 Wochen beträgt. Das heißt, wir planen und haben auch dieses Jahr wirklich extrem viel Zeit damit verbracht, detaillierte Projektpläne anzulegen und auch versucht, uns selbst immer weiter zu professionalisieren, um einfach Zeitabläufe einzuhalten, weil mit jeder Stunde und jedem Tag, die vergeht, wächst natürlich auch, sage ich jetzt mal, für alle, die da im Orga-Team mit beteiligt sind, der Druck, weil man weiß, also die Leute, die kommen halt irgendwann, die stehen irgendwann vor der Tür und man muss es fertig kriegen. Das ist natürlich auch nicht immer eine Angelegenheit, bei der es immer nur rund läuft, eben weil Druck da ist und es ist auch anstrengend. Es sind 12 bis zum Teil auch 15 Stunden Arbeitstage, egal wie das Wetter ist, und es ist auch harte körperliche Arbeit und es bringt einen, glaube ich, auch körperlich und mental extrem an die Grenzen. Und das merke ich zumindest immer erst nach dem Festival im Abbau, wenn auf einmal dieser über Monate angestaute Druck abfällt auf einen Schlag. Und das ist schon krass und ich glaube, das ist auch so ein Teil von der ganzen Geschichte, gerade dieser Vor-Ort-Part, den man häufig in der ganzen Geschichte ein bisschen vernachlässigt, weil es schon natürlich einen Großteil des Jahres darum geht, irgendwie Office- und Projektmanagement-Themen zu machen. Wie lange habt ihr Abbauzeit? Also ihr habt ja bestimmt auch eine begrenzte Zeit, die ihr auf der Fläche sein dürft, oder? Dieses Jahr haben wir 5 Tage gebraucht und unser Ziel für nächstes Jahr sind 3,5 oder 4 Tage. Warum? Weil wir alle schnell nach Hause wollen und wieder in unseren eigenen Betten schlafen wollen. Also wir haben vor Ort schon, also wir versuchen schon so gut es geht, ich glaube jeder für sich auch irgendwie nach den eigenen Möglichkeiten zu schauen, dass man das sich einrichtet, dass man das auch irgendwie hinkriegt, dass man Space für sich hat, aber nach so ein paar Wochen im Zelt oder so oder sogar im Camper hat man dann schon Bock wieder auf die eigene Wohnung. Und gerade wenn alle Leute kommen immer zum Aufbau, keiner will für den Abbau bleiben. Ich weiß nicht warum. Also das ist dann immer so ein Thema, man bleibt halt da, weil man fühlt sich verantwortlich, aber immer mehr Leute hauen ab. Und auf einmal steht man da irgendwie mit 8 oder 10 Leuten und so, ja gut, wir sind noch lange nicht fertig. Und das ist dann schon manchmal auch ein Punkt, der dann vor allen Dingen für die Leute, die von Anfang bis zum bitteren Ende da sind, auch so ein Thema ist, so, boah, okay, das ist schon anstrengend. Ja, das ist halt so ein bisschen die Gefahr bei der ehrenamtlichen Arbeit, dass man halt keine Arbeitsverträge hat, sondern sich so ein bisschen auf das Commitment auch verlassen muss. Also sowohl beim Auf- und Abbau, aber auch im Laufe des Jahres. Also bei uns ist das auch schon öfters passiert, dass Menschen dann mittendrin gemerkt haben, dass es ihnen doch zu viel ist und dann muss man auf einmal halt eine ganze Arbeitskraft halt irgendwie wegfedern, indem alle anderen halt die Verantwortung übernehmen. Und bei uns ist das auf jeden Fall auch viel beim Abbau vorgekommen. Wie viele Leute seid ihr im Team? In der Hauptorga würde ich mal sagen, ist zwischen 10 und 20, aber wie gesagt, es variiert immer sehr, weil es halt ehrenamtlich ist. Und
kurz vorher zum Aufbau und um die ganze Deko auch bauen wir alles selber, sind es dann nochmal mehr. Also das ist jetzt fürs Festival. Bei Tanz auf dem Vulkan würde ich sagen, sind wir auch so um die 10, 15 im Hauptorga-Team, die da aktiv dabei sind. Jetzt haben wir gerade ein paar Lowlights und anstrengende Momente gehört. Dann frage ich mich doch, warum macht man das denn? Camilla, warum bist du immer noch dabei? Es wurde vorhin schon kurz mal angesprochen, aber ein großer Punkt sind auf jeden Fall einfach die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und die man kennenlernt, die alle ja jetzt offensichtlich nicht wegen dem Geld irgendwie in diesem Job sind, sondern weil es allen irgendwie eine große Freude macht und weil es auch eine große Freude macht, anderen Menschen irgendwie diese Momente zu ermöglichen und zu sehen, wie andere darin aufgehen in irgendeiner Sache, die man für die halt organisiert hat. Und dafür ackert man sich dann auch gerne ein bisschen ab, irgendwie bei anderen diese Freude zu sehen. Also ich könnte jetzt von 20 Leuten irgendwie aufzählen, die ich irgendwie durch diese Arbeit kennengelernt habe, die ich teilweise nur 2-mal im Jahr sehe, die ich aber, wenn ich sie sehe, das Gefühl habe, dass ich die schon seit 20 Jahren kenne, weil man in dieser kurzen Zeit so eng aufeinander irgendwie auch zusammenwächst. Die anderen beiden nicken, also es scheint ein Gefühl zu sein, was insgesamt da ist, dieses Zusammenwachsen, dieses Familiengefühl auf dem Gelände. Große WG hast du es genannt. Wusstest du, Camilla, dann, dass du damit dann jetzt auch dein Geld verdienen möchtest? Also wann wusstest du, dass du damit auch dein Geld verdienen möchtest mit dieser Arbeit? Weil du hast dich dann ja bewusst beworben oder dich zumindest irgendwie platziert als bei der Agentur, wo du jetzt auch arbeitest? Ich weiß es ehrlich gesagt immer noch nicht 100%. Aber ich beschreibe es immer ein bisschen, es ist wie so eine Sucht. Also wenn man einmal anfängt, so ein bisschen hinter die Kulissen zu kommen und zu sehen, was da alles dahinter steckt und was für verschiedene Menschen da dran arbeiten und die Strukturen, die sich dahinter kennen und auch bei so einem Aufbau einfach dabei zu sein, ist einfach meistens viel aufregender als die Veranstaltung selber. Dann will man irgendwie danach nicht mehr nur noch aufs Festival so gehen. Man kann auch eigentlich nicht mehr, weil man schaut alles ganz anders an. Man merkt halt, wie machen die den Einlass, der Ton hier ist scheiße und irgendwie so Sachen. Man kann damit irgendwie auch nicht ganz aufhören. Und ich bin jetzt, glaube ich, noch in dieser Herausfindungsphase, ob ich da jetzt langfristig auch drin arbeiten will, mein Geld verdienen will. Momentan sieht es eher gut aus. Aber genau aus den gleichen Gründen, warum man es halt auch gerne ehrenamtlich macht. Louis, willst du auch irgendwann mit Festivalarbeit Geld verdienen? Ja, also dadurch, dass ich jetzt sagen würde, ich sehe mich jetzt weniger in der klassischeren Angestellten-Situation, sondern wir haben halt gemeinsam ein Unternehmen gegründet und von daher steht für uns die wirtschaftliche Gesundheit dieses Unternehmens erstmal im Vordergrund, weshalb viele von uns zum Beispiel auch nebenher andere Jobs machen, obwohl wir viel lieber den ganzen Tag mit dem Festival befasst wären. Aber ja, ich arbeite schon in der Veranstaltungsbranche, leider im Corporate-Bereich, aber ich möchte langfristig auf jeden Fall damit auch meinen Haupterwerb bestreiten können. Ich würde jetzt das erste Mal den Blick Richtung Publikum wenden. Gibt es Fragen aus der Crowd? Mich würde ja mal interessieren, wer arbeitet denn überhaupt von euch in der Festivalbranche aktuell? Also, oder Veranstaltungsbranche im Allgemeinen. Allgemeinen. Sagen wir Veranstaltungsbranche, ja, okay. Ja, okay. Aber und wer wird dafür bezahlt? Sehr gut. Und wer studiert oder macht eine Ausbildung oder möchte in die Branche? Ah ja, okay. Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil wir haben ja doch irgendwie, also ich habe eher so diesen langweiligen, wirklich akademischen Weg in die Branche gewählt, aber so ein bisschen standardmäßig. Aber es gibt ja noch viele, viele andere. Deshalb finde ich eigentlich ganz spannend. Studiert ihr alle? Nee? Ausbildung? Ich glaube aber zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast, den Standardweg. Ich würde gar nicht sagen, dass es diesen Standardweg gibt. Und ich finde, das ist eigentlich das Interessante und das Coole an dieser Branche. Und zwar, dass es den meisten Leuten in dieser Branche, zumindest im Festivalbereich,
gerade bei Independent Festivals, würde ich sagen, nicht darum geht, was du auf dem Lebenslauf hast, sondern was du an Motivation und Charakter mit an den Tisch bringst und was du diesem Projekt dann auch inhaltlich bieten kannst. Und da weniger drauf geachtet wird, ja, hast du jetzt einen Bachelor gemacht und mit welcher Note hast du den abgeschlossen und hast du vielleicht noch einen Master studiert? Ja, diese Fragen werden wahrscheinlich von den meisten Leuten nicht gestellt werden. Allerdings muss ich auch dazu sagen, findet man ja auch irgendwie nicht so häufig Stellenausschreibungen oder so. Meistens finden die Leute dann irgendwie über Hören, Sagen und Kontakt ihren Weg in viele Bereiche der Branche. Das ist das, was ich auch von vielen Bekannten und Freunden und Freundinnen kenne aus der Branche. Also die meisten haben nicht einen Job, sondern sind entweder selbstständig oder arbeiten an verschiedenen Projekten. Und das zieht natürlich auch sehr viel Energie, dass man nicht eine Einkommensquelle irgendwie hat, sondern seinen Kopf immer in 3, 4 unterschiedlichen Sachen haben muss, damit man halt übers Jahr genug verdient, irgendwie um damit um die Runden zu kommen. Fabienne, wenn ihr neue Leute für euer Team sucht oder auch PraktikantInnen, worauf achtet ihr? Welche Fragen stellt ihr im Gespräch? Also ich muss erstmal unterschreiben, was ihr beide gesagt habt, absolut. Und das ist auch das, worauf ich achte. Also ich glaube, so gewisse Soft Skills sind schon wertvoll, aber ich glaube auch, dass das alles keine Raketenwissenschaft ist, was wir machen. Also ich glaube schon, dass man da auch gut als Quereinsteigerin oder ja, frisch von der Schule, wie auch immer, einsteigen kann. Und das, worauf ich eigentlich am meisten achte, ist, hat die Person einfach Bock, was zu machen. Und das ist auch aus meiner Erfahrung mehr wert als jetzt irgendein Studiengang oder Abschluss oder so. Genau, also hat die Person Lust, passt sie natürlich menschlich ins Team. Ja, das sind so die Fragen. Jetzt ist die Festivalbranche natürlich wie unsere gesamte Gesellschaft Teil eines patriarchalen Systems. Und auch in der Festivalbranche gibt es, ich sag mal, männerdominierte Berufe. Zum Beispiel das Thema Technik ist oft sehr männlich besetzt. Es gibt insgesamt wahrscheinlich irgendwie einen Männerüberschuss. Ich war neulich mit meiner Mutter auf einer Veranstaltung, wo irgendwie ganz viele Clubbetreibende waren und dann war meine Mutter so, warum sind denn hier alle so alt und weiß und männlich? Und ich war so, Mutti, du hast das Problem erkannt. Wie ist das, Fabienne, in so einer männlich dominierten Struktur zu arbeiten? Ich stelle mir vor, das ist auch nicht immer ganz einfach. Was sind so deine Strategien, auch damit umzugehen? Tja, Strategien habe ich, glaube ich, kann ich eigentlich keine wirkliche geben. Also ich glaube, manchmal ist es halt ein bisschen vergebene Mühe auch schon, weil es halt wirklich auch teilweise sehr alte Männer sind. Und dann denke ich mir halt so, gut, dann das werde ich jetzt auch nicht mehr ändern in meinem Leben. Ich glaube, die reine Präsenz ist da schon manchmal auch überraschend und kann vielleicht irgendwie nochmal Augen öffnen. Und ja, also eigentlich meistens sehe ich ehrlich gesagt drüber hinweg oder so, wenn mir jedes Jahr neu erklärt wird, wie Strom funktioniert und welcher Stecker dann da am besten passt oder so. Und ja, ich glaube, das ist dann aber eher so ein Selbstschutz und auch gewissermaßen Kapazität und Zeitdruck, die dann da nicht noch irgendeine Aufklärungsarbeit ermöglichen. Ich glaube, wenn wir auf dem Festival inhaltlich uns diesen Themen öffnen, in Panels, in Diskussionen, in Workshops, wie auch immer, dann hat man vielleicht sogar ein bisschen mehr erreicht, als da in Diskussion zu treten. Vielleicht als Ergänzung, mich freut es auf jeden Fall, dass das Thema momentan irgendwie mehr besprochen wird und zumindest ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt wie vor ein paar Jahren. Also gerade jetzt für Menschen hier aus dem Publikum, irgendwie die sich in manchen Bereichen wie Technik oder so auch noch unsicher fühlen. Es gibt mittlerweile auch ganz cooles Angebot, also verschiedene Workshops. FEM hat zum Beispiel eine Zeit lang Backline-Workshops explizit für Flinterpersonen
angeboten. Ich habe das damals auch gemacht, weil bei mir im Team damals nie wirklich die Zeit war, dass es mir jemand, der halt irgendwie Ahnung hatte, erklären konnte. Und es wurde schon eher auch von männlich gelesenen Menschen belächelt, immer wenn ich nicht so viel Ahnung von der Technik hatte. Aber ich hatte halt keine Ausbildung. Niemand hat sich die Zeit genommen, um es mir zu erklären. Und dann war es schon so toll, irgendwie so einen Workshop wahrnehmen zu können, wo das einem irgendwie erklärt wurde und einfach von null ganz entspannt irgendwie alle Fragen gestellt werden konnten. Und man konnte dann auch mit mehr Selbstbewusstsein dann in die nächsten Veranstaltungen reingehen. Selbstbewusstsein allgemein ein sehr großes Wort. Das ist mir am Anfang sehr schnell aufgefallen, dass ich muss beim Booking sehr viel verhandeln. Also dann geht es um viel Geld und wie viel zahlen wir den Künstler oder Künstlerinnen und für wie viel kommen die her. Und natürlich startet man da am Anfang immer mit viel größeren Beträgen, als was jetzt vielleicht, auf was man sich dann einigt. Und am Anfang war ich da total verunsichert und habe mich irgendwie nicht getraut, irgendwie das, was ich als richtig empfand, da irgendwie zu verhandeln, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, weil gerade im Booking-Bereich sind sehr viele Männer, dass die alle einfach sehr viel überzeugter sind von dem, was sie auf den Tisch bringen und was sie leisten können als ich und dass man sich da leider halt auch ein bisschen anpassen muss, dieses so fake it till you make it, bisschen mehr überzeugt sein von sich selber, als zu bescheiden in einer Verhandlung dazustehen. Fake it till you make it und learning by doing lese ich daraus. Luis, wie ist es bei euch? Wie hast du dir die Sachen beigebracht? Im Vorgespräch hast du gesagt, mit 11 hast du das erste Mal selber aufgelegt. Das heißt, sozusagen von der technischen Seite hast du zumindest ein bisschen, oder musikalischen Seite ein bisschen was mitgebracht. Aber da kommen ja dann auch so rechtliche Themen, die dann irgendwie mit reinkommen. Wie lasst ihr euch da beraten? Wie bildet ihr euch weiter? Wie funktioniert das alles? Ja, das ist bei uns tatsächlich ziemlich interessant. Ich musste da gerade eben dran denken, auch als es darum ging, als du über auch die Arbeitsweise in Teams gesprochen hast, dass ich daran denken musste, dass wir einen Stage Manager bei uns im Team haben, der unsere Mainstage das Jahr über plant und dann auch vor Ort aufbaut und alles verantwortet, und der hat Maschinenbau studiert. Und dann haben wir unsere Dekoleitung, Sabine, die kommt aus der sozialen Arbeit, und wir machen beide aber einen kreativen Job, haben aber vollkommen unterschiedliche Herangehensweisen an die Sache, aber trotzdem führt es auf die Art und Weise, mit der die ihre Projekte angehen, letztendlich zum Ziel. Und ich glaube, dieses Learning by Doing ist ein integraler Bestandteil davon, dass Festivals auch als Kultur- und Kreativraum so authentisch wirken können, wie zumindest, ich hoffe, die meisten es tun, dass viele Leute einfach auch ein bisschen ihren eigenen Input und ihre eigene Arbeitsweise und dadurch ihre eigene Handschrift wiedererkennen lassen. Ich glaube auch, dass, also am Ende muss man sich ja trotzdem vielleicht noch mal ein bisschen rauszoomen und vor Augen führen, so wir machen halt Festivals, wir operieren jetzt nicht am offenen Herzen, und da kann man eine gewisse Fehlerkultur auch leben und sollte man meiner Meinung nach auch, um eben jungen Menschen oder Menschen, die in die Branche wollen, Erfahrung sammeln wollen, auch eine Bühne geben kann oder die Möglichkeit geben kann. Ich glaube, ist okay. Wie viel Platz ist denn für Learning by Doing auch bei viel in so einem professionelleren Kontext, sage ich mal, oder vermeintlich professionelleren Kontext? Naja, definitiv. Also so wie ich es gerade gesagt habe, meine ich das auch oder versuche ich es auch umzusetzen. Und ich finde das extrem wichtig, dass man junge Menschen integriert, dass man Flitterpersonen vor allen Dingen auch integriert, also sei es jetzt in Praktika oder in Freelance-Jobs, und meistens ist es, also es ist noch nie komplett schief gegangen, also dann, klar, passiert mal irgendwas, aber wie gesagt, da ist ja schon eine bestimmte Fehlerkultur einfach da, und die Leute sind einfach, also selbst wenn während des Festivals jetzt was schief geht und, keine Ahnung, das Licht geht aus oder so, dann dauert es 5 Minuten und dann geht es wieder an, und die Leute haben trotzdem eine gute Zeit. Also das fällt halt einfach nicht so ins Gewicht.
wenn alles andere stimmt. Ich glaube, das ist das, was ja viele auch so ein bisschen an diesem Job anzieht, dass man nicht genau weiß, was jeden Tag passiert und dass irgendwas schief laufen könnte, aber das macht es ja gleichzeitig dann auch so ein bisschen spannender als ein Standard-Bürojob. Ich finde, es muss auch einfach bei einer Festivalproduktion das ein oder andere schieflaufen. Also ich sage das, weil wir bei uns zumindest im ersten Jahr ist sehr, sehr viel schiefgelaufen. Da gibt es Ausschnitte aus dem Aftermovie, wo ich irgendwann mit einem Saugwagen unterwegs bin und Klos aussauge. Das war nicht so geplant. Aber wir Auf haben... einer Skala von 1 bis 10, wie viel Spaß hat das gemacht? Boah, war... Der Umstand, der dazu geführt hat, dass ich das gemacht habe, der war nicht geil, aber es hat schon Spaß gemacht. Es war schon irgendwie witzig, weil das wieder so eine Sache ist, die man sonst im normalen Leben, sage ich jetzt mal, einfach niemals machen würde. Und diese ganzen Dinge, die schiefgegangen sind, haben aber auch dazu geführt, dass wir uns kritisch damit auseinandergesetzt haben und dann versucht haben, besser zu werden. Weshalb ich sage, ich glaube, es muss auch manchmal ein bisschen was schiefgehen, weil nur dann kann man sich wirklich verbessern. Und ich glaube auch, mit diesem Freiraum, also wenn man Menschen so einen Freiraum gibt, auch Fehler zu machen, können sie es halt auch am Ende umso besser machen und da kann halt dann noch, was weiß ich, draus entstehen an Kreativität oder ja, also wenn man einfach immer nur Arbeit nach Vorschrift macht in einem bestimmten Rahmen, dann passiert auch nicht mehr als das, aber auch nicht weniger im Zweifel und also es hat genauso viel Potenzial in beide Richtungen schief zu gehen oder gut zu gehen. Ja, Louis hat jetzt gerade schon geteilt, mit dem Absauger, die Toiletten absaugen, war persönliches Highlight in der Karriere. Fabienne, was ist denn bei euch mal so richtig schief gelaufen, wo du eine Aufgabe gemacht hast, von der du niemals dachtest, dass du jemals machen würdest? Na, also so Endreinigungen wurden auch schon öfter vergessen. Also dann sieht man sich da auch nach 2 Monaten mal so eine Toilette schrubben. Aber ich habe gesagt, dass ich es erzähle. Also dieses Jahr mein großes Highlight war die Biotonnen umschaufeln, weil der Wagen die nicht anheben konnte und wir mussten das dann gleichmäßig vom Gewicht her verteilen. Und Hälfte war Maden, Hälfte war Essensreste. Das war ganz herrlich. Camilla, hast du auch so eine schöne Geschichte? Uns ist was sehr Ähnliches mit den Dixies passiert. Wir hatten 2023 auf dem Festival mit zu wenig Dixies kalkuliert und mussten dann zwischendrin auch nochmal näher nachholen, nachdem die dann alle schon übergelaufen sind. Die haben dann aber auch nicht gereicht. Ich glaube zum Teil, weil sich ein paar Festivalgäste auch einen Spaß draus gemacht haben, den Abfluss mit vollen Klopapierrollen zu verstopfen. Und ich war zum Glück nicht dabei, aber unser Infrateam hat dann probiert, diese Dixies teilweise rauszupumpen und dann hat sich der Schlauch von der Pumpe aber abgelöst und dann ist denen so eine Spritzfontäne über den ganzen Körper. Ja. Also ich glaube, so Sachen passieren leider sehr oft auf Festivals und gerade diese unglamourösen Jobs gehören auch, wenn man mehr Verantwortung hat, irgendwie leider dazu. Ich glaube, das denkt man am Anfang nicht, wenn man irgendwie den Jobtitel auf LinkedIn sieht, aber es ist sehr viel eklige Sachen wegputzen und wegräumen und physisch einfach auch anpacken beim Auf- und Abbau ist normal. Was natürlich auch eigentlich einmal im Jahr passiert, so Verletzungen so, kommt halt schon vor, gerade wenn man viel bauliche Dinge umsetzt, also bei uns zumindest, das dann halt auch immer, muss man auf jeden Fall natürlich vorbereitet sein, ja, aber sowas, damit muss man, glaube ich, auch klarkommen, auf der Ebene. Ich schaue nochmal, sind mittlerweile Fragen aus dem Publikum, sonst plaudern wir hier weiter fröhlich über Dixies und Toiletten auspumpen und Müll umschaufeln. Right, super. Mein Lieblingsthema. Es gibt ja aber auch diese, also ich glaube, ihr könnt ja alle jetzt mittlerweile darüber lachen und auch also ihr müsstet ja alle schmunzeln, als die anderen die jeweiligen Geschichten erzählt haben. Was sind aber auch so Aufgaben oder Dinge, die passiert sind, wo ihr sagt, da seid ihr wirklich wahnsinnig stolz drauf, dass das irgendwie geklappt hat, dass ihr diese eine Aufgabe, irgendwie da seid ihr vielleicht über euch selber hinausgewachsen und wart hinterher so, wow, das hätte ich niemals gedacht, dass ich das jemals schaffen würde. Gibt es solche Momente? Ja, definitiv. Also wir hatten, ich glaube sogar, es war das Jahr nach Corona,
behördliche Probleme, warum wir relativ kurzfristig die Nutzungsgenehmigung für die Flächen nicht bekommen haben, aber schon alle vor Ort waren, schon alle Verträge unterschrieben. Und also zumindest in der Produktion mussten wir halt aus den Verträgen raus, bevor es dann sehr teuer wurde. Dementsprechend haben wir das gemacht. Und dann haben wir aber 2 Wochen später, was 2 Wochen vor Festival war, doch die Genehmigung bekommen und dann wieder von 0 auf 100 in 2 Wochen. Das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Und da muss man natürlich auch Abstriche machen, aber ich denke, das haben wir dann am Ende doch irgendwie hinbekommen. Und ja, das war auf jeden Fall so eine Erfahrung. Ich glaube, bei mir allgemein ist es wahrscheinlich, also man ist in dem Moment gar nicht so stolz, eher dann vielleicht zurückblickend so ein bisschen, aber wenn man sich anschaut, mit was für Künstler und Künstlerinnen wir schon arbeiten könnten im Verhältnis zu, was wir denen finanziell wenig bieten können und die irgendwie trotzdem zu uns holen konnten und dem Publikum für einen sehr geringen Ticketpreis irgendwie ermöglichen können, sich das trotzdem anzuschauen, das ist dann schon irgendwie ein schönes Gefühl, irgendwie, wenn man das halt vergleicht mit anderen Veranstaltungen, wo die Preise dann verhältnismäßig sehr viel höher sind. Also von meiner Seite kann ich sagen, ich weiß nicht, ob es so die eine Sache gibt, weil es gibt immer Herausforderungen und irgendwie ist man auch dazu gezwungen, diese Herausforderungen meistern zu müssen, weil sogar die kleinsten Dinge in so einer kurzen Zeit vor einer Veranstaltung dafür sorgen können, dass es halt nicht rund läuft. Und das wäre ja blöd. Aber was ich aus meiner Sicht sagen muss, was für mich bisher ein großes Highlight war insgesamt die Verbesserung auch des Feedbacks zu sehen bei unseren Besuchern im Vergleich zum ersten Jahr, wo ich eben erwähnt hatte, da ist bei weitem nicht alles rund gelaufen und wir haben zum Glück eine Crowd gehabt, die das verstanden hat, die gesagt hat, ihr macht das erste Mal, die auch Fehler zugelassen hat von unserer Seite und bereit war, diesen Weg, sage ich mal, mit uns zu gehen. Und umso mehr Dankbarkeit ist uns aber auch irgendwie dieses Jahr entgegengekommen, als viele Menschen gemerkt haben, das Feedback, das wir euch gegeben haben, das habt ihr umgesetzt. Wir haben wirklich sehr, sehr stark darauf geachtet, zu schauen, okay, wir verbessern die Sanitärsituation, wir verbessern alles Mögliche, also gerade Sanitärsituation ist so eine Sache, du hattest es auch angesprochen, wenn man da noch keine Erfahrungswerte hat, ist es einfach relativ schwer, da einen Überblick zu haben. Okay, irgendwie jeder muss mal auf die Toilette, aber wie viele Toiletten brauchst du für 3000 Leute oder wie häufig gehen die Leute im Zweifelsfall auf die Toilette und wo brauchst du diese Toiletten oder was auch immer. Das sind so Geschichten, die im Hintergrund sind, aber die Festival-Experience von den Gästen, glaube ich, entweder top oder halt scheiße sein lassen können. Bei uns war es definitiv auch der Prozess im Verlaufe von verschiedenen Veranstaltungen, wie man immer mehr von roten Zahlen zu schwarzen Zahlen gekommen ist. Also ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch war, aber gerade bei ehrenamtlichen Festivals kommst du finanziell nicht immer auf die Null und da wird dann viel vom Vorstand irgendwie reingesteckt, damit diese Veranstaltung über mehrere Jahre laufen kann. Und wenn man dann irgendwann an den Punkt kommt, wo das halt nicht mehr so ist, sondern wo sich das Festival selber tragen kann, da freut man sich natürlich dann auch sehr drüber und ist besonders stolz drauf. Mal so ganz konkret, wenn ihr jetzt euren Laptop aufklappt, was sind die nächsten anstehenden To-Dos für eure Festivalarbeit? Wenn wir jetzt November, das heißt, das nächste Festival ist mehr als ein halbes Jahr hin wahrscheinlich. In welcher Arbeitsphase seid ihr gerade? Viel Toiletten-Content jetzt, aber Klos-Anfragen auf jeden Fall. Also das steht dann als nächstes an. Nee, aber allgemein einfach Anfragen, verhandeln. Und naja, grundsätzlich, also wir machen jetzt, verändern die Infrastruktur von Jahr zu Jahr schon immer ein bisschen. Also es bleibt schon nicht alles so, wie es war im Vorjahr. Heißt, dieses ganze Festival, Gelände, Laufwege und so weiter irgendwie formen und in Sinn bringen, das ist auf jeden Fall jetzt gerade die Aufgabe, ja. Tanz auf dem Vulkan verläuft ein bisschen asynchron. Also wir hatten letzte Woche erst eine Veranstaltung, heißt es jetzt erstmal irgendwie Rechnungen bezahlen, Feedback mit der Gruppe nochmal besprechen, was können wir beim nächsten Mal besser machen.
Aber wir müssen auf jeden Fall jetzt auch schon für 26 und alle Veranstaltungen, die da anstehen, gerade beim Booking langsam Gas geben, weil die ganzen großen Festivals halt schon seit einem halben Jahr eigentlich ihre Artists gebucht haben und wir halt noch schauen müssen, zeitlich, ob das bei uns alles reinpasst. Weil wir aber von Fördergeldern abhängig sind, können wir da manchmal gar nicht so früh anfangen, weil wir noch gar nicht wissen, mit was für finanziellen Mitteln wir arbeiten und kriegen da dann aber hoffentlich bald Rückmeldungen und können dann ein bisschen realistischer alles weiter planen. Also unser Booking ist zu 99% abgeschlossen. Die Verträge für die großen Dienstleister sind bestätigt und schon unterschrieben für nächstes Jahr. Und jetzt geht es eigentlich primär halt um diese ganze Detailplanung und das Feintuning, damit halt alles in diesen 2 Wochen nächstes Jahr rund läuft. Und jetzt zum Ende des Jahres natürlich immer das lästige Steuerthema. Das ist eigentlich omnipräsent aktuell. Spaß. Wann findet ihr statt? Vom 6. bis 9. August nächstes Jahr. Wow. Beeindruckend, oder? Schon fertig sind mit dem Booking und alles Verträge geschlossen. Also Chapeau. Ihr scheint mir sehr gut organisiert zu sein. Wir geben uns Mühe. Dazugelernt. Vielleicht nochmal, weil hier ja Menschen sind, die durchaus schon Ausbildungsberufe machen, trotzdem nochmal die Frage, wenn ich jetzt wirklich konkret in die Festivalbranche rein will, was empfehlt ihr Menschen? Was ist irgendwie ein guter Crashkurs? Mit welchen Leuten sollte ich sprechen? Können Menschen auf euch zukommen nach diesem Panel und sagen, beim Shifted, da ist ja schon alles organisiert, kann ich da mitmachen? Ja, prinzipiell immer. Also wir haben insgesamt ein relativ festes Orga-Team, das die meisten Aufgabenbereiche übernimmt, aber gerade vor Ort suchen wir immer Leute, die sich auch zum Teil in ein bisschen mehr verantwortungsvollen Aufgaben mit einbringen können. Was sind die verantwortungsvollen Aufgaben zum Beispiel? Also da geht es darum, dass wir vor Ort auch Leute brauchen, die zum Beispiel Dinge mit erledigen, wie Volunteer Management unterstützen, weil es eine arbeitsintensive Aufgabe ist, die nicht von 1 oder 2 Personen erledigt werden kann. Wir haben Geschichten wie vor Ort Artist Care, was auch interessanterweise viele Leute sehr, sehr gerne immer machen wollen. Und ja, allgemein schauen wir irgendwie immer, wo es tatsächlich Bedarf da auch so. Wir haben angefangen, alles ein bisschen zu segmentieren und zu sagen, okay, das hier ist zum Beispiel auch geografisch vom Gelände betrachtet, das hier ist zum Beispiel der Teilbereich Camping, das hier ist der Teilbereich Infield und der Teilbereich Infield teilt sich nochmal in 6 weitere Bereiche auf und dass diese Leute dann sozusagen auch eigene Bereiche verantworten und dafür den Aufbau koordinieren, zentrale Ansprechpersonen sind und solche Geschichten sind für uns auch immer interessant, wenn Leute Lust haben auf sowas. Gestern Abend ist erst jemand auf mich zugekommen und hat gefragt und generell immer gerne. Ich glaube, allgemein ist dieses informelle Networking, in dem man als Volunteer oder ehrenamtlich bei einem kleinen oder mittelgroßen Festival mitmacht, die beste Möglichkeit, Menschen kennenzulernen und dann auch später mal für bezahlte Jobs irgendwie in Frage zu kommen, einfach weil da treffen einfach sehr viele aufeinander und da kriegt man sehr schnell diese Verantwortungen zugeschoben, ohne dass man jetzt irgendwie krass dafür qualifiziert sein muss. Ja, ich glaube, also was ich für wichtig erachten würde, und das schließt ganz gut daran an, worauf achte ich, wenn jetzt Leute sich bewerben oder so, also seid da auf jeden Fall proaktiv, selbst wenn jetzt keine Praktikas oder andere Stellen ausgeschrieben sind, sucht euch die Info-Ad raus oder geht auf die Menschen zu, hier sind super viele Veranstaltende, schreibt denen eine E-Mail und sagt einfach, dass ihr Lust habt, was zu machen, weil, ja, ich glaube, oft sind es zwar vielleicht auch schon sehr eingegroovte Teams und so, aber jedes Festival, jede Veranstaltung sucht Unterstützung in diversesten Bereichen und ja, ich rechne das immer hoch an, wenn jemand sagt, ich habe Lust, bei euch mitzumachen, weil das und das. Vielleicht auch als Ergänzung, auch wenn ihr auf die Info-Ad schreibt und nicht sofort jemand antwortet,
immer wieder versuchen, weil gerade natürlich in diesem ehrenamtlichen Kontext dann vielleicht auch mal gerade diese Mails 2, 3 Wochen kurz mal nicht gelesen werden, weil die Person gerade im Urlaub ist, die das sonst betreut oder so. Kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Aber Louis, du hattest auch gerade noch mal angesetzt. Wolltest du noch was ergänzen, oder? Nein. Sorry. Ja, ich wollte noch was zu dem sagen, was du gesagt hast. Ich glaube, es ist egal, wie gut und erfahren oder eingegroovt dein Team ist. Sogar das beste Team braucht Unterstützung, weil wir haben angefangen auch zu merken, wir sind ja irgendwie in einer saisonabhängigen Branche aktiv, zumindest was Open-Air-Festivals angeht. Und wir haben aber auch gemerkt, es gibt super viele Leute, die wollen sehr gerne unterstützen, die haben aber auch nicht den Anspruch, das ganze Jahr über jetzt in jedem Meeting und überall mit dabei zu sitzen. Die wollen mithelfen und sind aber auch bereit, vor Ort ein paar extra Meter dafür zu gehen. Und ich glaube, gerade das ist, was für uns als Festival zum Beispiel extrem wichtig ist. Wir haben viele Leute jetzt auch über das Volunteering normal da kriegen können, aber kommt immer gerne auf uns zu oder sicherlich auch auf euch beide, aber kann ich nur von meiner Seite sagen, kommt immer gerne auf uns zu. Ich würde da auch gleich nochmal ein anderes Festival, mit dem ich eigentlich jetzt nichts so zu tun habe, empfehlen für Menschen, die das erstmal ein bisschen ausprobieren wollen und als Volunteer ein bisschen Verantwortung übernehmen wollen, die aber meines Erachtens die tollste Crewcare machen und es wirklich immer sehr viel Spaß macht und man da auch viele Menschen immer kennenlernt und das ist das Immergut-Festival. Ich glaube, Oskar rennt hier auch irgendwo rum, der kann auch mal winken. Also die haben, glaube ich, immer sehr viele ehrenamtliche Jobs offen, wo man langsam, aber auch immer mehr ein bisschen Verantwortung übernehmen kann und sehr viele Menschen einfach aus der Branche auch kennenlernen und networken kann für die Zukunft dann auch. Also Oskar steht da hinten, hat eine rote Mütze auf, falls jemand beim Immergut volontieren möchte, Abfahrt. Ja, vielen Dank für den Hinweis noch. Jetzt sprechen wir ja gerade ganz viel über Freiwilligenarbeit. Ich bin immer noch so ein bisschen so, ja, und wie kommt man dann in so ein bezahltes Verhältnis? Also ist es dann tatsächlich so, das Networking, kennt ihr Menschen, die bezahlt werden? Welche Stellen gibt es eigentlich? Also wir haben schon ein bisschen gehört, es gibt gar nicht so viele Stellen, vieles auch auf selbstständigen Basis. Habt ihr da noch Gedanken zu, wie man sich da professionalisieren kann? Ja, also ich kann das nur aus unserer Sicht und also viele Festivalmacher sind ja auch untereinander vernetzt und von daher kriegt man auch viel mit, wie es allgemein um die Festivals an sich bestellt ist. Und ich würde auch sagen, dass sehr, sehr viele Festivals aktuell mit Preissteigerungen und der Schere zwischen der Kaufbereitschaft oder der Zahlungsbereitschaft von den Gästen und was kann man Gästen auch zumuten und den Kosten, die es braucht, um sowas überhaupt machen zu können, dann häufig gar nicht zulassen, dass man da noch Personal bezahlt. Also ich kenne, wie gesagt, jetzt zum Beispiel das Feel oder auch das Wurzelfestival. Es gibt ein paar Festivals, die ich kenne und natürlich große Major-Produktionen so, aber... Da will ja niemand arbeiten. Nee. I didn't say that. Spaß. Aber ich glaube, das ist meistens auch eine wirtschaftliche Frage um die Festivals, weil viele Festivals halt einfach mit dieser Gegebenheit aktuell zu kämpfen haben. Welche Jobs sind denn bei euch überhaupt bezahlt auf dem Festival? Also zahlt ihr Stage-ManagerInnen oder TechnikerInnen oder kommt das alles aus dem Netzwerk? Also bei uns ist es zumindest bisher so gewesen, dass alles vollständig freiwillig abgelaufen ist. Techniker und alles in dem Bereich läuft vollständig über externe Dienstleister. Einfach weil man sich da viele Kopfschmerzen mit erspart, aber ja, sonst alles freiwillig. Ich mache noch mal einen letzten Shoutout. Ich glaube, wir haben noch ungefähr 5 Minütchen. Also falls jetzt doch noch bei jemandem eine Frage aufgekommen ist. Ansonsten sind die Menschis vom Podium sicherlich auch noch 2, 3 Minuten da und ihr könnt direkt auf sie zugehen.
Wir hatten sehr viel Klo-Content jetzt gerade, daran nochmal anknüpfend. Wenn so eine Scheiße passiert, what keeps you going? Also was sagt, ey, wir ziehen das Wochenende trotzdem durch, wir machen das trotzdem weiter und auch das ganze Jahr lang. Was hält euch am Ball? Also ich glaube, die Tatsache, dass man halt nicht nur den ganzen Tag Klo sauber macht. Also es gibt auch noch andere Sachen, die ganz cool sind, die man dann so macht. Aber also am Ende schweißt ja geteiltes Leid auch immer sehr zusammen. Also wenn man in den meisten Fällen, in denen das passiert ist und man total fertig, müde im Abbau ist und sich dann auf einmal wiederfindet und eine Toilette sauber macht, finde ich es am Ende eigentlich immer ein bisschen lustig von außen betrachtet. Und ich frage mich immer, wenn die Leute wüssten, also vor 2 Tagen war hier noch Highlife und jetzt passiert das eben und dann, ja. Okay, ich glaube, um ehrlich zu sein, wir haben sehr viel über Dinge gesprochen, die herausfordernd sein können. Ich möchte aber gerne auch noch kurz zu deiner Frage auch noch was sagen. Und das ist, es gibt auch ganz bestimmte Schlüsselmomente, die für mich einfach so unfassbar geil sind, dass ich sagen würde, das rechtfertigt den ganzen Hassel drumherum und alles, was irgendwie vielleicht blöd ist. Ich weiß, wenn der Aufbau Richtung finale Phase geht und die Technikdienstleister ankommen, die PAs aufbauen, Licht programmiert wird und dann kommt das Akustikbüro und dann werden alle PAs eingepegelt. Das ist so ein Moment, da lässt jeder auf dem Gelände alles liegen und alle sind dann auf irgendeiner Stage und da spürst du es dann das erste Mal. Im Fall der Fälle sind die Besucher schon auf dem Campingplatz, die kriegen es also halt auch mit und ich finde, wenn man sich das so durch den Kopf gehen lässt, ist es einfach ein unfassbar geiles Gefühl. Man sitzt monatelang daran, man plant, man denkt sich durch und es ist alles irgendwie nur ein Konzept auf dem Papier. Und klar geht auch mal was schief, aber es sind genau solche Momente, die das Ganze am Ende worthwhile machen, ob man dafür Geld kriegt oder nicht. Zumindest aus meiner Perspektive. Okay, danke schön. Also das heißt, ihr würdet sagen, dass es letztendlich dieser Moment ist, dass ihr was Tangibles nachher geschaffen habt, wo ihr sagt, geil, das ist es. Ich meine, ich habe auch gerade gesehen, wie du, als du angefangen hast zu reden, einfach gestrahlt hast dabei. Also scheint ja irgendwas dabei zu sein. Ja, und ich glaube, du hast eben gesagt, dass es süchtig macht. Das kann ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Also ich glaube, eine Geburt ist auch ein bisschen so, dass man sich währenddessen und danach denkt, um Himmels Willen, nie nochmal und dann ist es sofort wieder vergessen und man hat schon wieder Bock aufs nächste Jahr. Und es ist einfach auch verdammt cool, mit einem Walkie-Talkie rumzulaufen. Dann vielleicht noch eine ganz kurze Abschlussrunde und to end on a positive note, also vielen Dank auch nochmal für deine Rückfrage. Was ist das, auf das ihr euch am meisten freut nächstes Jahr für die Festivalproduktion? Tja, das, was süchtig macht, also die Euphorie einfach wieder zu spüren. Und ja, wenn alles irgendwie so zusammenkommt, wie man es geplant hat, wenn man eine Gruppe an Menschen zusammenbringt, die einfach auch im Aufbau schon so eine gute Zeit hat und wenn man dann am Ende auch Menschen auf den Bühnen sieht oder in den Workshops, die ja, sich in den Armen liegen, die Musik genießen, wie auch immer, das gibt einem alles eigentlich. Ja. Wir haben bei Tanz auf dem Vulkan ja auch immer noch einen Opernchor dabei und ich freue mich schon sehr auf die Proben für 2026, weil wir dieses Jahr auch noch vielleicht ein paar größere Artists dabei haben und das sind immer die schönsten Momente, wenn die dann das allererste Mal ihre eigenen Lieder mit dem Chor zusammen hören und alle irgendwie darauf reagieren und teilweise auch anfangen zu weinen und so und das ist immer sehr schön. Also ich kann einen Großteil von dem, was Fabienne gerade gesagt hat, mehr oder weniger komplett unterstreichen. Es ist für mich eigentlich genau das Gleiche. Ja, vielen Dank euch. Vielen Dank, dass ihr so ehrlich geteilt habt, wie es euch ergeht, was ihr erlebt in der Festivalarbeit. Danke euch fürs Dabeisein und danke an die FOF, dass wir hier sein durften. Und
Du Fall. bist die Ja, Abmoderation, richtig? Genau, ich bin die Bühnenmoderatorin. Ich habe euch vorhin nicht anmoderieren können, weil ich noch auf einem anderen Panel war. Ich habe versucht, dich zu vertreten, das hat so mitgeklappt. Ja, danke schön, danke schön. Aber ich würde sagen, ey, das Publikum gibt dir auf jeden Fall recht. Wie ich gegangen bin, war es noch nicht so voll. Und ich glaube, die vier haben sich einen richtig fetten Applaus verdient. Ja. Also vielen, vielen Dank auch von Seite des Future of Festivals. Wir haben jetzt eine Viertelstunde Umbaupause und dann geht's weiter mit einem ganz, ganz wichtigen Thema, weil wir schauen uns nämlich an, wie es richtig geht, in der Festivalbranche den Staffelstab abzugeben. Insofern freue ich mich, wenn wir uns alle hier in einer Viertelstunde direkt wiedersehen. Bis gleich.
Hallo und sehr herzlich willkommen zurück hier auf der Campus Stage. Mein Name ist Mia, ich bin eure Stage-Moderatorin hier heute schon den ganzen Tag und ich freue mich sehr, so viele von euch hier zu sehen. Falls es euch vom Sound her ein bisschen zu laut und wuselig sein sollte, am Eingang gibt es Kopfhörer über Channel 5, könnt ihr euch dann direkt zuschalten und noch besser mithören. Ansonsten habe ich noch einen kleinen organisatorischen Hinweis für euch. Hier findet um 18:30 Uhr, da hinten, wo die Speakers Lounge ist, wo danach alle rein dürfen, der Future of Festivals Award statt. Für den könnt ihr jetzt gerade noch mitvoten in der App. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann später alle da sehen, weil da gibt es dann nämlich auch die Aftershow-Party. Ich bin mir sicher, auf die freuen wir uns alle gemeinsam schon ganz besonders. Worauf ich mich jetzt auch besonders freue, das ist der nun folgende Programmpunkt, denn das ist sozusagen der Headliner auf der heutigen Campus Stage. Es geht ums Thema, wie wir den Staffelstab abgeben in der Festivalbranche. Und dazu haben wir Menschen aus den unterschiedlichen Generationen, in unterschiedlichen Schritten ihrer Karriere, mit unterschiedlichen Verbandelungen, würden wir so schön in Österreich sagen. Und ja, ein ganz, ganz hochkarätiges Line-up mit einem großartigen Moderator. Und ihr seht schon, ihr hört schon, das Gelächter, die haben sich schon richtig, richtig gut eingequatscht da drüben. Links und rechts sozusagen. Und ich freue mich jetzt, Sie hier zu mir auf die Bühne zu bitten. Das ist einmal Andi Olscher, Kira Teige, Johanna Stark und Alex Krüger. Kommt's gern rauf zu mir mit einem herzlichen Applaus. Jawohl, the stage is yours. So, ja, vielen Dank für die Anmoderation. Wow, das fühlt sich total gut an, so auf die Bühne geholt zu werden. Ja, ich darf euch auch begrüßen. Ich mache heute die Moderation. Ich bin Andi vom VP Bayern, also vom Verband für Popkultur in Bayern. Ich mache bei uns Festivalförderung, Clubförderungen und ja, bin so das ganze Jahr eigentlich unterwegs und schaue mir unterschiedliche Festivals an. Was eine wahnsinnig schöne Aufgabe ist, weil man dadurch auch ganz viele verschiedene Perspektiven irgendwie mitbekommt. Und wir versuchen heute mal einen Punkt so ein bisschen rauszupicken, nämlich Festivalübergaben, Generationswechsel, Nachwuchs bei Festivals und werden ganz viel über die emotionale Komponente reden. Ich würde jetzt starten damit, dass sich einfach vielleicht die Speakerinnen selber vorstellen. Magst du vielleicht einmal starten? Ja, gerne. Mein Name ist Johanna Stark. Mein clubkultureller Background kommt aus der Festivals-Szene. Also ich bin ein Draußen-Mensch, wenn es ums Feiern geht. Mittlerweile arbeite ich für die Clubkommission in Berlin. Das ist der Verband für Berliner Clubkultur. Genau. Und gleichzeitig engagiere ich mich auf Bundesebene bei der LiveCom, die Live Music Commission, die auch der Verband für Live-Musikspielstätten ist. Das ist so mein jetziges Tun. Ich habe 2019, glaube ich, auch das Ilm-Puls Festival gegründet. Findet in Ilmenau statt, beziehungsweise leider jetzt nicht mehr. Vielleicht kommen wir später auch nochmal drauf, warum. Genau, es war so ein Open Air in einer kleinen Studiestadt in Thüringen. Und da habe ich so ein bisschen Praxiserfahrung sammeln dürfen. Genau, und jetzt bin ich auch so ein bisschen Freelance unterwegs noch auf verschiedenen Festivals und darf mich da einbringen. Ja, super. Kira, magst du weitermachen? Ja, ich bin Kira Teige, bin seit über 10 Jahren in der Event- und Festivalbranche unterwegs und habe tatsächlich vor 10 Jahren als Praktikantin damals beim FOF Festival angefangen und jetzt dann letzten September die Geschäftsführung übernommen. Super, danke. Und Alex? Hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist Alexander Krüger. Ich komme ursprünglich aus dem Harz, habe da mit 16 angefangen, meine ersten Festivals und Raves zu veranstalten und bin dann vor jetzt 18 Jahren nach Berlin gekommen und habe diverse Festivals mitgegründet, unter anderem das FOF Festival, das Hole Festival, das Rocken am Brocken Festival, Art Lake Akasha und allerwichtigste Festival für euch alle, das Hier und Jetzt Festival für Kinder. Das haben wir nämlich jetzt gerade angefangen, vor 3 Jahren. Und da geht es vor allen Dingen darum, Kindern und Jugendlichen die Festivalkultur nahezubringen und bewusst ein Festival zu kreieren, was nicht für Erwachsene mit Kindern ist, sondern für Kinder, wo sie ihre Eltern mitbringen dürfen.
Super. Wir werden heute am Panel vor allem darüber sprechen, dass Festivals eben so viel mehr sind als einfach nur ein Beruf und deswegen auch die Übergabe sich natürlich unterscheidet von einer einfachen Firma, die jetzt in der Wirtschaft irgendwo tätig ist, sondern es geht hier viel mehr um Emotionen, um Leidenschaft. Jedes Festival ist immer Teil der Identität der Menschen, die dahinter stehen. Und das macht natürlich den, sag ich mal, Prozess der Übergabe wahnsinnig schwierig, weil es einfach viel mehr dahinter steht. Wir werden dann versuchen, so ein bisschen herauszufinden, was die Unterschiede sind, auch im Ehrenamt, welche speziellen Probleme da dazukommen und welche Chancen dann am Ende hoffentlich auch dadurch entstehen können und wieso das Ganze so wichtig ist. Zum Einstieg, um diese Emotionalität auch zu unterstreichen, haben wir jetzt ein kleines Video dabei, nämlich das Aftermovie vom Feel Festival. Das würde ich jetzt kurz mal abspielen. Okay. Ja. So, da würde ich gleich anknüpfen mit der Warm-up-Frage. Kira, Alex, an euch beide mal. Vielleicht versuchen in 1, 2 Sätzen, was bedeutet das Feel für euch, wenn ihr ans Feel denkt? Was sind die ersten Emotionen? Also das Feel wurde vor 15 Jahren in meiner WG-Küche in der Reichenberger Straße 133 in Berlin-Kreuzberg gegründet. Einfach aus der Idee heraus einen Ort zu schaffen, wo Menschen frei sein können, abseits des Alltags und sich sozusagen selber erfinden können und selber ihre Emotionen mit anderen teilen können, uneingeschränkt von sonst normalerweise Strukturen, die wir im Alltag haben und die uns oft vielleicht diese Grenzen erschweren. Und genau, wir wollen einen ganz, ganz inklusiven Ort schaffen und einen Ort vor allen Dingen natürlich auch in Brandenburg, der auch ganz klaren Rechtsruck erfährt, und da haben wir auf jeden Fall mit zu kämpfen. Also wir schaffen dort einen Ort, der Gemeinschaft und Vielfalt und Freiheit verkörpert. Super, Kira. Ich muss sagen, so ganz persönlich für mich ist es tatsächlich irgendwie mein Zuhause, weil ich damals dort als Praktikantin angefangen habe irgendwie da meinen kompletten Weg, den ich jetzt in die Branche eingestiegen habe, dort entwickelt und habe unglaublich viel dort lernen dürfen. Und ich glaube, da gehen wir wahrscheinlich noch tiefer drauf ein. Aber ja, deshalb, ich habe so viele Menschen dort kennengelernt. Das ist, vorhin in dem Panel hieß es auch schon mal, man trifft dann jedes Jahr immer wieder Menschen wieder, die man ab und zu oder teilweise nur im Sommer
Sommer sieht, aber es fühlt sich so an, als würde man sich schon ein Leben lang kennen und ja, es ist immer wieder schön, jedes Jahr dort zurückzukehren und den Sommer dort zu leben auch. Jana, willst du gleich anschließen, was für dich so die Magie ausmacht von dem Ehrenamt am Festival? Also wenn du dich für ein Festival engagierst, wieso macht man sich die ganze Arbeit? Vielleicht auch da ganz kurz der emotionale Hintergrund. Ganz kurz schwierig, weil es, glaube ich, sehr viele Faktoren gibt, aber in der perfekten Vorstellung würde ich sagen, ist es besonders, weil die Menschen alle unterschiedliche Professionen haben. Also ich habe nicht FestivalmacherInnen, die quasi das gelernt haben oder irgendwie so eine Ausbildung dahinter ist, sondern ich habe ÄrztInnen, ich habe irgendwelche Menschen, die gerade studieren, unterschiedliche Backgrounds, also Professionen, die im normalen Leben stattfinden und auf dem Festival dann aber ein gemeinsames Ziel irgendwie, ja, Kultur zu gestalten und Freiräume zu kreieren, also losgelöst von so einer alltäglichen Struktur, sich da zu treffen und Menschen zu treffen, die man wahrscheinlich sonst nie begegnen würde. Super, danke euch. Dann gehen wir zu unserem Hauptthema über. Ich habe mir das so überlegt, dass wir irgendeinen roten Faden brauchen ja bei einem Panel und den werde ich jetzt so durchführen, dass wir einfach quasi den Schritt durchgehen, wie schaffe ich es, die Struktur in meiner Festivalorganisation so aufzubauen, dass sie von vornherein neue Leute reinholt, einlädt, die auch einen Platz haben, wo sie andocken können, wie ich dann Aufgaben abgebe und wie ich es dann auch wirklich loslasse. Also da bewegen wir uns einfach chronologisch jetzt ein bisschen durch, immer mit der Prämisse, dass quasi das Allerwichtigste und die größte Voraussetzung für so eine gelungene Übergabe einfach eben solche nachhaltige Strukturen sind. Da habe ich mir gedacht, weil wir jetzt ja nicht irgendwie 30 Festivals auf dieses Panel bekommen, hole ich uns so ein paar kleine Zitate noch von anderen Festivals. Da würde ich auch gern reinstarten, gleich mit eins vom Johannes vom Singolsand Festival, natürlich in Bayern. Und der habe ich auch einmal mal nachgefragt. Das ist ein ganz ehrenamtlich organisiertes Festival, wie es denn bei denen aussieht. Wie läuft es? Erreicht ihr neue Leute? Ist es einfacher, schwieriger geworden, Leute fürs Festival zu begeistern? Und da war auch, wie viele von euch wahrscheinlich bestätigen können, die ganz klare Rückmeldung, es ist immer schwieriger, Leute wirklich nachhaltig in die Festivalorganisation mit reinzuholen und zu begeistern, einfach weil die Konkurrenz so viel größer geworden ist und weil einfach das, zumindest war das Johannes seine Erklärung, das Commitment von Leuten langfristig auch da wirklich das Jahr über Energie und Arbeit reinzustecken, leider ein bisschen gesunken ist. Ich will jetzt ein bisschen darüber sprechen, wie ihr das seht, wie ihr das erfahren habt. Und würde vielleicht anfangen, dass ich dir, Alex, das mal zuwerfe. Wie hast du das die letzten Jahre so erfahren? Mit neue Leute ins Viel reinholen, neue Leute begeistern. Hast du die begeistern müssen oder sind die ganz von alleine gekommen? Also ich glaube, wer ein Festival veranstaltet oder auch Lust darauf hat, da teilzuwerden, der hat erstmal eine ganz, ganz große intrinsische Motivation, die einfach aus einem heraus entsteht. Und natürlich müssen die Rahmenbedingungen, die man schafft, für das Team und für die Mitarbeitenden und für die Kollektive, für alle Menschen, die daran beteiligt sind, gut sein und motivierend und empowernd. Aber erstmal geht die Grundmotivation, glaube ich, von den Menschen selber aus. Und das gibt uns auch die Kraft, diesen Wahnsinnsalltag zu schaffen, so eine Festivalproduktion über so viele Jahre auch umzusetzen. Und ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt, dass die Grundmotivation sozusagen intrinsisch kommt und dann die Rahmenbedingungen so sind, dass sich Menschen gut weiterentwickeln können. Absolut. Kira, gehst du da so mit oder willst du da was ergänzen dran? Wie ist es beim Viel? Wie hast du das erfahren, so die letzten Jahre, jetzt auch das erste Jahr, wo du dann quasi ganz die Geschäftsführung übernommen hast? Hast du das Gefühl gehabt, es stehen Leute Schlange, dass sie sich bei euch engagieren oder ist es das genaue Gegenteil? Nimm uns da mal vielleicht mit rein. Also ein Punkt, der total wichtig ist auch die Generation sozusagen, die dann auch schon wieder nach mir kommt. Wir hatten auch in diesem Jahr wieder ganz viele wundervolle PraktikantInnen, die uns unterstützt haben, die teilweise super jung waren und wirklich mit so einer krassen Energie und Leidenschaft uns unterstützt haben, wo dieser klassische Spruch von, ja, die jungen Leute, die machen ja irgendwie nichts mehr und von denen kommt nichts, stimmt auf jeden Fall nicht. Und gab es, glaube ich, auch in jeder Generation, dass es auch ein paar Leute gibt, die einfach da nicht so Lust drauf haben, da so ihre Energie reinzustecken. Das ist ein wichtiger Punkt, aber klar, es ist natürlich trotzdem, auch das sehen wir, dass gerade in dem Volunteer-Bereich es schon auch nicht immer so einfach ist, genügend Menschen zu bekommen, die sich den Wahnsinn beitreten wollen und dabei helfen wollen. Johanna, was
Kannst du zusammenfassen, was für dich das Wichtigste ist in so einer neuen Struktur oder in so einer bestehenden Struktur, dass du das Gefühl hast, du hast eine Möglichkeit, dich anzudocken, kannst da mitmachen, bist eingeladen? Kommunikation, dass man das kann. Ich glaube, ganz oft ist es so, da ist ein Festival, da kann ich irgendwie hingehen als Besucherin und konsumieren, aber das ist eine Struktur, in die ich mich auch einbringen kann. Ich glaube, da können wir fast alle Festivals noch ein bisschen dazu lernen und ein bisschen mehr kommunizieren, irgendwie opener sein. Man hat das irgendwie auf Social Media, aber ich sehe es fast nirgends, wenn ich auf ein Festival komme, dass ich mich da auch informieren kann und sagen kann, ey, ich finde es gerade so geil, in dem Moment will ich mich jetzt entscheiden, auch nächstes Jahr zu helfen. Also vielleicht ist das auch nochmal so eine Idee, wirklich auf dem Festival die Menschen direkt anzusprechen und zu sagen, so, hey, hier ist der QR-Code, trag dich ein, wir sagen dir Bescheid, wenn wir das erste Infotreffen machen für nächstes Jahr, wenn wir in die Planung gehen. Ja, absolut, das finde ich eine super Idee. Es ist ja auch, wenn man Leute dann mit einlädt, ist ja dann oft die erste Hürde, den Wissen zu vermitteln. Oft sind es ja auch hoffentlich Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung haben und man kann die quasi für diese Branche begeistern. Kira, wie war das bei dir? Wie hast du das erfahren? Was war das Wichtigste, um das Wissen auch zu erhalten aus dem Team? Wie war das bei euch? Also ich habe damals, ich habe auch studiert und habe mir überlegt, ich mache mir so mein eigenes duales Studium, studiere BWL und suche mir nebenbei einen Job, der so in die Festivalrichtung geht, weil das mein großer Traum war, bei Festivals zu arbeiten und Festivals mitzugestalten. Und dann hatte ich tatsächlich das Glück, bei Alex das Praktikum machen zu dürfen, wo er mir auf jeden Fall sein ganzes Netzwerk geteilt hat, was ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Ich glaube, es wurde in der ganzen Konferenz immer wieder betont, dass so diese Netzwerkarbeit, sich zusammenzuschließen, auch sich zu trauen, irgendwie zu fragen, auf Leute zuzugehen, total wichtig ist. Und aber auch auf der anderen Seite, wenn wir bei dem Thema Staffelstab sind, auch von der anderen Seite wirklich zu sagen, ey, ich bin auch bereit, dieses Netzwerk zu teilen und Informationen weiterzugeben und nicht irgendwie zu gatekeepen. Ich glaube, das ist auch einfach in beide Richtungen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Absolut. Alex? Ich glaube, Kultur und das gemeinsame Miteinander lebt einfach auch davon, dass wir Wissen teilen und die Energie, die da ist, auch weitergeben. Und das war ganz, ganz schön bei Kira zu sehen, einfach, wie sie sich von Anfang an einfach so unglaublich krass reingehängt hat und bereit war, jede Energie aufzusaugen, jedes Wissen aufzusaugen und in jeder Situation auch am Start zu sein. Und ich hatte bei ihr immer schon das Gefühl, dass sie diese Extrameile geht, also dass sie bereit ist, einfach sich in Dinge super tief reinzuarbeiten und war von Anfang an krass begeistert von ihr und wo ich gedacht habe, wow, das ist ja der Wahnsinn, was ist denn jetzt hier los? Und genau, das hat sie einfach in den letzten Jahren immer und immer weiter perfektioniert und ist natürlich da auch an verschiedenen Stellen auch unterstützt worden von uns und von mir, aber hat natürlich auch selber aus sich heraus diese Energie gehabt und das gut genutzt. Was ist für dich dann die Motivation, dass wenn du bei Kira dieses Feuer siehst für die Sache, dass du dann sagst, da will ich jetzt unterstützen, das sehe ich und das will ich jetzt irgendwie empfachen einfach? Also ich spüre halt ganz krass die Ablehnung, die ich selber erlebt habe, als ich mit 16 angefangen habe und Menschen gesagt haben, ey, du bist viel zu jung, Veranstaltungen zu organisieren. Das war halt im Harz, da ist sowieso alles ein bisschen konservativer, aber solche Situationen können dir überall auf der Welt passieren, dass du halt sozusagen diskriminiert wirst für dein Alter und Menschen in dir erstmal vielleicht eine Gefahr sehen oder eine Bedrohung oder was passiert da jetzt oder was ist das überhaupt Kultur und was ist laute Musik, okay, gefährlich. Und diese Situation hatte ich immer mein ganzes Leben lang, dass immer wieder an Stellen gekommen ist, wo man dann gemeinschaftlich als Team agieren musste, aber auch alleine sich sozusagen durchmanövrieren musste. Und ich glaube ganz fest daran, dass wenn wir in der Lage sind, das Wissen und das Netzwerk und das Know-how und die Energie, die wir aufgebaut haben, wenn wir die weitergeben, dann kann die Kulturarbeit auch weiter funktionieren. Und ich glaube, da ist, die Schnittstelle, dass man nicht nur an sich denkt und versucht, seinen Besitzstand zu wahren und sein Wissen irgendwie abzukapseln, sondern von Anfang an das Wissen teilt und so empowert. Das ist, glaube ich, der Schlüssel der Staffelstabübergabe, ist das Empowerment von Menschen, die motiviert sind und die für die Kultur kämpfen. Super. Stichwort Fehlerkultur. Wenn wir über Wissen und Erfahrungen weitergeben sprechen, dann ist ja auch immer so der nächste Schritt. Zum Glück hat Kira nicht alle Fehler von mir übernommen, das ist gut. Ja, ich finde schon, der nächste Schritt ist dann auch einfach dann zu sehen, man hat neue Leute dabei und es werden
ganz normal und ich glaube, es wäre unnatürlich, wenn nicht Fehler entstehen. Wenn man neue Leute irgendwie das Wissen weitergibt, dann wird was missverstanden. Wie habt ihr das beim FIL geregelt, wenn ihr neue Leute dabei habt? Welche Fehlerkultur versuchst du aufzubauen bei euch im Team? Ich glaube, es ist total wichtig, dass es gar nicht nur für neue Leute gilt, sondern ich mache genauso Fehler, also es gilt für uns alle. Und was total wichtig ist, was ich eingeführt habe, wir machen am Ende jeden Monats machen wir so ein Feedback-Meeting, wo wir verschiedene Fragen reingeben. Und ich glaube, es ist total wichtig, einfach eine Struktur und einen Vibe zu schaffen, dass man sich auch wirklich traut, Themen anzusprechen, auch unangenehme Themen auch anzusprechen, Feedback zu geben und aber es ist natürlich auch total wichtig auf der anderen Seite, dass dieses Feedback auch dann umgesetzt wird und daran gearbeitet wird, weil sonst verhärtet sich irgendwann und hat keiner mehr Lust, Feedback zu geben. Von daher ist es total wichtig, nicht nur zu sagen, du Fehler machen und es wird schon alles und am Ende ist man dann doch sauer oder es gibt doch Konsequenzen, sondern man muss es halt wirklich gemeinsam auch durchziehen und auch wirklich das so meinen, anstatt es nur zu sagen. Ich glaube, das ist total wichtig. Johanna, willst du da ergänzen? Siehst du es genauso mit Fehlerkultur? Was ist dir noch wichtig da dabei? Ich würde sagen, da gibt es wahrscheinlich so ein bisschen einen anderen. Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass so ein ehrenamtliches Festival ja eigentlich ein Produkt von Gemeinschaft ist. Ne? Da gibt es jetzt nicht so eine Person, die so eine klare Vision hat für wie das Festival auszusehen hat, sondern das Endprodukt Festival kommt aus ganz vielen einzelnen Menschen, die das gemeinsam schaffen. Und ich fand den Gedanken auch gerade nochmal ganz spannend, wenn wir von Fehlern reden, dann heißt es ja, es gibt ja was du richtig und was du falsch machen kannst. Und ich glaube, da müssen wir uns auch als etablierte FestivalmacherInnen so ein bisschen entspannen und sagen so, nur weil ich das so als richtig empfinde, muss es für jemand anderes nicht richtig sein. Also ich glaube, vielleicht ist auch so ein bisschen Fehlerkultur der falsche Ansatz, sondern eher so, wie viel Freiraum lassen wir für Gestaltung und wie viel können wir loslassen von unserer eigenen Idee, Vorstellung von dem Festival, was wir irgendwann mal gemacht haben, um dann eben auch den Staffelstab übergeben zu können. Absolut. Ich finde, da ist die Unterscheidung einfach auch ganz wichtig. Was sind Dinge, die ich mir einfach so vorstelle und was sind Dinge, wo brauche ich Verbindlichkeit, weil die müssen sitzen. Das muss sein, wenn ich dem sage, bitte pack die Notausgänge dahinter, müssen die einfach die Breite haben, dann darf da keine Bierkiste mehr drinstehen vom Aufbau. Solche Dinge finde ich, glaube ich, sehr wichtig, da auch sich selber so ein bisschen kritisch zu hinterfragen, wo ist es jetzt mehr mein Ego, was da im Weg steht, weil ich nicht will, dass es sich verändert und wo muss man diese Verbindlichkeit einfach auch einfordern. Und das habe ich auch bisschen mit, für mich so ein bisschen in dieser Chronologie, in meinem roten Faden bei dem Panel, dann im nächsten Schritt quasi, wenn nur Leute drin sind, eben dieses Bilden von Vertrauen für mich ein bisschen zusammengefasst. Weil ich finde, wenn man die Leute eingeladen hat, dann ist der nächste Schritt einfach dieses, und das habe ich dankenswerterweise ganz oft erfahren, denen einfach einen Vertrauensvorschuss zu geben mal. Und da würde mich interessieren, wie hast du das erfahren beim Alex? Weil du hast ja, wie es sich anhört, genau das bekommen von ihm. Voll, ich glaube, der Vorteil jetzt darin ist, dass ich jetzt nach so vielen Jahren das Festival übernehmen darf, ist, dass wir einfach über so lange Zeit zusammenarbeiten konnten, Visionen teilen konnten, uns aber auch gemeinsam einfach so ein Ping-Pong-Spiel daraus entstanden ist und wir sind uns auf jeden Fall immer auf Augenhöhe begegnet, was dort, glaube ich, auch extrem wichtig ist, dass es eben halt nicht dieses von oben herab gibt und nicht, ich bringe dir jetzt was bei sozusagen, sondern dass es ein Begegnen auf Augenhöhe und dann auch sozusagen wirklich ein Teilen von Ideen, aber auch die Offenheit dafür, neue Ideen anzunehmen. Auch die Chance zu sehen, auch von der jungen Generation, also auch wie Kira auch schon gesagt hatte, wir haben halt wirklich im Team Leute, die sind 42 wie ich, ein paar sind noch älter, aber wir haben auch Leute, die sind 19, 20 und die bringen noch eine ganz andere Perspektive rein. Und es ist so schön, das zu sehen und diese Energie und das Wissen auch aufzunehmen und daraus selber sich zu reflektieren und viel zu lernen. Und dafür muss man natürlich auch bereit sein. Man muss bereit sein, auch die Augen zu öffnen und den Geist zu öffnen für das Wissen, was dann von jemandem, der halb so alt ist, wie man selber kommt. Und das ist aber eine große Chance. Aber wenn man die Chance nicht sieht, dann ist man auch nicht in der Lage, den Staffelstab abzugeben, sozusagen. Meine nächste Frage an dich wäre gewesen, wie man diese Kontrolle abgibt und akzeptiert, dass sich was verändert.
genau das, oder? Ja, und ich glaube, man muss sowieso auch bereit sein, Kontrolle abzugeben beim Festival. Das ist, glaube ich, ganz, ganz normal. Da passieren auch mal Dinge, die einfach nicht kontrollierbar sind. Und das macht es ja auch aus, dass es irgendwie auch eine gewisse Eigendynamik hat. Und das ist ganz, ganz schön. Nee. Und ich glaube, man muss sich vertrauen. Und ich glaube, dieses Vertrauen entsteht natürlich auch dadurch, dass man miteinander arbeitet, viel Zeit miteinander teilt und bereit ist, auch eine Fehlerkultur zu akzeptieren und auch zu sagen, okay, wenn es mal nicht funktioniert, dann stehen wir aber alle auch zusammen dafür gerade ein und helfen uns gegenseitig, dass wir in schwierigen Situationen als Team zusammen agieren und als Team das ganze große Festival sehen sozusagen. Ja. Johanna, welche Rolle spielt für dich im Ehrenamt dann Verbindlichkeit und Vertrauen? Welche Erfahrungen hast du da gemacht schon? Kannst du da irgendwas berichten? Ne? Ich würde noch einen kurzen Bogen zurückschlagen, weil ich mir ja gerade noch mal daran erinnern durfte, dass gestern gab es eine kleine Keynote zu Naivität und warum das irgendwie so ein Faktor ist, der auch vorantreiben kann. Ne? Naivität ist irgendwie so negativ konnotiert. Die Quintessenz war, holt euch junge Menschen ins Team, die keine Erfahrungswerte haben und die vielleicht eben Fehler machen, ne? Das, was man schon erprobt hat, keine Ahnung, Räume so zu gestalten, dass sie funktionieren. Wird dann mal ein Fehler gemacht, aber dadurch entstehen wieder irgendwie neue Möglichkeiten oder Veränderungen oder man merkt so, okay, das, was wir schon immer so gemacht haben, gibt dann keinen Spielraum mehr für Veränderungen oder neue Ideen oder dass sich im Geschehen was entwickelt, weil es halt alles schon so eingetaktet ist. Genau, also eigentlich eben diese neue Unbeschwertheit oder Unerfahrenheit vielleicht auch als so Motor zu nehmen, der Veränderungen bringt. Ja, finde ich eigentlich ein schöner Gedanke, weil ich glaube, da ist ja das Thema dann, wie gelingt es, dass man quasi Werte, also mit den Werten, wie sage ich dann, mit der Identität des Festivals einfach auch vorsichtig umgeht. Heißt, alte Werte respektiert und irgendwie den Kern des Festivals irgendwie beschützt und trotzdem so diesen Spagat wagt, auch mal neue Dinge dazu zu holen. Wie war das denn für dich, Kira? Wie bist du daran gegangen, quasi erste Dinge zu verändern und aber trotzdem halt das Feel-Festival trotzdem das ist, was es ausmacht? Wie gesagt, ich glaube, dadurch, dass ich so lange dabei bin, habe ich den Kern auch selber sehr stark verinnerlicht. Aber ich glaube, auch da ist es total wichtig, auch als Person sozusagen, die das Festival übergibt, nicht sozusagen an der eigenen Idee festzuhalten, sondern auch darüber hinaus das Lebenswerk als Kulturförderung und als Kulturförderung vor allem für junge Menschen und sozusagen dieses eigene Lebenswerk nicht nur als das Produkt zu sehen, sondern auch einfach, dass man junge Menschen dabei unterstützen kann, dass man eine Plattform bieten kann, was zum Beispiel auch mir ein unglaublich wichtiger Punkt ist, dass man Menschen dort zusammenbringt, dass man aber vor allem auch, wir haben so viele KünstlerInnen und Kreativschaffende, die teilweise bei uns mit einer ganz kleinen Installation angefangen haben und mittlerweile riesige Bühnen auf der ganzen Welt bauen und das bedeutet mir so viel, dass wir diesen Ort schaffen, auch da wieder junge Menschen reinzuholen, die sich auch ausprobieren können, gerade auch KünstlerInnen, die vielleicht in so einem, zum Beispiel in so einem White Cube Museumsaspekt noch nicht die Chance haben, sich da zu etablieren und die einfach da so ein bisschen schauen können, wie können sie ihre Kreativität weiterentwickeln, wie können sie sich zeigen und dieser Plattformcharakter in alle Richtungen ist einfach sehr, sehr wichtig und ich glaube, das ist so auch einer der Kerne des Feel-Festivals. Absolut. Ich finde einen schönen Punkt, den du gerade angesprochen hast, Festivals bringen immer Menschen zusammen. Ich glaube, das ist der kleinste gemeinsame Nenner von allen Festivals, die die Tage da sind. Und das unterstreicht für mich auch so eine Sache, die ich unbedingt in der Moderation thematisieren wollte, nämlich, dass es ja auch von Festival zu Festival enorm unterschiedlich ist. Das finde ich, unterstreicht auch so ein bisschen das Zitat, was der Niklas vom Taubertal mir auf die Frage dann gegeben hat, wie das bei Ihnen aussieht, wie Sie gerade diese neuen und alten Werte quasi harmonisch miteinander vereinen. Und ich finde, der hat es wahnsinnig schön ausgedrückt, als er gesagt hat, die Festivals sind für ihn immer ein Happening für mehrere Generationen und deswegen muss man so Veränderungen auch einfach langsam und harmonisch einfach natürlich entwickeln lassen, anstatt dass man jetzt einen Clean Cut macht und versucht hier eine ganz neue Identität aufzuziehen, weil dann natürlich so ein Stück weit der Kern der Sache verloren geht. Ich würde
Willst du dazu was ergänzen? Ja, was natürlich ja auch total wichtig ist, genau was du sagst, dass ja auch verschiedene Altersgruppen auch einfach auf dem Festival sind. Und wenn du dann von heute auf morgen sagst, wir machen jetzt nur noch was für die super junge Generation, dann grenzt man ja auch da wieder die Menschen aus, die zum Beispiel schon sehr lange dann zu dem Festival gehen. Und auch da muss man ja schauen, unabhängig jetzt von den eigenen Werten, auch wie kann man auch die Besuchenden auf diese Reise mitnehmen und nicht von heute auf morgen entscheiden, wir fahren einfach in eine ganz andere Richtung und somit Worst Case Besuchende zu verlieren. Absolut. Da ist ja dann auch für mich der schönste, ich fange nochmal von vorne an, der schönste Moment war für mich eigentlich in der Vorbesprechung, wenn wir einen kurzen Call hatten, hattest du gemeint, Alex, dass es für dich wahnsinnig schön ist zu sehen, wie sich genau diese Entwicklungen in deinem Lebenswerk irgendwie jetzt abspielen und wie sich das weiterentwickelt. Magst du kurz mal erklären, was das für dich bedeutet? Ja, also ich stehe jeden Morgen auf und kämpfe für die Kultur und es gibt halt super viele andere Menschen, die auch jeden Morgen aufstehen und für die Kultur kämpfen und da bin ich einfach unglaublich glücklich mit in dem speziellen Fall über Kira auch wie diese Entwicklung entstanden ist und wie sie sich auch in diesem Jahr behaupten konnte und wie sie uns allen gezeigt hat, dass es völlig egal ist, wie alt man ist, völlig egal, was man für ein Geschlecht hat. Es geht darum, dass man sich richtig, richtig reinhängt und es geht vor allen Dingen darum, dass man es schaffen kann, auch als junge Person voll am Start zu sein. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Energie, die sie hatte, ist einfach unbeschreiblich. Da sind wir auch alle dankbar, Kira, dass du das wirklich so besonders gemacht hast. Und das ist natürlich ganz klar, man baut das auf über Jahre, Jahrzehnte. Ich habe mit 16 angefangen und ich will es auch noch einige Jahre weitermachen. Und ich spüre einfach, dass der Freiraum auch für kulturelle Orte immer weiter schwindet. Wir leben in einer politisch sehr, sehr schwierigen Zeit und das sind erst die Anfänge von dem, was auf uns zukommen kann. Und dieser Rechtsruck, der sich da darstellt, der muss einfach klar bekämpft werden mit Freiräumen, mit kulturellen Freiräumen, für die wir einstehen müssen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, das kann man nicht alleine, das kann man nur im Team, das kann man nur in der Gemeinschaft. Da muss man miteinander agieren und da braucht es einfach Menschen, die mit voller Energie das Projekt steuern und in dem Fall hat es Kira fantastisch gemacht. Noch einen Applaus mal für Kira. Der Applaus ist auch federführend für alle anderen Menschen, die sich engagieren und am Start sind und alles geben, um die Kultur am Leben zu halten. Absolut. Ich würde es gerne da noch ein bisschen bleiben, eben bei dieser Übergabe und was es auch für eine Riesenleistung ist. Ich wollte hier die Frage, oder habe die Frage aufgeschrieben, welche Ängste euch dann in der Zeit auch beschäftigt haben. Ihr könnt ja darauf vielleicht einfach so stark eingehen, wie ihr gerade wollt. Willst du vielleicht starten, Kira, wie das für dich war? Ist ja auch eine wahnsinnige Verantwortung, stelle ich mir vor. Ja, es ist eine Riesenverantwortung, aber ich hatte auch total Lust auf diese Aufgabe und weiß einfach ein fantastisches Team, was hinter uns steht oder hinter mir steht und bin da unglaublich dankbar und ich glaube, wir haben ja sehr, sehr viele schöne Werte auch dieses Jahr in unser Team gebracht, dass wirklich richtig viele Leute, die bei uns dieses Jahr gearbeitet haben, sofort zu uns kamen und meinen, ey, ich habe Lust auf jeden Fall nächstes Jahr länger zu arbeiten. Das waren irgendwie ein paar Volunteers, die wollten eigentlich nur ein paar Tage da bleiben. Am Ende sind sie irgendwie fast einen Monat geblieben und haben mir jetzt sofort geschrieben, ey, nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall komplett im Bauteam dabei und sowas. Also das war richtig, richtig toll, schön zu sehen, wie wir diese Werte irgendwie auch auf den Platz gebracht haben. Und ich glaube, das merken auch einfach die Besuchenden vor Ort, wenn man einfach gut ineinander greift, wenn Themen einfach funktionieren, wenn man sich ja den Rücken frei hält im Team. Absolut. Alex, willst du auch zum Thema Ängste was sagen? Was hat dich beschäftigt? Es ist ja dann doch auch, sich bewusst sein, dass man das weitergeben will, ist ja dann wahrscheinlich auch nochmal was anderes, als dann letztendlich zu merken, okay, krass, jetzt ist es passiert. Ich glaube, meine Ängste waren vor allen Dingen auf Kira bezogen, weil ich mir auch ein bisschen Sorgen gemacht habe um sie. Wie kann sie mit der Verantwortung umgehen? Mit dem Druck, der auch einfach auf einem lastet, bei so einer großen Produktion, bei so einem bei einer großen Budgetverantwortung, bei einfach Verantwortung für Leib und Leben von 15.000 Besuchenden. Und das ist einfach ein Wahnsinnsdruck, der da auch im Endeffekt auf ihren Schultern liegt. Klar, federn wir als Team das ab, aber das ist für uns alle, für alle Veranstaltenden immer schon eine sehr, sehr große Verantwortung gewesen, so ein Festival zu kuratieren und zu veranstalten. Und da habe ich mir natürlich viel Sorgen um sie gemacht am Anfang, weil ich gedacht habe, hoffentlich schafft sie das und hoffentlich ist es nicht zu viel und hoffentlich können wir sie da als Team auffangen. Und umso glücklicher war ich dann, dass sie das mit Bravour und die schwierigste Situation umschifft hat und ich wirklich gedacht habe, wow.
Darf ich da kurz ergänzen? Gerne. Danke, dass du das Thema ansprichst. Das ist nämlich tatsächlich, ich habe gerade gedacht, wir sprechen hier irgendwie gerade sehr blumig und es ist irgendwie, ne, du hast den Rechtsruck angesprochen, aber sonst haben wir irgendwie gesprochen, easy, man muss einfach nur ein bisschen Wissenstransfer machen und irgendwie Menschen einbinden, dann wird das schon. Aber die Realität ist ja, dass es eigentlich Clubkultur und Festivalkultur gerade extrem unter Druck stehen. Also durch politische Kräfte, aber auch finanzielle Lage, wirtschaftliche Lage. So, es ist sehr herausfordernd gerade. Und ich höre das tatsächlich öfter, auch wenn man über Generationswechsel spricht. Ich finde das ja gerade sehr plakativ, ne? Die Menschen, die seit langer Zeit Festivals machen, sind alte weiße Männer. Bringt mir was aus dem Punkt. Und es geht auch darum, irgendwie das diverser zu gestalten. Also marginalisiertere Menschen in diese Machtposition zu bringen. Gleichzeitig sind diese marginalisierten Menschengruppen aber eben marginalisiert und nicht so stark. Also sie finanzieller prekärer, sozialer prekärer, sind irgendwie wahrscheinlich psychisch instabiler, weil sie diskriminiert werden. Und dann irgendwie zu sagen, aus einer privilegierten, weißen Perspektive zu sagen, so, oh, ich muss jetzt aber, ich spüre schon so diesen krassen Druck, ne, der finanziell ist, der aus Menschen basiert, wo ich mich politisch engagieren muss und ich schaffe es selber schon nicht. Und jetzt soll ich das auch einer Person, die instabiler sein muss, leider, übergeben, das fühlt sich schlecht an. Eigentlich kann ich das nicht guten Gewissens tun. Und ich glaube, das, ne, zudem, dass es irgendwie man selber loslassen muss, man Wissenstransfer schaffen muss, man irgendwie Visionen teilen muss, kommt das auch noch dazu. Also es ist tatsächlich nicht so einfach, irgendwas zu übergeben mit einem guten Gefühl, mit einer stabilen Grundlage, weil eigentlich übergibst du fast gerade, ich glaube, fast alle würden gerade Schulden übergeben, um das auch mal zu benennen. Absolut. Hätte ich nicht besser sagen können. Und vor allem nochmal, ich würde mal kurz ergänzen, auch auf die politische Lage, in der wir uns natürlich da in Brandenburg befinden, aber auch zum Beispiel bei unserem Festival, das wir im Harz veranstalten, das machen wir schon seit 19 Jahren, das ist Rocken am Brocken Festival, das ist direkt in Elend, der Ort heißt auch Elend bei Sorge und in Sachsen-Anhalt passiert was fürchterlich Schreckliches, da wird es wahrscheinlich einen ersten Ministerpräsident geben, der von der AfD-Regierung ist und dann stehen wir nochmal in einer ganz anderen Situation, dann haben wir nämlich eine AfD-Landesregierung und dann müssen wir erstmal schauen, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Für die sind nämlich genau das, was wir machen, nämlich für Freiheit kämpfen, für Toleranz, für Diversität. Das sind genau die Red Flags und da kann es ganz, ganz schnell gehen, dass man auch dann Feindbild und in den Genehmigungsprozessen und in den behördlichen Auflagen ganz schnell auch keine Genehmigung mehr bekommt. Also dieser Entwicklung sehen wir uns jetzt in Sachsen-Anhalt ganz kurz bevor. In Brandenburg sind es noch einige Jahre, bis die nächste Landesregierung gewählt wird, aber das wird auch passieren. Mecklenburg-Vorpommern, die Fusion hat es auch gerade in ihrem Statement gesagt, da ist im nächsten Jahr auch 2026 die Landtagswahl. Also da haben wir nochmal eine ganz andere Druckposition und eine Situation, mit der dann die neue Generation umgehen muss, als wir in dieser Zeit. Ja, und ich will natürlich auch nicht behaupten, dass es irgendwie die ganze Zeit alles locker easy war. Auf jeden Fall gab es auch Momente. Also auf mich wirktest du so. Gab es auch Momente, ja, die einfach richtig, richtig schwierig waren und was auf jeden Fall ein großer Punkt ist, den ich auf jeden Fall lernen durfte, ist auch einfach nach Hilfe zu fragen, wo ich vorher auf jeden Fall nicht so gut drin war, wo wir trotzdem am Ende auch wieder bei dem Netzwerkgedanken sind. Wir haben gestern mit dem Impuls Brandenburg, unserem Verband in Brandenburg gesprochen, wo verschiedene Festivals drin sind und wir uns auch dort gegenseitig unterstützen, um halt genau dafür auch gewappnet zu sein, um sich zu supporten, sei es mit Know-how, sei es mit Material, um Einkaufsgemeinschaften zu gründen, aber auch um zum Beispiel Gesetzesänderungen voranzutreiben, um uns zu schützen und um vor allem auch diesen Spielraum, den Behörden haben, einfach kleiner zu machen und klarere Linien einfach zu haben, um ja, Kultur einfach zu sichern und zu stärken. Und ich glaube, das ist einfach extrem, extrem wichtig, dass wir gerade in diesen Zeiten umso mehr schauen, dass wir zusammenarbeiten, uns nicht als Konkurrenz sehen, sondern ja, einfach schauen, dass wir diese Kultur und das, was wir lieben und fördern, einfach beibehalten können. Definitiv. Also ich bin dir total dankbar, Jonna, dass du es angesprochen hast, dass nicht alles immer blümig ist und alles gut läuft, weil ich glaube, das macht viele aus, wie so ein Festival so stark mit der eigenen Identität verknüpft ist, weil es immer irgendwie Extreme vereint. Also ich finde Festivals, so habe ich zumindest wahrgenommen, auch in den Veranstaltungen, wo ich also beim Veranstalten dabei sein durfte, in der Verantwortung. Es waren immer Momente dabei, weil eben, wie du gesagt hast, diese Verantwortung, irgendwo ist es die Verantwortung um Leib und Leben, ne? Ein wahnsinnig riesiger Druck ist natürlich und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso man dann am Ende, wenn alles gut gelaufen ist, halt völlig zu Recht so stolz ist darauf, was man geschaffen hat und dann ist umso wichtiger, dass diese Orte, die man da geschaffen hat,
eben auch weiter entstehen und weiter wachsen können über die eigene Tätigkeit hinaus. Ich wollte jetzt, bevor wir dann eben auf die Chancen eingehen, die aus sowas rauskommen können, nochmal kurz reingeben bei so einer Übergabe, was die Julia vom Modularfestival gesagt hat. Bei denen ist dann wieder die Situation eine ganz andere. Bei denen ist nämlich so, die haben eine neue Geschäftsführung, die ganz von außen kam jetzt. Und das ist ja dann im Gegensatz zu euch nochmal ganz andere Perspektive, weil es da jetzt bei Ihnen darum geht, wie macht man ein Onboarding so, dass die Person sofort begreift, was macht unser Festival aus, wie können wir im Team so zusammenarbeiten. Ne? Und jetzt kommt das, wieso ich jetzt gerade dran denken musste. Sie hat auch gemeint, es gehört wahnsinnig viel Mut dazu. Es gehört Mut dazu, dass man die Leute einmal anpacken lässt. Mut dazu, dass man eben auch in so einer finanziell wirklich angespannten Lage, in so einem Festival, was vielleicht nicht immer nur perfekt läuft, anpackt und sagt, ich setze mich aber jetzt trotzdem dahinter und ich schreibe meinen Namen am Ende vom Tag drauf und hafte. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Und die Julia hat zusammengefasst mit, es braucht Teamgeist, Mut und Modular Amore, bei Ihnen der Slogan für Leidenschaft fürs Festival. Und das fand ich wahnsinnig schön. Diesen Mut und dieser Teamgeist, der zur Veränderung führt, hat eben, wie wir ganz am Anfang ja schon gesagt haben, auch brutale Chancen, ne? Weil ja auch, wie wir gerade eingestiegen sind, mit dem Lebenswerk von dir, das sich weiterentwickelt, natürlich auch eine Chance entsteht, dass du nicht nur das Festival weitergeben kannst, sondern diese ganzen Erfahrungen, dein Riesennetzwerk, das du aufbauen durftest, an Leute weitergibst, die mit dem weiterarbeiten können und dein Werk ja noch viel, viel nachhaltiger Menschen mitgibst. Magst du kurz sagen, wie sich das für dich angefühlt hat und was dich da motiviert hat, dass du... Ja, einfach ganz tiefes Glück und tiefe Dankbarkeit und Gefühl von extremer Erfüllung, einfach extreme Erfüllung, weil das ist das, wofür ich aufstehe seit vielen Jahrzehnten und was mir extrem am Herzen liegt und das dann weiterzugeben und diese Werte auch zu vermitteln und das ist einfach wirklich ganz pures Glück und Erfüllung. Schön. Wie, Kiri, wie hast du das erfahren? Wir haben ja gerade schon über Wissen und Erfahrungen gesprochen, die weitergegeben werden, aber wie hast du dieses Netzwerk erfahren, was dir Alex mit in die Hand gegeben hat? Das alles, was außenrum noch dazukommt, damit du jetzt quasi das viel in den Fußstapfen auch weiterführen kannst, nachdem du so lange dabei warst? Ja, es ist einfach diese Netzwerkarbeit, weil gerade auf Festivals, es passieren einfach auch immer wieder unvorhergesehene Dinge, wo man dann urplötzlich, keine Ahnung, da muss man dann plötzlich ein Kabel organisieren, was nicht mitgeliefert wurde, dann muss man schnell gucken, fährt noch irgendjemand aus Berlin und dass man sich da irgendwie untereinander connectet oder auch dann wir zum Beispiel mit verschiedenen anderen Festivals und leihen wir uns auch verschiedene Materialien zum Beispiel, dann ruft man da noch an, ey, habt ihr das irgendwie noch auf Lager, können wir das von euch irgendwie abholen und so weiter und so fort. Also es sind da tatsächlich auch wirklich so ein bisschen die Dinge, die sozusagen im Alltag passieren. Aber darüber hinaus durfte ich jetzt zum Beispiel auch Mentorin sein in verschiedenen Flinter-Organisationen, wo es darum ging, dass ich auch wieder das Wissen weitergeben konnte, was total schön ist und mir auch total wichtig ist, dass das, was ich erleben durfte, ich auch so weitergebe und es sich Türen öffnen kann und Menschen irgendwie aber auch zusammenbringe, wo ich das Gefühl habe, das könnte irgendwie ein guter Match sein, daraus könnten sich Projekte entwickeln, die eine Person sucht das, die andere Person sucht das. Das erfüllt mich total, irgendwie auch da Menschen und Projekte zu fördern. Total. Johanna, was sind für dich so die größten Chancen, die dann eben aus so einer erfolgreichen Übergabe, aus so einer auch einfach Integrierung von einer jüngeren Generation bei einem Festival entstehen kann? Ich glaube, wir dürfen auch grundsätzlich nicht vergessen, dass wir wenig Räume in der Gesellschaft haben, uns auszuprobieren. Festivals sind für mich vor allem auch Orte, um Innovation zu üben, Experimentierung zu üben, Gesellschaft zu üben, sich zu begegnen zu üben oder auszuprobieren, nicht zu üben, auszuprobieren im Endeffekt. Ne? Einfach wie ist das Leben eigentlich, also die Realität, in der wir irgendwie alle sind, aber wir wollen die ja eigentlich mal alle fast gar nicht haben. Also eigentlich wollen wir die anders haben. Und ich glaube, das lässt sich auf einem Festival voll gut machen. Und dafür brauchen wir auch junge Menschen, weil die eben noch mal ein bisschen losgelöster sind von den Strukturen und ein bisschen losgelöster von der Realität und noch nicht so abgegessen und abgefuckt, wie wir die schon lange aushalten müssen. Und dabei bin ich selber jung, ne? Ja. Total.
Du hast ja auch schon kurz angesprochen, eben diese finanziell sehr angespannte Lage für viele Festivals. Kira, habt ihr das auch erfahren, dass durch diesen Übergang auch wieder eine neue Zielgruppe, neues Publikum erschlossen werden konnte? Also hat es da auch mit euch reingespielt in den Überlegungen? Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt so in die Überlegung mit reingespielt hat, aber tatsächlich haben wir es in diesem Jahr geschafft, unsere Zielgruppe um 3 Jahre, den Durchschnitt um 3 Jahre zu verjüngern. Was glaube ich schon auf jeden Fall auch an unserer Kommunikation, an unserer Außenwahrnehmung liegt, weil wir veröffentlichen zum Beispiel unser Line-Up nicht. Das heißt, es kann nicht daran liegen, dass wir welche Acts wir buchen oder so, sondern ich glaube, es liegt schon auch sehr daran, dass wir einfach auch ein sehr, sehr junges Team haben, die zum Beispiel Social Media machen und ähnliches und da einfach auch Werte und Input mit reingeben, der einfach jungen Menschen wichtig ist und da nochmal eine andere Perspektive aufmachen und für diese Perspektive offen zu sein, ist meiner Meinung nach total wichtig. Alex, würdest du sagen, das viel ist in deinen Augen jetzt auch zukunftsfähiger geworden durch diesen Prozess? Ja, ist ganz klar zukunftsfähiger geworden und wir sind da auf einem guten Weg, aber wir haben natürlich die äußeren Rahmenbedingungen, die Johanna auch schon angesprochen hat. Da kämpfen wir natürlich auch an vielen Stellen im Hamsterrad und müssen einfach schauen, wie es weitergeht. Aber von der Generationenübergabe sind wir da auf jeden Fall jetzt in den besten Händen und können da versuchen, jetzt diesen Weg voranzuschreiten. Was mir nochmal wichtig wäre zu sagen, ist, glaube ich, das war jetzt bei uns ein gutes Beispiel, weil die Rahmenbedingungen irgendwie zwischen uns auch gut gepasst haben und es hat gut funktioniert. Ich glaube, was der nächste Schritt sein muss zu sagen, man verabredet in der Branche gewisse Rahmenbedingungen, Best Cases, wie kann man voneinander lernen, wie können auch andere Festivals voneinander lernen, wie kann sozusagen dieser Prozess auch strukturierter ablaufen. Das war jetzt bei uns eher so Learning by Doing von unseren beiden Seiten aus, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da sozusagen in der Branche das Wissen, was da ist, nutzt und weitergibt und auch bereit ist, auf beiden Ebenen sozusagen voneinander zu lernen und den Prozess ein Stück weit zu standardisieren, dass sozusagen die Rahmenbedingungen, auch wenn sie mal nicht so glücklich sind wie bei uns, trotzdem durch den gerahmten Prozess gut funktionieren können. Alex, hast du dir gerade selber eine Aufgabe gegeben, ne? Weil ihr seid eins der Ersten, die diesen Transformationsprozess gerade machen. Also Best Johanna, Practice Beispiel von 4. Ich bin gespannt. Fantastische Überleitung zu meiner Stiftung, die ich jetzt gründe. Und zwar geht es sozusagen darum, ich habe ja sehr, sehr jung angefangen und hatte echt oft auch sehr harte finanzielle Schwierigkeiten mit all den Projekten, die wir gemacht haben. Und das ist ein Auf und Ab, diese Achterbahnfahrt des Veranstaltens. Und was wir machen wollen, ist sozusagen eine Stiftung, die 6 bis 8 Personen, die Veranstaltende sind oder auch Kollektiven, über ein Jahr eine Art Grundeinkommen zahlt, 1.000 bis 1.500 Euro, was generiert wird durch die 1% Abgabe der Top 100 DJs. Das heißt, die Top 100 DJs müssen 1% ihrer Gage abgeben, in diese Stiftung einzahlen, damit sozusagen von oben nach unten das Kapital fließt, aber von unten nach oben das Wissen dann wieder fließt. Und das ist sozusagen ein Prozess, an dem wir gerade sind, diese Stiftungssatzung zu gründen und aufzubauen, das Kuratorium aufzubauen. Wir haben auch schon mit einigen DJs gesprochen, die auch bereit sind dafür zu spenden, was ich sehr, 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 sehr cool finde, weil die natürlich auch sehen, hey, wer hält das Schiff zusammen? Die Veranstalter und die Kollektive, die halten das Schiff zusammen, auf denen dann die Acts sich präsentieren können. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass da die Nachwuchsförderung funktioniert und das Risiko als kleines, junges Kollektiv oder als junger Veranstaltende super krasse finanzielle Verluste hinzunehmen, ist sehr, sehr hoch. Und da muss man natürlich sagen, geht der Szene und der Branche auch super viel Wissen abhanden, weil natürlich dann Menschen sagen müssen, ey, ich muss mir einen normalen Job suchen, weil ich kann meine Miete nicht zahlen, ich kann kein Essen kaufen, ich muss wieder eine normale Brotarbeit verrichten, um sozusagen mein tägliches Leben überhaupt sicherstellen zu können. Und da wollen wir mit der Stiftung eingreifen und ein Jahr diese Menschen unterstützen, nicht nur finanziell, sondern auch Wissenstransfer. Alle 6 Wochen soll es 3 Tage dann einen Kurs geben mit Veranstaltungstechnik, Veranstaltungsrecht, Lobbyarbeit und so weiter und so fort. Das ist so die Vision. Toll, bin ich großer Fan. Ich finde den Gedanken. Ja. Ich finde den Gedanken einfach wahnsinnig schön, dass auch, wenn du sagst, die ersten DJs haben sich schon ein bisschen bereit erklärt, dass einfach gerade meines Gefühls nach so ein bisschen Bewusstsein auch der Verantwortung von großen Veranstaltungen, großen Acts und großen Events irgendwie bewusst werden. Das ist ja auch die Idee, die beim Live-Musik-Fund jetzt auch ganz groß eine Rolle spielt, eben
eher auf der anderen Seite dann bei den Ticketing-Firmen. Und das finde ich einfach wahnsinnig schön, dass sich dadurch hoffentlich auch die Musikbranche so ein bisschen mehr der Verantwortung gegenüber dem Nachwuchs bewusst ist. Und dazu muss man noch ein letzter Satz, sorry, dass ich nochmal reinhake, aber ein letzter Satz, was nämlich ganz spannend ist, alle politischen Organisationen haben Nachwuchsorganisationen, alle großen Unternehmen haben Nachwuchsorganisationen, die bauen sich den Nachwuchs auf, die versuchen das Wissen weiterzugeben, da sind strukturierte Prozesse. Wir haben das nicht in der Kulturwelt und da geht uns einfach wahnsinnig viel Wissen, wahnsinnig viel Know-how verloren und das muss man einfach stoppen. Total. Johanna, eine Sache wollte ich dich noch fragen, nämlich, du kommst ja aus der Verbandsarbeit. Siehst du auch hier bei so einer Übergabe eine Möglichkeit, dass Verbände unterstützen können? Wenn ja, wo siehst du da die Anknüpfpunkte? Ja, ich glaube, da können wir verschiedene Funktionen einnehmen. Ne? Was wir als Verbände mal leisten, ist eigentlich Räume zu schaffen zur Vernetzung. Also genau das. Ne? Es gibt irgendwie keinen Ort, es gibt irgendwie niemand, der das koordiniert. Sowas können wir machen. Wir laden ein, sagen, hier ist ein Netzwerkraum, schmeißen alle zusammen und jetzt könnt ihr voneinander lernen. Das ist easy, das können wir sehr gerne machen, machen wir auch schon. Und ich glaube auch, dass wir unterstützen können in so Sachen wie Datenbanken aufbereiten, ne? Also die Grundstruktur für Wissenssammlungen im Endeffekt, also übergeordnete Plattformen, auf die alle Open-Source-mäßig zurückgreifen können. So wie Live-Kulturwissen zum Beispiel. Wie Live-Kulturwissen dann? Genau, ja, genau, von der Stiftung, ja. Sind so erste Momente, die es jetzt schon gibt. Aber da sind wir, glaube ich, auch offen für euren Input, weil wir machen genau das, was die Branche braucht und dafür müsst ihr uns sagen, was ihr braucht. Absolut, könnte ich nicht mehr unterstreichen. Ich würde jetzt vielleicht schon in die letzte Runde mit reingehen und würde nochmal gerne von jedem von euch ein kurzes Blitzlicht hören, was ihr jetzt Festivals, die gerade damit strugglen, neue Leute reinzuholen und auch Verantwortung abzugeben, eben zum Beispiel aus dem Grund, dass sie Angst haben, auch vor den Veränderungen, vor dem Scheitern irgendwie auch. Was würdest du denen raten? Ganz kurz. Vielleicht von dem eigenen Ego-Ross runterzusteigen und zu sagen, hey, wir haben alle im Schlamm ohne Schuhe angefangen zu tanzen und wir sollten da wieder uns gegenseitig in die Augen gucken und nicht von oben nach unten, sondern auf einer Ebene. Kira. Ich würde da vielleicht nochmal auf meine persönliche Situation sozusagen und alle, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, eingehen, wirklich aktiv nach Hilfe fragen. Ich habe zum Beispiel auch ein Coaching gehabt, was mich begleitet hat in meinem ersten Jahr und das war unglaublich gut und hilfreich, einfach einmal im Monat auch mit einer externen Person nochmal zu sprechen, sich Input einzuholen und vor allem ich bin auch sehr ungeduldiger Mensch tatsächlich und auch da irgendwie sich die Zeit zu nehmen und gewissen Themen auch einfach zu vertrauen, dass Dinge auch einfach ein bisschen Zeit brauchen, gerade wenn solche Veränderungen stattfinden. Absolut. Johanna? Ich glaube, so junge Menschen, die quasi so Nachwuchs sind, nehmt euch Räume, geht rein, macht's einfach so, ne? Fragt nicht nach, wartet nicht ab, bis es euch jemand gibt, sondern geht in die Festivals rein, schließt euch Kollektiven an und nehmt euch die Räume auch, weil die gibt es da draußen und wir müssen irgendwie nicht klein sein und fragen, ob es okay ist, ob wir auch mal Verantwortung übernehmen dürfen, sondern take it, da ist ganz viel da draußen, was einfach genommen werden darf, glaube ich. Keine Angst, mutig sein. Absolut. Ich glaube, am Ende kann man das so ein bisschen als Conclusio drunter setzen. Ich würde jetzt nämlich auch zum Ende kommen und so ein bisschen die Runde vielleicht noch für Fragen öffnen. Falls ihr irgendeine Frage habt, vielleicht auch konkret ein Beispiel bei euch gerade in der Struktur. Schauen wir so in die Runde, ob sich irgendeine Hand meldet. Ja, dann komme ich kurz vor mit dem Mikrofon. Ja, mein Name ist Wolfhard. Ich veranstalte die Zappernale seit 1990. Frank Zappa ist ja nun jemand, der heute bei der Jugend nicht mehr so bekannt ist. Und das Publikum wird immer älter, die Leute sterben weg. Wir haben schon viele Versuche gestartet, die Jugend nachzugewinnen. Was wir beobachten ist, dass oft junge Bands, die wirklich auch schräge Musik machen, die zur Zappernale auch passt, meistens nur vor alten Leuten auftreten, so ungefähr. Es gibt fast mehr junge Musiker, die Musik machen, die zur Zappernale passen, als Publikum. Und ich habe schon mehrere Jahre irgendwie versucht, eine Übergabe hinzubekommen oder Leute zu interessieren. Und
Zum Beispiel Holger Hübner vom Wacken hat mir ganz klar gesagt, ich muss das auslaufen lassen, ich kriege das nicht hin, aber ich bin nicht der Typ, der aufgibt, aber ich habe auch keine so richtigen Ideen mehr. Absolut, ich glaube, aufgeben kann nicht die Antwort sein. Hat jemand von euch vielleicht gerade irgendwie irgendeinen Punkt, wo ihr anknüpfen konnt? Oder? Ich glaube, ich würde eher eine Rückfrage stellen. Oder ich frage mich, ist es eine Genrefrage? Ist es was erweitert werden kann? Also vielleicht darf der Kern bestehen bleiben, aber es darf vielleicht auch weitere Genres hinzukommen, um eben durch die wieder Menschen für, ich kann es nicht aussprechen, für diese Band zu begeistern. Also vielleicht ist das eine Möglichkeit, weil ich finde es auch immer schön, tatsächlich auf Festivals zu gehen, wo ich andere Musik kennenlernen darf. Ich gehe vielleicht auf einem Grund von elektronischem Interesse hin, aber sehe dann trotzdem auch noch eine Indie-Band und bin dann so geil. Es gibt ja auch noch andere Musik, als die ich sowieso die ganze Zeit in meiner Playlist habe. Also vielleicht ist das eine Idee. Also ich würde jetzt gleich mal fragen, ich weiß nicht genau, wo das ist, die Zappernale, aber da sich nochmal vielleicht zusammen verschließen, auch im Netzwerkgedanken, was gibt es da für andere Festivals, was gibt es für andere Clubveranstaltungen, vielleicht kann man da 1, 2 weitere Floors machen, musikalisch, um dann die beiden Zielgruppen ein Stück weit vielleicht miteinander zu verbinden. Ich glaube, da muss man so Kooperationsgedanken aufgreifen, weil es ist, glaube ich, schwer, aus dieser alten Struktur raus, das komplett ganz schnell zu ändern, dass jetzt alle Jugendlichen da sind oder jüngeren Besuchenden. Deshalb, glaube ich, brauchst du da KooperationspartnerInnen, mit denen man dann gemeinschaftlich das Festival weiterentwickelt. Wäre jetzt erstmal meine Idee. Aber auf jeden Fall nicht aufgeben, weitermachen. Gibt es sonst irgendwelche Fragen? Ja. Ich muss ja was sagen. Bernd Strieder, Bundesstiftung Live-Kultur unter anderem. Ich habe euer ähnliches Panel moderiert bei der Stadt nach 8. Das war auch sehr interessant. Und ich möchte mal auf das Thema eingehen. Es gibt ja auch, sage ich mal, ungeplante Staffelübergaben, sei es durch Streit oder irgendwas oder beim ehrenamtlichen Bereich, wo plötzlich jemand wegbricht und sagt, ich habe keinen Bock mehr mit euch zusammenzuarbeiten. Im privatwirtschaftlichen Bereich, das haben wir auch heute erfahren, wo dann Elternteil oder es war dann von Mutter auf Tochter, die Mutter psychisch schwer krank wurde und die Tochter dann ins kalte Wasser geschmissen wurde. Gibt auch sowas wie, was weiß ich, das kann ja auch sein, dass jemand, der was betreibt, also plötzlich krank wird oder bis hin natürlich zum Todesfall. Und ich würde gerne fragen, was für Handlungsempfehlungen ihr hättet, um vielleicht da jetzt nicht so wie jetzt im Idealfall bei euch, was man da machen könnte. Oder ganz konkret, glaubt ihr, dass sowas wie ein Mentoring-Programm in dem Bereich auch hilfreich wäre? Also erste Antwort auf jeden Fall. Ich wünsche mir, wenn Todesfall eintritt bei mir, dass Kira meine Beerdigung organisiert. Das kann ich auf jeden Fall schon mal ganz klar sagen, weil es ist dann ist in guten Händen auf jeden Fall. Ich glaube ganz klar, ein Mentoring-Programm ist super wichtig, weil da auch wieder Wissen transferiert wird und das ist der Schlüssel, über den wir die ganze Zeit ja gesprochen haben. Wie kann Wissen und früh möglich, nicht erst, wenn irgendwer krank ist oder wenn irgendwer keine Lust mehr hat oder es Streitigkeiten aus finanziellen Gründen gibt, sondern je früher, desto besser, damit man auch nicht in die Notsituation kommt, aber wenn man in einer Notsituation ist, dann direkt agieren und handlungsfähig sein kann. Ich glaube, auch so ein Mentoring-Programm macht total Sinn. Ich bin großer Fan davon, aber auch darüber hinaus macht es sicher auch Sinn, überhaupt das, was wir vielleicht auch gelernt haben, mit reinzugehen, mal aufzuschreiben, was sind irgendwie gute Handlungsempfehlungen, aus denen man auch was entwickeln kann, weil ich glaube, es gibt ganz viel, was man einfach auch auf andere Strukturen, auf andere Festivals, auf andere Veranstaltungen übertragen kann und woraus man total viel lernen kann und ich glaube, das macht auch total Sinn. Total. Ich glaube, wir haben noch Zeit für eine Frage. Ja, ich komme dahinter. Geht es mit dem Mikrofon, dass ich da einfach... Hi, vielen Dank für das geile Gespräch. Und du bist auch ein super geiler Moderator. Ein Applaus für die Moderation auch nochmal. Yeah. Ich möchte mich auch bei Johanna bedanken. Sie hat das Thema Diskriminierung und so erwähnt. Und als ich neu in Berlin war, 2015 oder so, irgendwann habe ich die Clubszene kennengelernt und dann die Festivalszene 2019.
Und dann habe ich viele Menschen gefragt und ich brauchte Hilfe, weil diese Welt war sehr neu für mich. Und die meisten Menschen haben eigentlich gar nicht geholfen, sondern das Gegenteil. Und dann habe ich entschieden, so meinen Weg zu gehen und meine eigenen Veranstaltungen zu machen und Festival und so. Und jetzt, ich nenne mich nicht erfolgreich, aber trotzdem, ich arbeite alleine mit meinen Freunden, also mit meiner Familie und so. Und es ist sehr schwierig. Es ist so cool, auch Learning by Doing, aber auf jeden Fall ist meine Kapazität und Energie limitiert. Und ich hätte gern so Unterstützung und Hilfe. Und das ist mein erstes Mal hier auf dieser Messe. Und ich wurde viel inspiriert, insbesondere von euch. Und ich bin auch dankbar für Alex, dass Alex jetzt diese Stiftung organisieren möchte. Und ich möchte gerne irgendwie auch mitmachen und von euch lernen. Und ich war 2019 auf dem FOF Festival und da habe ich entschieden, mein Leben zu verändern und meinen Job zu kündigen und, und alles zu machen, damit ich ein Teil von dieser Szene zu sein. Deswegen vielen Dank, Alex und Kira und Johanna. Wow. Ja, besser kann ich das Panel nicht beenden. Ne? Ja, ich kann mich nur anschließen. Vielen Dank euch, vielen Dank Alex vor allem. Ich finde es so beeindruckend, dass du dir die Zeit auch nimmst dafür. Ich finde nämlich, jemanden zu haben, der einen an die Hand nimmt, ist das allergrößte Glück eigentlich für Menschen, die neu in die Szene reinkommen. Deswegen bitte jetzt. Nur mal einen letzten Satz, der gilt auch für alle, aber auch wenn ihr andere Menschen habt, die irgendwie Probleme haben in der Szene, irgendwie Hilfe brauchen, fragt mich jederzeit, fragt Kira, fragt Johanna, wir lieben es, Wissen weiterzugeben. Wenn wir nicht weiterhelfen können, dann holen wir uns vielleicht von jemandem aus unserem Netzwerk Wissen. Also bleibt im Austausch miteinander und scheut euch dann nicht, uns anzuschreiben jederzeit, ob es jetzt um die Zapanale geht oder um was es auch immer geht. Wir sind auf jeden Fall an eurer Seite und wir können nur gemeinschaftlich als KulturakteurInnen stark sein. Danke euch. Dann gebe ich an dich weiter, oder? Ja, ey, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war wirklich ein würdiges Closing für die Campus Stage 2025 hier auf dem Future Festivals. Kurz noch ein organisatorischer Hinweis für euch. Holt eure Garderoben, die schließen nämlich mit dem Bühnenprogramm und wir sehen uns hoffentlich gleich. Ab 18 Uhr öffnet da hinten nochmal ein neuer Floor. Da, wo jetzt noch die Speakers Lounge ist, findet der Future Festivals Award statt und da dann auch die Aftershow-Party. Vielen, vielen Dank an das wunderbare Technikteam. Vielen Dank an Dominik, vielen Dank an Bruno, vielen Dank euch allen und nochmal vielen herzlichen Dank euch für dieses fulminante Finale.